Ja, ist der heute schon Weihnachten, hau da raus. Ist ja wild. Servus! Servus, servus. Sind wir alle zufrieden? Das werden wir gleich mal ausdiskutieren. Servus, Anmu, Sini, Kampfdampfer, Claudi, Call of Westwind, Volder Adder, Chico, FC Bayern Fan Forever, GB-Player, Rodan, Kevin, hast du Glück gebracht im Stadion, oder was? Oder war es der GB? In der Stuttgarter Kurve, oder was? Ist wieder alles Tippo und Toppi? Naja, warten wir mal ab, ne? Warten wir mal ab, ob alles Tippo und Toppi wird. Ich habe auch keinen Flitzer gesehen. Ich habe extra darauf gewartet, aber der GB hat uns hängen lassen, ne? Schon frech von ihm. Die leider auch so sagen. Schon frech. Naja. Immer diese leeren Versprechungen, ne? Schlimm. So, ich muss noch hier eben kurz. Zup. Und wie hat euch das Spiel sonst gefallen? Ich habe die Kommentare noch nicht gelesen. Ich habe ja gesehen, es sind trotzdem 100 Kommentare, Alter. Ist ja wild im Moment. Normal haben wir das ja nie, ist ja nie so viel los, wenn wir gewinnen. Aber wenn wir ein gutes Spiel machen, dann ist ja immer ein bisschen weniger los auf YouTube. Aber ist trotzdem ganz ordentlich. Ja, 122 Kommentare. Alto Belly. Wahrscheinlich, weil Kimmich nicht gespielt hat, oder? Ist bestimmt, Kimmich ist viel Thema, denke ich. Ich habe noch nicht reingeguckt, ich weiß es nicht. So 85,4853%. Eieiei. Was machen wir denn mit den 14,5147%? Mara, was geht? Ich denke, die beste Saisonleistung bisher, weil konstant über 90 Minuten und das auf passablem Niveau. Naja, gegen Dortmund war er auch nicht schlecht, oder? Bayern und Müller bei neuen Vertrag einig, ja. Julian, guten Abend. Alles andere wäre auch wild gewesen, ne? Und ich denke, Müller hat gegen Stuttgart auch gezeigt, ja, dass er noch immer die Klasse hat, ne? Und wie wichtig er halt in solchen Spielen ist. Aber leider wurde er bisher halt... Ja, ich habe ja mein Titel war ja zum Glück gezwungen. Ich denke, das passt ganz gut, ne? Weil wäre ein Coman fit gewesen, hätte Müller nicht gespielt. Wäre ein Kimmich fit gewesen, hätten Pavlovic nicht gespielt. Und wäre ein Goretzka fit gewesen, hätten Guerrero nicht gespielt. Und alle, die halt reinkamen, waren halt stark, ne? Und das ohne viel Spielpraxis. Wenn man jetzt noch überlegt, dass wenn die Jungs da mal Spielpraxis hätten, wenn man mal 15, 16 Spiele einbinden würde, dann würde es schon langsam wild werden, ne? Dann wäre ja richtige Konkurrenz da. Eieiei. Aber dann haben wir ja nichts mehr, worüber wir uns beschweren können. Naja. Ja, ich fand es auch ein gutes Spiel, ne? Ich habe es ja gesagt in meinem Video, ich habe auch, denke mal, viele wird es vielleicht ein bisschen gestört haben, dass sie so wenig Ballbesitz hatten, aber wenn wir auch so wenig Ballbesitz 17 Torschüsse kreieren, ist für mich persönlich auf jeden Fall alles gut. Wie gesagt, auf die 30% Ballbesitz mehr, wo es quer und nach hinten geht, kann ich sehr gut verzichten. Also leider wird das nicht gegen so viele Mannschaften in der Bundesliga so sein, aber mal abwarten. Imagine, die hätten nicht 12 Minuten geschwiegen, sondern überall wäre einer geflitzt. Ja, aber das ist ja wieder strafbar und so, ne?
aber ich habe auch gedacht, GB macht da Oberkörper frei mindestens, ne? Mit einer Red Munich-Werbung, aber Pech. Dann noch nicht immer heute sich hier rechtfertigen, ne? Das ist auch noch abwesend, der Mann. Hat er mich schon vor dem Spiel über das zentrale Mittelfeld gefreut. Ja gut, aber fairerweise muss man sagen, wir standen ja insgesamt ein bisschen tiefer, ne? Gerade so die ersten 15, 20 Minuten. Aber ich glaube auch, dass das mit einem gewissen Herrn K. trotzdem nicht so gut gelaufen wäre. Ja, der Fahr war Katastrophe, Alter. Das war wirklich Katastrophe. Wie gesagt, es ist ja okay, wenn die Technik mal ausfällt. Aber da musst du sie auslassen. So, weißt du? So, die Technik fällt aus. Ja, es geht jetzt gerade nicht. Wir lassen das mal abseits. Nächste Entscheidung. Der Linienrichter hebt die Fahne nicht. Ist Tor. Ach ja, der Fahr geht jetzt wieder. Ist abseits. Also, Leute. Also, wenn es ausfällt, dann lasst bitte 90 Minuten aus. Dann hat keiner was dagegen. Ne? So war das echt. Gut, am Ende des Tages hat es keine Auswirkungen gehabt, aber wild. Verstehe ich auch nicht, wie man so agieren kann. Also. Dann noch beides mal gegen denselben Club halt, ne? Ist ja jetzt unabhängig, ob es gegen uns wäre oder für uns. Kannst du halt nicht bringen, Alter. Du kannst ja nicht sagen, ach, der hat jetzt nicht funktioniert, sorry, tut uns leid. 15 Minuten später, ach ja, geht wieder. Weiß ich nicht. Wild. War echt wild. Ich hatte selbst ein bisschen Angst, umsonst gefahren zu sein. Ja, sei froh. Ich sag ja, zum Glück gezwungen, ne? War echt top gespielt. Ja, ich fand's auch ein gutes Spiel. Am Anfang, ja, wir mussten ein bisschen reinkommen, ist aber auch normal, ne, denke ich. Dann so Pavlovic, Guerrero da, aber es war auch nicht schlecht am Anfang. Also ich fand es gar nicht so schlecht, wie Tuchel es gesehen hatte in der PK. Und spätestens nach 20 Minuten waren alle voll da, ne? Mit der Weltklasse-Performance und Kimmich auf der 6. Ja, leider ist das so, ne? Leider hat der Pavlovic keine Chance. Wir haben den Tuchel ja gehört in der PK, wer sich's angeguckt hat. Wir müssen die Kirche halt im Dorf lassen, ne? Ja. Aber es ist ja, was ich schon die ganze Saison predige, ne? So. Wenn man sich da vor der Saison hinsetzt und sagt, der Kimmich ist kein Sechser für mich, dann hättest du halt was ändern müssen, hättest ein bisschen was probieren müssen und du hättest dem Pavlovic mal die Chance geben können, die Hinrunde. So. Wenn es nicht geklappt hätte, hättest du ihn wieder rausgenommen, wäre alles gut gewesen. Ja, hättest du dir die 60 Mille sparen können, die du jetzt im Winter sehr wahrscheinlich ausgeben wirst für den Sechser. Also. Und ist dann wieder schade für den Jungen, ne? Geborener Münchner, durch alle Jugendabteilungen gelaufen und ja. Bleibt wieder außen vor, leider. Bix, Grüße. Mein Fehler, Dortmund habe ich verpasst, da war Konzert. Werner, Ultragönnung. Servus. Also ich hätte ein paar Spieler etwas besser bewertet. Müller und unseren Heavy hätte auch eine 2+ gereicht. Nicht, dass er übermütig wird. Ja, aber der ist immer so outstanding, weißt du? Tu mich auch immer schwer, damit so Note einzugeben, aber Harry Kane ist einfach so outstanding. Weil er halt ein Neuner ist, aber so viel mehr macht. Quasi das, was ein Kimmich auf der 6 versucht, aber was da scheiße ist, macht ein Harry Kane auf der 9. Er schießt 2 Tore und ist trotzdem noch hinten am Verteidigen, Alter. Und setzt noch die anderen Spieler in Szene. Ist halt, ja. Ich habe halt immer so den Levi im Kopf, ne? Levi hast du halt daran bewertet, ob er die Hütten gemacht hat. Ja, und jetzt hast du einen, der die Hütten macht und noch so viel mehr. Wie willst du das bewerten, Alter? Ja, schwer. Und dass Müller wichtig ist, haben wir gesehen, ja, denke ich auch. Aber es war ja auch vorher klar. Auch wenn er nicht immer die Leistung bringt, ist ja das, was er halt rüberbringt auf dem Platz einfach, ne? Gegen Wolfsburg auch wieder so spielen, ja, das werden wir sehen. Da werden ja wieder ein paar andere Leute auf dem Feld stehen. Ich glaube, Guerrero war ein Top-Transfer, sollte er gesund bleiben. In dem werden wir noch viel Spaß haben. Wenn er denn spielen darf, ne? Und die Frage ist, ob Tuchels Plan auch mit Kimmich und Co. geklappt hätte. Ich habe da meine Meinung im Video zugesagt. Der ja noch nicht ganz klipp und klar. Ich sage nein. Ja.
Ganz einfach. Weil wir hätten wieder Lücken gehabt. So. Wenn ihr mal ein bisschen geguckt habt, was Pavlovic, aber auch Guerrero, was die an Lücken zugemacht haben in der Defensive einfach. Das war schon echt gut, ne? Gegen Dortmund hat unser Hochglanz-Sechser auch gefehlt. Ja, da war er auch nicht da. Komisch, ne? Ein Schelm, wer da böse ist oder wer da Muster sieht. In den Kommentaren musste ich schreiben, war wieder eine Teamleistung. Mannschaftssportnote 1 für alle, weil es als Mannschaft gespielt haben. Ja, wir haben als Mannschaft gespielt. Auch da, wie gesagt, ich will das gar nicht so am Kimmich festmachen, aber es ist halt so der Fixpunkt. Ne? Irgendwie, ich habe es ja auch gegen Dortmund schon gesagt gehabt nach dem Spiel. Man hat halt das Gefühl, wenn Kimmich nicht spielt, dass alle anderen, die da sind, mehr Verantwortung übernehmen wollen. Ne? Ich weiß nicht, ob Kimmich auf dem Platz ist und immer so, ja, so, ich habe die ganze Verantwortung. Ihr braucht nichts machen. So, weißt du? Und dann hast du immer, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob man ihm da vielleicht Unrecht tut, keine Ahnung. Aber so kommt es halt einfach rüber, ne? Immer wenn er nicht auf dem Platz war, war auf jeden Fall eine Mannschaft auf dem Platz. Jeder hat sich geholfen, jeder hat Verantwortung übernommen. So, ganz wild irgendwie. Ich weiß doch gar nicht, ob das an Kimmich liegt oder vielleicht an der Mannschaft einfach, die dann so denkt, ach, jetzt ist der Kimmich da, der Verantwortungsguru, da brauchen wir nicht so, weißt du? Kann ja auch sein. Schwer zu sagen, ne? Ich will Kimmich und Goretzka nicht mehr sehen. Ja gut, das haben wir ja schon letzte Saison gesagt und das wird diese Saison nicht anders laufen. Sei denn, wir verpflichten irgendwie eine Kanone auf der 6, dann ja, aber ansonsten... Ja, Minjay war stark, Upa war auch stark. Minjay war ein bisschen stärker noch, ist richtig. Lag aber einfach auch daran, dass die Innenverteidiger jetzt, wie gesagt, wie ich es auch schon im Video sagte, endlich mal ihre Räume auch nur hatten. Ja? Die mussten nicht da noch hin und da noch hin und da noch hin und da noch versuchen, was rauszuretten, weil da Riesenlücken sind. Ja, das Gefüge war einfach gut diesmal, ne? Das Defensive. Ab in der Bahn hab gepennt und plötzlich kommt eine Durchsage, wir müssen die Bahn wechseln wegen einer Verspätung im Ausland. Echt der wild. Miller wurde von vielen Lehrmeistern das Fußballspielen gelernt. Louis van Gaal, Jupp Heynckes, Pep Guardiola. Ja, da kannst du ja mehrere nennen, die das auch so mitgemacht haben. Regt mich immer noch über die Aussage, jo, der Fahrer hatte keine visuelle Linie, daher zählt die Abseitsentscheidung auf dem Platz. Ja, das ist ja okay, ne? Wenn er die dann hatte oder nicht hatte, aber dann hätte er das ganze Spiel nicht haben dürfen. Das war halt ein bisschen wild. Und natürlich hätte man auch sagen können, pass mal auf, Schiri, wenn die da schon anhalten und da 3 Minuten warten, dann guck dir doch wenigstens draußen mal das Standbild an. Ne? Ich denke, an dem Standbild hätte er gesagt, dass es kein Abseits war. Aber am Ende des Tages hat es ja zum Glück keine Rolle gespielt. GB war auch da, ja. Der war auch da. Ich weiß aber nicht, ob der in der Stuttgart-Kurve war. Der hat ja da so eine Stuttgart-Familie irgendwie. I don't know. Deswegen habe ich ja gehofft, dass er heute da ist. Da hätten wir das mal in Erfahrung bringen können und mal fragen können, wo der Flitzer war. Vielleicht ist er auch einfach blank durch die Stuttgart-Kurve gelaufen, wer weiß. Juhi, servus nach Wien. Ach, herrlich. Was aber wirklich auffällig war, wie viel ein stabiles Mittelfeld ausmacht und die Innenverteidiger dadurch echt glänzen konnten. Ja, ganz genau. Ja, die mussten halt nicht diese ganzen Räume immer versuchen und auch darauf versuchen rauszureißen. So. Und was man auch gut gesehen hat, dass so ein Pavlovic, aber auch ein Guerrero halt auch dann viel halt außen mit zugemacht haben. Ne? So, das geht uns halt sonst auch ab. Aber ja, vielleicht sollte sich Kimmich das mal angucken und ich meine, Kimmich hat es ja auch gezeigt in 1, 2 Spielen, dass er es kann, aber er will es halt einfach nicht irgendwie. Warum? Ich weiß es nicht. Haben wir schon so viel drüber philosophiert, Alter. Ja, Müller-Tor hat man ja schon gesehen, dass er im Abseits war, aber das Standbild war halt schlecht, ne? Das Standbild war so mit Fußspitze vorne, womit er den Ball gar nicht gespielt hat. Er hat den Ball ja mit dem Oberschenkel gespielt, also. Schon wild. Aber ja, so ist es halt. Mein Gott. Wir haben 3-0 gewonnen, was wollen wir uns daran hochziehen, ne? Das Schlimme ist, dass die Leistung von Pavlovic nicht belohnt wird. Ja, richtig. Wurde sie ja schon gegen Dortmund nicht, ja.
Wurde sie auch schon nach der Vorbereitung nicht. Also er war in der Vorbereitung ja schon super abgeklärt in den Spielen. Also ja, das ist ja das Schade immer, was ich die ganze Zeit schon sage, ne? Und deswegen, das hat mich dann auch so aus der Haut fallen lassen, wo der Tuchel sich dann dahinter sagt, ja, jetzt müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen, weißt du? Junge, ich verstehe das immer nicht. Ich verstehe diese Argumente nicht, also ganz wild. Kannst du immer wieder nur Barca das Beispiel bringen. Also, da ist das, wenn da ein guter Spieler ist, der jung ist, ja, dann spielt er halt. Wo ist auch das Problem? Was soll das Alter jetzt da... Mein Gott, wir reden vom Neuer, der 37 ist, der ist gut, dann spielt er, ja. Andersrum geht's dann nicht, oder was? Ne? Ja, fehlende Erfahrung und so ist natürlich ein Faktor. Logisch. Ja, aber ich denke mal, auf dem Platz war der super ruhig, super abgeklärt, ne? So. Weiß ich auch nicht. Ja, etwas cooler nach der Tuchel-Pick, ja. Ja, so mal den Briggs fragen, Alter. Ja, gut, der Kimmich hat sich auch schon hinfallen lassen vom Strafraum, obwohl er kaum berührt wurde, also. Weiß ich nicht. Aber wir haben auch mal schöne Standards gesehen, gefährliche, ne? Auch da könnten wir das Thema Kimmich wieder aufmachen. Wild, auf jeden Fall. Ach komm, das ist Schwachsinn, Alter. Alpha, das ist Schwachsinn, was du schreibst. Das kann ich auch heutzutage nicht mehr gelten lassen, Alter. Dass man will damit den Pavlovic schützen, dass er nicht einen Hype bekommt und dann wieder fällt. Also, Leute. Also in der heutigen Zeit musst du mit Social Media umgehen können als Profi, ja. Und nochmal, wenn man eine gute Leistung bringt, sollte man auch belohnt werden. Das werden bei uns die jungen Spieler aber nicht. Du kannst hier einen raussuchen, wen du willst, das ist bei jedem Spieler so. Und da geht es nicht um irgendeinen Hype oder sonst einen Scheiß. Also, das fühle ich leider nicht. Borseka, guten Abend. Minja hätte eigentlich Doppelpack gemacht. Ja, hätte, wenn und aber, ne? Na, Mara, was ist da los? Du hast uns immer noch die Fahne hochgehalten für den Josh. Echt. Beste Beispiel ist Tell, der wurde auch nicht belohnt für seine Leistungen. Dann wundert man sich, warum die jungen Spieler alle abbauen. Ja, ist leider so. Das werden wir aber auch nicht mehr ändern. Ich habe mich ehrlich gesagt gefreut, als ich gehört habe, dass Kimmich und Goretzka ausfallen und Müller, also Pavlovic, gespielt haben. Die sogenannte Notelf war die bessere. Ja. Harry ist immer Porno, ne? Das ist Maschine einfach. Also, keine Ahnung. Ich sag ja, den zu bewerten ist wild. Und das war gestern aber wirklich einer überfreut. Dachte mir, welcher Drogen es braucht. Genug Alkohol reicht. Bin mir aber nicht sicher, ob Pavlovic schon so weit ist, als Stammspieler in eine Saison zu gehen. Er sollte aber mehr Spielzeit bekommen. Ich glaube trotzdem, dass wir noch eine Holding Six brauchen und der Mannschaft gut tun würde. Dann Vidal in die Jungen würde ich feiern. Naja, klar kann man das nicht beurteilen, ob so ein Pavlovic dazu bereit wäre, aber man hätte ja die Chance gehabt, diese Saison. So, die hat man ja nicht genutzt. Klar kannst du das nicht beurteilen. Er hat jetzt gute Leistung, gegen Dortmund war gut, heute jetzt gegen Stuttgart war gut, aber du hättest ihm ja mal die Chance geben können. Gerade gegen die vermeintlich Schwächeren, obwohl man jetzt gesehen hat, gegen Dortmund und als auch gegen Stuttgart, geht es auch gegen die Stärkeren. Also, weiß ich nicht. Das ist ja immer, was ich meine. So, dann gib dem doch die Chance. So, dann hätte er sich zeigen können. Hätte jetzt die Hinrunde gespielt, dann hättest du gesagt, ja, weißt du, ja, reicht oder reicht nicht. So, ja. Jetzt kaufst du einen Sechser sehr wahrscheinlich, hockst ihn dem vor der Nase und er wird keinerlei Spielzeit mehr kriegen. Also muss er wechseln. Das ist halt immer so ein bisschen traurig. Champions League wäre es gefährlich, mitten in der Saison mit Pavlovic zu starten. Er holt sich übermotiviert eine rote. Schade, dass er nicht mehr Praxis hatte in der Halbsaison. Ja, weiß ich nicht. Klar kannst du jetzt nicht sagen, so jetzt hier, bam. Hätte man halt alles machen können, aber ja, gut. Da ist Tuchel halt der verkehrte Trainer für. Punkt, da brauchen wir uns nichts vormachen. Also, der Zug ist abgefahren. Mein Gott.
Ist halt so und dann müssen wir mit dem und gut ist. Wird schon irgendein Sechser verpflichtet werden jetzt in der Pause und dann geht's aufwärts. Das beste Spiel der DFB war auch ohne Kimmich, alles Zufall. Das kann ich leider nicht beurteilen. Mich würde echt interessieren, was Harry über den Kindergarten um sich herum so denkt. Er ist gefühlt auch immer der einzige Spieler, der auch geistig anwesend im Spiel ist. Ah. Man sieht doch aber, dass es schon um einiges besser geworden ist, das Zusammenspiel. Kimmich kann von Pavlovic schon Standard sehen, aber der ist böse. Servus, hast du gesehen? Müller hat seinen Vertrag verlängert. Ja, anscheinend hat er das, ja. Warten wir mal die offizielle Bekanntmachung ab, aber ja, ist ja auch richtig, ne? Ist ja auch richtig. Wäre auch traurig gewesen, wenn das wieder so ein Fall Schweine gewesen wäre, der noch irgendwie 2, 3 Jahre über irgendwelche Dörfer getingelt wäre. Ist schon gut, so wie es ist. Kimmich mit Andrich hinter sich war saugut. Wie gut wäre es dann mit Pavlo oder Palhinha? Ja, das haben wir ja leider nie ausprobiert. Ich sage voll auf Pavlovic setzen, wenn man einen kauft, war es das mit Talentförderung. Ich erinnere nur Müller. Ja, aber da ist Tuchel der verkehrte Trainer für. Sonst hätte er das ja schon getan. Also wie gesagt, Pavlovic hat ja schon in der Vorbereitung so performt. Das waren auch starke Gegner, die wir hatten. Also da ist halt das Denkmal Kimmich einfach zu stark. Warum auch immer, ich verstehe es auch nicht. Keine Ahnung, fragt mich nicht. I don't know. Doch, man muss an Kimmich festmachen, das Duo Guerrero und Pavlovic ist spielerisch so mega. Wie wundervoll die Position Abstände gehalten haben, zusammen mega. Ja gut, das war ein Spiel, ne, fairerweise, müssen wir auch sagen. Nochmal, die ganze Mannschaft stand auch einen Tacken tiefer. Ja, aber irgendwas ist ja schon dran, wenn wir die Spiele mal uns anschauen, die ohne ihn waren, ne? Wenn man das große Ganze mal sieht, ist ja schon irgendwas da dran irgendwo. Ich habe mir heute vorgenommen, nicht über König Joshua zu lästern. Auch wenn es schwerfällt. Ich ignoriere ihn, aber wir haben gesehen, was fehlt. Hoffentlich auch die Entscheidungsträger. Wenn Tuchel der Meinung ist, nicht nach dem Leistungsprinzip aufstellen, ist das ein Untergang auf lange Sicht. Ja, weiß ich nicht. Ist jetzt immerhin schon ein Jahr, ne? Letztes Jahr ging es definitiv nicht nach dem Leistungsprinzip. Dieses Jahr ist ein Tacken besser, finde ich, ja. Aber immer noch nicht so ganz so, ne? Immer noch so zögerlich. Aber nochmal, das liegt auch daran, Tuchel ist so gerne Fußballer ab 25, so im guten Fußballalter. Keine Ahnung. Man hat nicht so den Eindruck, dass Tuchel unbedingt die Spieler entwickeln möchte. Warum? I don't know, ich weiß nicht. Vielleicht täuscht man sich da auch und keine Ahnung, er straft uns Lügen in der Rückrunde. Sagen wir es so, wir haben ja nur noch ein Spiel jetzt. Man sieht einfach, wenn der Sechser auf der Position ist, kann er auch nach hinten Lücken schließen. Ja, kann er. Auch nach außen hin. Ja. Muss sich aber nicht über einen Schiri aufregen, wenn man einen Tuchel hat. Aber wir hatten doch nichts zum Aufregen, oder? Im Spiel hatten wir doch jetzt diesmal nichts zum Aufregen. War doch alles gut. Und es hat auch immer gefruchtet, habe ich ja auch schon gesagt im Video, dass ein Tuchel sich mal an den Gegner orientiert hat. Was sonst eigentlich immer schlecht war, war gegen Stuttgart mal ganz gut. Guerrero Pavlovic haben auch voll Einsatz mit Ball weggrätschen gezeigt und können sich dann sofort drehen und das Spiel dann auch vorne mit schnell machen. Ja, das hast du ja beim Pavlovic auch schon gesehen. Erste Halbzeit, ich glaube so 20. Minute rum oder was, wo er dann angespielt wird, einfach mal eine Körpertäuschung macht und dann 2 Stuttgarter da ins Leere laufen lässt und hat den Raum vor sich. So, das ist nochmal, das ist ja auch nicht böse gemeint gegen King Josh. Das kann er halt einfach nicht. Das ist nicht seine Spielweise. Er hat andere Qualitäten. Deswegen ist er einfach kein defensiver Sechser. Aber das haben wir ja schon so oft diskutiert. Halt. Stell ihn mal auf Veracht, das würde ich mir gerne angucken. Ansonsten, wir brauchen einen guten Rechtsverteidiger. Stell ihn als Rechtsverteidiger und Feierabend, Alter. Punkt. Kann nicht rumdiskutieren. Und ob da ein Pavlovic auf der 6 spielt oder ob es ein Leimer ist, ein Guerrero ist oder
Selbst ein Goretzka ist doch Wurst, Alter. Ja? Alles bringt mehr Ruhe rein. Guck mal, gegen Dortmund war es Goretzka, Leimer. Was viel, viel stärker war in der Mitte, und jetzt gegen Stuttgart waren es nochmal 2 andere. Also wir haben 4 Spieler, die das anscheinend hinkriegen, dass dann da das Zentrum Ruhe drin herrscht. Ja, und trotzdem spielt King Josh da immer, weil, keine Ahnung, er die rote Kappe aufhat oder sowas. Wild. Defensives Mittelfeld, Weltklasse. Ja, gut, Weltklasse ist immer so ein Begriff, aber es war schon gut, ja. Kimmich muss sich Pavlovic nicht angucken, der Trainer muss reagieren, aber will es nicht. Ja, das stimmt. Also, aber nochmal, schreibt's mir gerne rein hier. Was sind eure Takes? Was sind eure... Ich weiß es nicht, warum Kimmich immer auf der Position spielt. Stell ihn doch mal auf die 8 oder stell ihn mal als Rechtsverteidiger, dann ist doch gut. Ne? Kann ich dir gar nicht sagen, Kevin, ob man die Show gesehen hat. Ich habe ein bisschen auf Social Media gesehen, da die Mara mir was geschickt hat. Ansonsten war bei mir nach Abpfiff Fernseher aus und Talk aufnehmen. Ja, aber warum belohnt man das als Trainer nicht? Sorry, da muss einmal einer mit dem reden. Bitte, Freund, Sie sind gefordert. Ich glaube schon, dass der da langsam auch ein bisschen einwirken wird. Weil es soll ja unsere neue Ausrichtung sein, weißt du? Da glaube ich schon, dass da ein bisschen was... Aber was willst du machen? Du kannst ja nicht zum Trainer gehen und sagen, jetzt stell den mal dahin und stell mal den Kimmich woanders hin. Dafür ist er ja Trainer, er hat die Verantwortung. Ne? Wie seid ihr zufrieden mit Lazio als Achtelfinale los? Ich denke, das kann man prickeln. Das kann ganz prickelnd werden. Ich denke, das ist nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht, dass man es groß unterschätzt. So wie Dortmund mit Eindhoven oder sowas. Ich glaube, es ist schon ein ganz gutes Los für uns. Ich glaube schon. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie stark Lazio diese Saison ist. Müsste ich mal in eine Tabelle reinluschern oder sowas. Aber ich denke, ist schon ein cooles Los für uns. Ich glaube schon. Wie gesagt, du wirst einen Fokus haben, weil es einfach Rom ist. Rom hat immer so eine Anziehung, weißt du, das wirst du nicht auf eine leichte Schulter nehmen. Das ist schon gut. Und ist jetzt nicht der Übergegner. Ja, also von daher, denke ich, passt das. Das Schlimmste an der Tourepika war einfach die Frage zu Pavlo. Der Hirsch auf dem Podium kann nicht einfach mal einen Jungen loben. Nee, fand ich halt auch. Das hat mich auch zu Weißgut getrieben, ne? Dieses Jahr, wir müssen jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. Also. Ich weiß auch nicht, wie man als Trainer so ignorant sein kann und einfach guckt so, ja, die haben noch wenig Erfahrung, die sind jung, die ignoriere ich. Ich verstehe es nicht, Alter. Das geht in meinen Kopf nicht rein. Also, ganz wild. Dortmunder Heuen schon rum, weil Guerrero 12 Kilometer gelaufen ist. Das hat er bei Dortmund wohl nie gemacht. Keine Ahnung, was er bei Dortmund gemacht hat, ist mir Wurst. Jetzt hat man gesehen, was ein gutes defensives Mittelfeld und ein feiner Fuß das Bayern-Spiel bringen kann. Ja, man gesehen. Ja, das Schützen ist auch, das fühle ich in der heutigen Zeit auch nicht mehr. Ja. Wir haben die Top 5, 8 von 12 Punkten geholt. Ich denke, das ist okay für die Hinrunde. Ja, wir können schon zufrieden sein mit der Hinrunde. So ergebnistechnisch auf jeden Fall. 5 von 8 oder 8 von 12 Punkten gegen die Top 5 spielt am Ende keine Rolle. Wenn du gegen die Top 5 alle Spiele gewinnst und verlierst gegen die letzten 5, bist du auch kein Meister. Also, das spielt am Ende der Peitsche keine Rolle. Fahne hochgehalten. Ja, das ist ja lange hochgehalten für Kimmich. Ja, Union steht noch an. Aber Union hat ja auch einen Dämpfer gekriegt gegen den VfL. Aber die haben natürlich dann eine Vorbereitung und so wird man sehen. Also, keine Ahnung. Das Schöne ist doch, wir haben auf jeden Fall, haben wir jetzt einen Zweikampf, ja. Und das wird, glaube ich, bis zum letzten Spieltag spannend bleiben, ne? Das ist so das Schöne dieses Jahr. Und nicht nur um eine Meisterschaft, vielleicht rückt auch Leipzig nochmal ran, wer weiß. Ich denke auch um die Champions League Plätze wird spannend bleiben. Es sei denn, Stuttgart bricht irgendwie komplett ein. Wird man halt sehen, wenn sie den Stürmer vielleicht verlieren in der Winterpause. Ja, wird man sehen. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Oben wie unten.
Also da kann sich die Bundesliga dieses Jahr nicht beschweren. Das junge Spieler ein Auf und Ab haben im Laufe einer Saison ist völlig normal. Der kommt wieder, da bin ich sicher. Man müsste halt wirklich regelmäßig das Training sehen und das wirklich einschätzen können. Klar, junge Spieler haben immer Auf und Abs. Das ist ja auch okay so. Ne? Das wird auch ein Grund sein, warum Tuchel halt nicht so auf junge Spieler setzt. Ne? Weil das weiß man halt. Wenn du junge Spieler hast oder junge Spieler verpflichtest, da musst du damit leben, dass die Leistungsschwankungen haben. Den kannst du auch gar nicht einen großen Vorwurf machen. Ne? Und denke schon, dass das dann auch so ein Aspekt beim Tuchel ist. Er ist beim Top-Verein und da will er halt nicht diese schwankenden Leistungen haben. Ja, wenn du dann aber so einen Auftritt von Pavlovic siehst, egal welchen Auftritt du nimmst dieses Jahr, und siehst dann die schwankenden Auftritte von King Josh, dann ist das Argument leider komplett entkräftet. Ne? Ein Flick, der Pavlovic kretzt sich ganz gut. Der hat die jungen Spieler zumindest gefördert gegen das Tuchel. Ich glaube, der Flick würde niemals einen Pavlovic aufstellen, wenn Kimmich im Team ist. Niemals. Weil Flick ist gerade Flick ist einer, der komplett auf die Teamchemie geht, der es allen recht machen möchte. Und ja, das ist auch so ein Ding beim Tuchel gerade. So, wenn du darauf kacken würdest, wenn du die Eier hättest, würdest du sagen, hier, bam, der spielt, ist mir egal, ob du Kimmich heißt, ob du Koman heißt, ob du was weiß ich wer heißt. So. Aber das passiert halt nicht. Gut, dass Kimmich, Goretzka, Sané und Co. immer konstant sind, ist doch echt Blödsinn. Ja, ist es auch. Sané ist einigermaßen konstant die Saison, auf jeden Fall. Aber gerade ein Kimmich und Goretzka, Alter, sind komplett. Goretzka hat sich auch ein bisschen stabilisiert auf jeden Fall, aber ein Kimmich, ich kann mich an 3 gute Spiele erinnern. 3 miserable oder 4 miserable und der Rest war schon so auf und ab im ganzen Spiel, ne? Also, da müssen wir nicht über konstant reden, Alter. Und das seit Monaten. Wenn wir das letzte Jahr mal dabei nehmen mit Kimmich und Goretzka, dann wird's ja ganz dunkel, Alter. Das brauchen wir gar nicht erst aufmachen, das Fass. Bitte nicht mehr vom Flick reden. Gehe ich mit, ey. Ja, wir müssen ja auch kein Ausbildungsverein werden. Das ist ja auch Schwachsinn, Alter. Wer redet denn von Ausbildungsverein? Ein Ausbildungsverein ist für mich ein Verein, der Spieler hochzieht und verkauft. Das ist ein Ausbildungsverein. Aber wenn du in deiner Mannschaft einen Müller oder wie es damals war, Müller, Alaba, Bad Stuber, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, das sind alles Eigengewächse gewesen, Alter. Und gerade mit diesen Spielern haben wir doch die Champions League gewonnen. Ja? Und nicht mit einem irgendeinem zusammengekauften Kackhaufen. Guck dir Paris an, guck dir Manchester City an, wie lange das gedauert hat und so weiter und so fort. Ja? Gerade das macht doch den Unterschied aus, dass du Spieler in deinen Reihen hast, die wirklich für den Verein leben, Alter. Die das wirklich fühlen. So, das ist doch der große. Wenn das dann noch die entscheidenden Spieler sind, so wie es ein Lahm war oder ein Schweini war auf der Posi, das ist doch was dich dann stark macht. Hat ja nichts mit Ausbildungsverein zu tun. Also wir haben ja immer Spieler aus den eigenen Reihen gehabt. So, nur die Ära geht jetzt zu Ende. Ja, die letzten sind am Auslaufen. Und wir haben in dieser Zwischenzeit keinen Trainer gehabt, der halt die Eier hatte zu sagen, komm, ich riskier's mal. So, es ist doch nicht, dass die jungen Spieler keine Qualität haben. Es ist halt einfach, wie du schon sagst, es herrscht ein gewisser Druck beim FC Bayern, ja. Und deswegen machen die Trainer das einfach nicht. Wie gestern hat mich an Prime Real erinnert. Nicht zu viel Ballbesitz, der Gegner auch mal machen lassen, aber effektiver Ballbesitz. Ja. Ja. Wir haben endlich mal kein langweiliges Spiel gesehen von unserer Mannschaft. Das ist ja auch, was ich sagte. Also nochmal. Du kannst auf dem Ballbesitz ja, kannst du dann auch, ja. Das ist der Ballbesitz, wenn du mit dem bisschen Ballbesitz, den wir hatten, obwohl es mir gar nicht so wenig vorkam, wenn ich ehrlich bin, auf den 90 Minuten, wie es dann am Ende war. Wenn wir Ballbesitz hatten, war es super ansehnlich, super gefährlich. Hat Spaß gemacht zuzuschauen. Ja.
Kimmich und Goretzka laufen mir zu wild auf allen möglichen Halbpositionen rum. Da gefällt mir das Positionsspiel und Harmonie bei Guerrero und Pavlovic um Weiten besser. Ja, die haben es auf jeden Fall besser umgesetzt. Ne? Aber das war ja schon bei Leimer und Goretzka so in Dortmund auch. Also. Das Schilderstuch ist wirklich, ja, das sah aus, als wäre er gerade, ne? Wild. Schweigen wir zu dem Schild aus der Mütze. Gestern gab es nichts zum Aufregen außer der Fahrt. Ja. Gehe ich komplett mit dir? Ich habe auch nichts gehabt, wo ich mich aufgeregt habe. Außer über diese Fahrgeschichte, dass, ja, wenn dann so ein ganzes Spiel abschalten, dann ist gut. Gestern hat man aber auch die echte Qualität der Innenverteidiger gesehen, dass die nichts ausbügeln mussten, wenn Kimmich die. Ja, ganz genau. Das ist ja auch was ich. Ja, ist ja nicht nur Kimmich dann, ne? Dann stehen ja dann überall Lücken. Das ist ja das immer. Wäre okay, wenn Kimmich seine Position verlässt, um woanders eine Lücke zu schließen. Aber bei Kimmich ist es ja immer der Fall, er tingelt irgendwo vorne rum, wird sowieso überspielt, weil er viel zu lahmarschig ist, um nach hinten zu kommen. Und im defensiven Zweikampf kommt er sowieso nicht mehr hin. Wenn er in der Rückwärtsbewegung ist, kannst du halt komplett vergessen. Ne? Und dadurch entsteht da schon eine Lücke. Dadurch hast du keinen Sechser, der vielleicht außen aushelfen kann, damit die Innenverteidiger gar nicht erst nach außen ausrücken müssen. Ja, das ist ja, was ich im Video aussagte. Du hast einfach mal gesehen, wenn die sich mal um ihre Aufgaben kümmern können, die sie auch wirklich haben. So, was hast du von den Stuttgarter Stürmern gesehen? Alter, gar nichts. Ne? Und die sind beide auch 26 Tore schwer. Zusammen. Also. Und die haben nicht einen Stich gesehen. Da war nicht eine gefährliche Torchance. Das vergisst man halt immer, wenn man so auf dem Opa oder auf dem Minjay oder egal auf wen da so ein bisschen rumhackt. Ne? Klar machen die am Ende von der Kette dann den Fehler oder sind überfordert. Aber man muss schon das große Ganze sehen. Ne? Aber es war ja gegen Dortmund schon ähnlich. Ne? Gebe ich auf 6 mal das ganze Team schlechter, aber auf der 8 wäre er, glaube ich, unglaublich mit einem 6er hinter sich. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, habe ich ja schon öfter gesagt. Ich sehe den Kimmich halt als Rechtsverteidiger. Aber ich würde ihn gerne mal sehen auf der 8 über 3-4 Spiele. Dann kann man das mal ein bisschen beurteilen, ne? Weil ich denke, auch als Achtler musst du schon spielerisch ein bisschen was können. Ne? Solltest du schon in der Lage sein, auch mal einen Gegner ins Leere laufen zu lassen, etc. Das ist alles, was in Kimmich so ein bisschen abgeht, leider. Die Italiener, Spanier, Portugiesen sehen uns bei 80-20, 90-10 weiter gegen Lazio. Ja. Will der klare Favorit sind gegen Lazio, steht ja außer Frage. Ja. Aber wie gesagt, es ist kein Gegner, glaube ich, den wir unbedingt unterschätzen würden. Es ist schon gut, dass da Lazio rumsteht und nicht PSV Eindhoven zum Beispiel. Obwohl ich glaube, dass es auch nicht leichter oder schwerer ist. PSV. Für Dortmund. Bin so froh, dass Sir Harry bei uns spielt. Vor dem Tor ein Killer. Super Pässe aus dem Mittelfeld in die Spitze, Anführer und außerhalb des Platzes ein Gentleman. Ein rundum sorglos Paket. Außerdem spielt mit ihm Leroy nahezu auf konstant hohem Level. Ja, wir müssten einfach Harry Kane 3-4 Mal klonen, dann wäre alles gut. Hoffe, es wird ein Sechser verpflichtet, ein linker Verteidiger und Innenverteidiger. Ich denke eher ein rechter Verteidiger. Aber ich denke, ja, die 3 Spieler werden auf jeden Fall verpflichtet werden. Ich denke sogar, dass wir 4, 5 Zugänge haben werden. Wahrscheinlich nochmal 1, 2 irgendwie ausgeliehen oder sowas. Kann ich mir aber schon sehr gut vorstellen. Kimmich hat gute lange Bälle und Chipbälle, das war's aber auch schon. Wird er gepresst oder angelaufen, ist finito bei ihm. Ja, Kimmich hat schon ein bisschen mehr auch, ja. Er hat ja auch mal einen ganz guten Freistoß oder so, wenn er einen guten Tag hat und so weiter. Er hat auch ein gutes Auge, wenn er will. Aber wo ich dir zustimme, ist auf jeden Fall, wenn er gepresst wird oder angelaufen wird, ist Ende. Ja. So, und deswegen, dann als Achter, ich glaube, da wird er halt noch mehr angelaufen und gepresst, wie auf der Sechserposition. Aber ich würde es gerne mal sehen, ja.
Vielleicht wird er uns eines Besseren belehren. Aber das Problem ist ja auch, er müsste dann ja auch mal die 8 dann spielen, so, weißt du? Und nicht dann wieder, ach ja, ich bin ja eigentlich doch ein Sechser, ich gehe jetzt doch noch mit auf die 6 und ach scheiße, jetzt siegen wir zurück, ich gebe doch noch den 9er nebenbei und so. Das ist ja so Kimmich sein großes Problem. Und dass irgendwie auch kein Trainer so die letzten Jahre in den Griff kriegt, Alter. Um einfach mal zu sagen, hier, das ist dein Raum, in dem bewegst du dich und keinen Schritt weiter. Ja. Wild. Ja, Dejan, bin ich bei dir. Dass es nicht Kimmich schuld ist, dass er auf der 6 spielt. Aber es ist Kimmich schuld, dass er daran gemessen wird und kritisiert wird. Weil er da unbedingt spielen möchte. Und dass er da spielt, bin ich bei dir. Daher hätte ein Tuchel schon längst sagen müssen, keine Ahnung, ich probiere da jemand anderen. Aber tut er halt nicht. Damit er den Sechser wahrscheinlich in der Winterpause kriegt, den er so haben möchte. Ja, eine Startelf-Garantie auf der 6 ist gut. Ah, der ist gut. Pavlovic soll aber jetzt immer in der Stadt aufstellen, der sie im Mittelfeld steht, meiner Meinung nach. Ja, ist natürlich jetzt schwer. So mitten in der Saison ist das immer schwer. Wie gesagt, ich hätte es mir zum Anfang der Saison gewünscht, dass man ihn da mit reinnimmt. Generell, dass wir 15, 16 Spieler mitnehmen, ja. Das war ja dann auch noch diese Aussage wieder vom Tuchel, die mich auch noch auf die Palme gebracht hat. Ja, jetzt muss die Spieler aufstellen, die keine Spielpraxis haben. Ja, warum haben die Spieler keine Spielpraxis? Weil wir eine Mannschaft haben, die aus 11 Spielern besteht. Und nur jemand mal ausgetauscht wird, wenn jemand krank ist oder gesperrt ist. Und das beim FC Bayern. Und das argumentiert man dann immer damit, ja, wir haben keine Qualität im Kader. Also wir haben alle Müller, Pavlovic und Guerrero gesehen. Also wenn wir davon keiner Qualität reden, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ne? Und das ist, was jeder Trainer bei uns eigentlich immer hingekriegt hat, dass er 15, 16 Spieler mitgenommen hat. Ne? Dass sie alle die gleich viele Spielzeit. Ja, es gab immer eine Achse, 3, 4 Spieler, die immer gespielt haben. Und der Rest wurde halt mal ein bisschen durchgetauscht. Und das gibt's unterm Tuchel nicht. Tuchel ist 11 Spieler, bam, die spielen, ist mir egal. Belastung, bla, Sülz. Oh, super nervig. Ich finde es auch Quatsch, dass Sané gerade die ganze Zeit auf links spielt. Finde ihn rechts deutlich besser. Also unter Nagelsmann war er halb links auf jeden Fall stärker wie rechts. Das kommt darauf an, wie du spielen möchtest. So eher mit Flanken spielen willst oder eher, dass er reinziehen kann oder sowas. Würde ich gar nicht jetzt so groß bewerten. Das hängt ein bisschen davon ab, wie gespielt werden soll, denke ich. Ich hoffe, dass es nicht wie das Dortmund-Spiel ist, wo sich auf Lorbeeren ausruhen. Das glaube ich nicht. Also wenn Kimmich jetzt spielt, ist er ja wieder in der Bringschuld. Sonst kriegt er ja nochmal richtig auf die Fresse vor der Winterpause. Ja, wenn jetzt wird natürlich dann die Leistung mit den Spielern verglichen, die gespielt haben. Vielleicht haben sie aber auch noch beide noch Hüster kennen, dann sind sie ja eh noch raus. Also mal abwarten. Lazio ist Schrott, 11. Platz. Ja, gut. Mal abwarten, ne? Mal abwarten. Man steht auf jeden Fall nicht umsonst im Achtelfinale der Champions League, denke ich. Gerard Berger, servus. Moin Moin, da wurde Jude Tuchel jetzt zu seinem Glück gegen Stuttgart gezwungen. Was hat der Pavlovic für ein Spiel gemacht? Und Minje war auch stark. Ja, wurde er. PSW ist die einzige Mannschaft, die nur Siege in der Liga hat. Ja gut, holländische Liga ist jetzt immer noch ein bisschen was anderes. Aber PSW ist auch stark, auf jeden Fall. Bin ich bei dir. 16 Siege am Stück, 55 zu 6 Tore und ist deutlich stärker als Lazio. Ich finde, dass Tuchel junge Spieler richtig demotiviert. Du bringst echt gute Leistung, bist mega stolz und dann hörst du, dass der Trainer sowas über dich sagt. Er kann sowas ja sagen, wie er es gesagt hat in der PK. Wenn er dann im nächsten Spiel wieder eine Halbzeit kriegt oder so, dann gehe ich ja mit dem Argument, dass er ihn nur schützen wollte. Ja. Aber es ist ja wie gegen Dortmund. Die 30 Minuten waren richtig stark von Pavlovic und ja. Kimmich und Goretzka spielen halt einfach immer. Punkt.
Du hast gestern den perfekten Titel zum Glück gezwungen. Ja, danke, Gerard. Ah. Ich finde, dass die jungen Spieler zu früh gehypt werden, besonders so Sprüche, das ist der nächste Messi oder so ein Mist, dass die jungen Leute sich erstmal in ihre Persönlichkeit entwickeln. Das kommt leider viel zu kurz in der Ausbildung. Ja, ich bin beide, dass Spieler zu schnell gehypt, aber auch zu schnell kritisiert werden. Ja, aber du musst junge Spieler halt dann auch mal die Chance geben, sich zu entwickeln. Ne? Sehe schon, wenn da eine Person mit etwas Empathie arbeiten würde, wäre der Kader deutlich besser zusammengeschweißt. Ja, ist halt schwierig zu beurteilen, so aus der Ferne, woran das hapert so ein bisschen, ne? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, so wenn Kimmich nicht auf dem Feld stand, hatte man das Gefühl, dass es mehr eine Mannschaft da ist, warum auch immer. Ich will das gar nicht am Kimmich festmachen, vielleicht kann er da gar nichts für. Vielleicht einfach so seine Art, wie er Fußball interpretiert oder was, ich weiß es nicht. Ist einfach nur ein bisschen auffällig halt. Wenn es am besten, wenn wir die Champions League gewinnen, aber jemand anderes Meister wird, dann würde die Bulli international an Ansehen gewinnen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob wir da mehr an Ansehen gewinnen würden. Keine Ahnung. Weiß nicht, ob das international unbedingt so. Erst recht, wenn da Bayern nur für Leverkusen steht, Alter. I don't know. Ach, herrlich. Ich sehe da unten schon den Kommentar, den lesen wir gleich vor. Teller gestern dem Jungen aus der Kurve einen Ball geschenkt, war schon herzerwärmend. Tell, wirklich ein super Typ, wird auf jeden Fall der nächste Name auf dem Trikot, hab schon dieses Jahr gezögert. Ja, ist ein guter Typ und er ist halt auch, das ist, beim Tell hast du so das Gefühl, dass er halt, ja, in München lebt, ne, obwohl er nicht bei uns aus der Jugend kommt, so. Deswegen macht ihn das so sympathisch auch. Ja, natürlich ist der Pavlovic ein Talent. Und wie gesagt, wenn wir einen Sechser verpflichten, es wäre halt schön, wenn Tuchel mal 15, 16 Spieler mitnehmen würde und nicht nur immer 11 Spieler, die spielen. Also ich würde schon fühlen, wenn so ein Pavlovic dann gegen schwächeren Gegner oder so ruhig mal seine Chancen bekommt. Oder dann auch mal 30 Minuten oder sowas. Ja, wir reden immer von der Belastung. Ach, die Belastung ist so wahnsinnig schwierig. Und trotzdem spielen immer die 11 gleichen Spieler. Das ist immer ein bisschen schade. Müller hat gestern im Interview gesagt, dass momentan einfach das Umschaltspiel die Stärke ist und nicht das dominante Spiel. Ja, weiß ich nicht. Wir haben halt keine Ideen gegen Gegner, der tief steht mit 2 Ketten hinten drin. So, da hast du kein Umschaltspiel. Aber da muss ja trotzdem Lösungen haben. Ne? Und die fehlen uns, das stimmt, ja. Erst recht, wo Musiala nicht da war. Fehlen uns die Lösungen. Der aktuelle Stil Konter liegt auch ein bisschen an Kane. Weiß ich gar nicht. Also Kane ist ja jetzt nicht so der Konterspieler. Da ist er viel zu langsam für. Er setzt die schnellen Außen dann ein, ja. Das kann er perfekt. Da gehe ich mit dir. Nee, der Pep ist doch jetzt dran, oder nicht? Ich habe gelesen, Pep ist jetzt an Kimmich dran. Beim Pavlovic hat er die Fehler aufgezählt, wann hat er das beim Kimmich zuletzt gemacht? Ja, weiß ich auch nicht. Das fand ich auch schwierig. Ich hab die Fehler auch gar nicht so wahrgenommen. Ja, er hatte einen Fehler in der Anfangsphase. Ne, Pavlovic hat den Ball leichtfertig verloren, hat ihn dann aber auch selber zurückgeholt. Weiß ich auch nicht, warum der Tuchel das gemacht hat. Ich sage ja, der Tuchel sucht immer, egal, wenn ein junger Spieler eine gute Leistung bringt, nimm den Tell. Der hat die ersten Spiele so hardcore performt. Er sucht immer Argumente dann, um gleich wieder zu intervenieren. Ja, alles gut. Sie kann da mal eine gute Leistung erwarten. Aber da wollen wir, nein, den können doch jetzt keinen etablierten. Der ist gerade mal 17, der ist gerade mal 18, ach, der ist gerade 19. Da können wir doch keinen etablierten Spieler für rausnehmen. Das geht doch nicht. So, also. Geht mir der Föhn hoch, ey. Das verstehe ich halt nicht. Das ist schade.
Es ist auch unnötig, ne? Warum braucht man im Mittelfeld einen gesättigten Kimmich, der seit Monaten schwach spielt, wenn man einen jungen, hungrigen Pavlovic hat, der sich den Arsch aufreißt? Kimmich muss auf die FV-Position. Ja, würde ich mitgehen. Lahm, Alaba wurden alle ausgeliehen, die sind nicht von der Jugend direkt in die erste. Also Leute, jetzt mal im Ernst. Ah, ja. Also Müller wurde nicht ausgeliehen, Badstuber wurde nicht ausgeliehen, ein Schweinsteiger wurde nicht ausgeliehen. Ja, ein Philipp Lahm war ein Jahr bei Stuttgart, ja, ein Alaba war ein Jahr bei Hoffenheim. What the hell? Ja. Die waren halt noch nicht auf dem Niveau, dass sie bei uns sich durchsetzen konnten. Alles gut. Ist doch auch okay. Ja. Aber alles, was wir bisher gesehen haben von Pavlovic, zeigt doch nicht, dass er sich bei uns nicht durchsetzen könnte. Das ist ja eher genau das Gegenteil. So. Warum sollte man den Spieler verleihen? Verstehe ich halt nicht. Simon, erstmal danke für 5 Schweizer Franken. Kimmich ist sicher der beste Spieler der Welt im Jahr 2023. Ja, gut, dass du einen Kappa dahinter gemacht hast. Ja. Wir werden auch auf keinen Nenner mehr kommen, leider. Auf einer Seite lobt der Tuchel die jungen Spieler, die top sind, so wie er es auch mit dem Tell gemacht hat und lasst ihn danach auf der Bank versauen. Ja. Ja gut, die jungen Spieler, die können ja auch keine Ansprüche stellen. Ja. So ist es doch. Du kannst ja jetzt nicht sagen, so, ich habe jetzt ein gutes Spiel gemacht oder wie der Tell, ich habe jetzt 4 gute Kurzeinsätze gehabt, so, jetzt stelle ich irgendwelche Ansprüche oder bin pissig, dass ich nicht spiele oder so. Das machen die ja nicht. Warum auch? Ja, haben sie ja gar kein Recht zu. So. Und warum, ich denke, Tuchel denkt sich so, warum soll ich mir jetzt ein Fass aufmachen mit dem Kimmich, wenn wir Kimmich als Beispiel nehmen und soll jetzt sagen, weißt du was, Josh, geh doch mal auf die rechte Verteidigerposition oder geh doch mal auf die Bank. Ich bringe jetzt mal einen Pavlovic oder ich stelle da jetzt mal einen Guerrero hin oder sonst was. So, ich glaube, Tuchel ist so die Teamchemie da irgendwie, was so in der Kabine ist, wichtiger oder sowas. Also anders kann ich mir das nicht erklären. So, und jetzt redet ja auch keiner davon, so, du sollst jetzt den Pavlovic zum Stammspieler machen oder sonst was. So. Jetzt so von heute auf jetzt, so innerhalb der Saison und sowas, ist ja Schwachsinn. Darum geht's ja gar nicht. Aber immer diese Aussagen, ja, ich habe keine Alternativen und wir sind zu schwach besetzt und ja, wenn ich die Leute dann bringe, haben die keine Spielpraxis. Alter, er ist doch der Trainer, er ist doch dafür verantwortlich, dass die Jungs Spielpraxis kriegen. So, was spricht denn dagegen, wenn wir gegen, was weiß ich, wen spielen, den Kimmich mal nach 60 Minuten auszuwechseln, Alter, wenn er wieder mal eine unterirdische Leistung bringt oder nach 45 Minuten? Wo ist denn das Problem? Aber das passiert ja auch nicht. Das passiert aber auch vorne nicht. Ein Coman zum Beispiel. Oder ein Sané. So, die spielen, scheißegal. So, und dann beschwere ich mich, ach scheiße, jetzt habe ich 3 verletzt, jetzt muss ich aber einen Müller bringen, jetzt muss ich aber einen Tell bringen. Und die haben gar keine Spielpraxis. Wie kommt das nur? Hoch. Ist ja wild. Warum haben wir keine dritte Mannschaft? Wild. Also das sind halt Aussagen, die passen halt vorne und hinten nicht zusammen, Alter. Da muss er sich auch ändern, sonst wird er bei uns nicht glücklich werden. Sonst wird das irgendwann so knallen, Alter, und dann ist gut. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Naja, Musiala ist ja bei uns auch gesetzt. Ist ja auch ein junger Spieler. So, der war aber halt auch schon etabliert, bevor ein Tuchel da war. Und dasselbe war beim Mbappé ja auch so, oder nicht? Da kannst du dann ja schlecht sagen, ach nee, der ist mir jetzt zu jung, den lasse ich jetzt draußen. Naja, zur Wahrheit gehört aber auch, dass alle kompakt waren und alle selbst Jamal defensiv gekämpft haben. Ja, na klar, habe ich ja auch gesagt. Die ganze Mannschaft stand eine Ecke tiefer und Jamal hat auch eher einen Achter gespielt wie ein Zehner. Natürlich gehört das dazu. Aber trotzdem ist es ja kein Einzelfall. Ne? Wenn es ein Einzelfall wäre, bräuchten wir gar nicht darüber reden oder die Fässer aufmachen. Das ist das ja. Für Levis Torrekord schon diese Saison, mich würde mal interessieren, ob Levi den Wechsel schon bereut hat.
Ich enthalte mich da. Ich habe so ein gewisses Karma, deswegen sage ich da nichts zu. Ich will den Heavy Kane da nicht irgendwie... Wenn, dann müsste ich Nein sagen, damit es klappt. Weißt du, so ein Ding halt. Und ob Levi seinen Wechsel bereut, ist mir am Ende des Tages scheißegal. So wie er von uns weggegangen ist, geht mir das am Arsch vorbei. Will das Dreieck Guerrero, Pavlovic und Musiala sehen. Was für eine Zentrale. Da müsste man halt mal auf Dauer sehen, ne? Hätte mir Guerrero schon so lange auf der 6 gewünscht. Ja, er hat auf jeden Fall defensiv gut mitgearbeitet, ne? Was man ja sonst, was ihm immer vorgeworfen wurde, hat er bei uns auf jeden Fall gemacht, also. Bitte keinen Sechser holen, dann sehen wir Pavlovic nie wieder. Ja. Genauso wird's kommen. Ja, es kommt immer auf die Tagesform an, ne? Bei der Champions League. Haben wir gegen Villarreal schmerzlich gesehen, oder? Bei mir ist alles super, Simon. Vielen lieben Dank. Ich hoffe bei dir auch. Bei mir ist alles gut. Schönes Spiel gesehen am Wochenende, nicht zu meckern. Meine Thesen, so die ich die Saison über rausgehauen habe, wurden alle bestätigt in dem Spiel. Also für mich konnte es nicht besser laufen. Also von daher alles gut. Hervor brauchen wir auch keinen, haben ja Kimmich. Also einen flexiblen IV und einen Außenoffensivspieler für die Pflaume Gnabry. Eigentlich brauchst du für die Pflaume Gnabry ja auch niemanden, weil du Müller hast. Und wie wir gesehen haben, kann Müller auch rechts außen spielen. Und er schon immer. Sonst haben wir halt immer gespielt so Attacke, Attacke, Attacke über außen. Und du musst mit 300 km/h hoch und runter rennen. Das spielen wir ja gar nicht mehr. Von daher kannst du einen Müller auch ruhig außen hinstellen. Und generell sollten ja vorne die 3, die da auf einer Linie sind, flexibel sein. Ne? Und das sind sie ja auch. Also, da brauchst du keinen holen für. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, wir werden Rechtsverteidiger verpflichten oder zumindest einen Innenverteidiger, der das auch spielen kann. Wobei es gut wäre, dass wir einen richtigen Rechtsverteidiger verpflichten, weil Mazraoui halt auch sehr schwankend war bisher. Ich glaube, da wäre mal Zeit, dass wir da mal eine Granate haben, aber das wird nicht in der Winterpause passieren. Ich gehe davon aus, dass wir einen Sechser verpflichten. Ich gehe davon aus, dass wir einen Innenverteidiger verpflichten. Und vielleicht noch einen, der nochmal so ein Hybrid ist, da hinten irgendwo. Irgendwas ausleihen oder sowas, denke ich mir schon vorstellen. Wird auf jeden Fall interessant werden, denke ich. Aber wenn man wirklich intern das Ziel hat, so, man möchte ins Champions League Finale, dann musst du auf jeden Fall Geld in die Hand nehmen. In der Winterpause, sonst wird das nichts. Weil halt ein Kimmich einfach gesetzt ist. Ob wir das wollen oder nicht, es ist halt einfach in Stein gemeißelt. Verstehe Tuchel ähnlich. Goretzka ist zweikampfstärker, ist sehr ruhig, hält seine Position und macht keine Fehler, wie zum Beispiel Kimmich, und spielt saubere, ungefährliche Pässe. Ja, habe ich ja auch gesagt, du hättest auch mal einen Goretzka auf die 6 ausprobieren können. Hat man ja auch nie gemacht. So, deswegen, wenn du siehst, Goretzka und Kimmich auf einer Linie, also als Doppel-6, dann sieht es meistens ganz gut aus, ne, weil Leon dann viel mit nach hinten arbeitet und definitiv defensiv den besseren Zweikampf hat. Sobald Goretzka weiter vorne steht und Kimmich der alleinige Sechser ist völliges Chaos. Ne? Also das kann er einfach nicht. Punkt. Das ist ja auch nicht bös gemeint. Alter. Nur er muss das selber mal einsehen. Ne? Bei Guerrero und Pavlovic habe ich sogar zeitweise an Schweinsteiger und Martinez gedacht. Oh, ne, da bin ich noch ganz weit von weg. Also Schweini und auch Javi, Alter. Nee. Nee. Kann ich nicht mitgehen, leider. Man hätte gestern auch früher auswechseln können, im Wissen, dass wir am Mittwoch wieder spielen. Nach dem 3. Tor war das Ding gelaufen. Ja, aber wen hättest du auswechseln sollen? Waren doch alle gut. Wie gesagt, Belastung spielt doch keine Rolle bei uns. Tuchel doch gesagt. War schon okay, denke ich.
Also wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte mir 30 Minuten in Choupo da geben müssen, dann hätte ich auch wieder, da hätte ich wahrscheinlich wieder ein Thema gehabt, worüber ich mich hätte aufregen können. Also von daher war das schon gut, wie es war. Ey. Weiß jemand, wie lange Josh krankgeschrieben ist? Mittwoch ist ja bald und Papi sagte, die sind ja nicht krankgeschrieben. Ist ja nicht so wie bei uns, Alter. Da wird jeden Tag nachgefragt, wie sieht's aus? Oder die kommen da hin und dann wird kontrolliert, wie sieht's aus? Wie sind die Werte? Wie sind die Blutwerte? Wie sind die Entzündungswerte? Und dann wird gesagt, ja oder nein. Es geht oder nicht. GB, da ist er. GB, was ist los jetzt? Musst du dich hier erstmal äußern jetzt. Wir haben gerade schon philosophiert. Flitzen haben wir nicht gesehen. Dann in der Stuttgart-Kupe, was im Bayern-Block, was ist Phase? Wir brauchen Antworten. Man darf trotz der starken Leistung gestern dennoch nicht vergessen, dass wir gestern viel tiefer standen und über längere Zeit nicht so hoch gestanden sind. Ja, das vergessen wir ja auch nicht, Azrael. Also ich zumindest nicht. No. Das Alter juckt nicht, es gibt nur gute, schlechte Spieler. Ja, wie gesagt, ich glaube, bei Tuchel ist das so ein Erfahrungsding halt auch. Der immer so, weißt du? Ein junger Spieler hat ja noch nicht die Erfahrung in gewissen Situationen und sowas. Aber er muss ja spielen, um sie zu machen. Das ist halt wieder so eine Sache. Braucht dringend einen Innenverteidiger und einen Außenverteidiger im Winter. Ja, natürlich, weil der Außenverteidiger ist ja auch weg und der eine Innenverteidiger ist ja auch weg. Also die brauchen wir eh schon. Und dann brauchst du nochmal zusätzlich auf jeden Fall einen Innenverteidiger eigentlich. Ne? Und stehst ja wieder nur mit Zweien da. Ja, ich glaube auch, ne? Ich glaube auch, das ist so ein Ding. Leider Gottes beim Kimmich. Das ist halt die Lücke, dann versucht der Spieler die Lücke zu schließen von Kimmich. Dadurch ist dann wieder die Lücke da, die versucht dann wieder einen Innenverteidiger zu schließen. Dadurch ist dann der Innenverteidiger nicht mehr auf seiner Linie. Und dadurch entsteht das Chaos, Alter. Du brauchst, es ist ja egal, wir brauchen ja nicht über ein paar, nehmen Sechser, ist mir Wurst, Alter. Nehmen nur den Kimmich von der 6 weg. Soll er auf 8 gehen, da kann er nicht ganz so viel kaputt machen. Fertig. Da kann er dann auch mal vorne stehen bleiben, alles halb so wild. Aber auf der 6 musst du einfach deine scheiß Position halten, Alter. Und das machen, was ein Sechser machen muss. Punkt. Wenn Paulo jetzt so wie gestern spielt, brauchen wir keinen Sechser im Winter. Doch, brauchen wir, weil wir nicht sagen können, Kimmich, du spielst keinen Sechser mehr, das macht jetzt der Pavlovic. Deswegen brauchen wir einen Sechser. Ja, alle wollen auf einmal den Palinja haben. Ja, ist klar. Alle wollen den haben jetzt. Ja, kennen wir doch alles. Tell hat gestern haarsträubenden Ballverlust gehabt, das muss er noch abstellen. Ja, Tell, die letzten Einsätze waren eh nicht mehr so. Aber auch verständlich, Alter. Ne? Die ganze Zeit gute Spielemasse den Arsch aufreißt und bis dann wieder gnadenlos ignoriert. Ja, dann ist irgendwann halt auch so ein bisschen Resignation da. Ich habe schon immer gesagt, dass Ballbesitz Fußball nichts bringt. Das kannst du tun, wenn du mit 3:0 vorne bist. Und wenn du den Gegner nur noch laufen lässt. Ja, das haben wir dann auch getan gegen Stuttgart, ne? So die letzten 20 Minuten haben wir dann auch ein bisschen mehr den Ball gehabt, war ja alles gut. Ich bin da bei dir, Gerard, ne? So, das Problem ist halt, wenn du so Mannschaften hast wie Köln oder wie Kopenhagen, so die den Ball eigentlich gar nicht haben wollen, dann wird es halt schwierig, ne? André, Grüße. Kane ist unser Quarterback. Ja, Kane ist alles, Alter. Ich sag ja, lass den mal noch jetzt, lass den mal die erste Saison bei uns sein, ne? Wird er noch ein ganz anderes Standing haben, wird noch mehr Verantwortung haben und wird noch mehr Führungsmaschine sein, als er jetzt schon ist. Also sieht man ja auch von Spiel zu Spiel einfach, ne? Also, keine Ahnung, ich hätte nie damit gerechnet, wo der verpflichtet wurde, dass der wirklich so eine Maschine ist, Alter. Das ist wirklich krank, was der Typ alles kann. Aber unter uns Klosterschwester, die Bank gestern war schon arg dünne. Gegen Wolfsburg 3 Punkte holen und dann können wir uns zufrieden unterm Baum setzen. Ja, na klar war die arg dünne, wenn 3 Spieler ausfallen. Ist doch normal. Aber die Bank interessiert ja bei Tuchel eh nicht. Wir spielen ja nur mit 11 Spielern.
Dass er auch den Touchdown selber macht. Ich bin da auch für. Ich kann mir auch vorstellen, dass er ich glaube, nochmal, ich glaube, beim Kimmich ist halt einfach die Geschichte so, du hast, oder wie bei vielen Spielern in dieser Mannschaft, du hast 6 Titel gewonnen, Alter, du hast alles erreicht, du warst der König vom Kiez und ja. Dann kommen da neue Trainer, die wollen dir irgendwas erzählen, so, du hast da keinen Bock drauf, du hast so mit deiner Spielweise alles erreicht, was du zu erreichen hattest und ja, das ist so ein Ding, ne? Und von den Motivationsproblemen mal ganz zu schweigen, die wir bei diesen satten Spielern einfach haben. Das sieht man an den schwankenden Leistungen einfach. Ne? Weil hat Kimmich gute Spiele gemacht nach Dortmund, weil er gesehen hat, oh scheiße, ich muss jetzt mal ein bisschen Gas geben, weil das ging ja ohne mich richtig gut. Ja? Das wird wahrscheinlich jetzt nach Stuttgart wieder genauso laufen. Und das war's dann auch. So. Das sind einfach Motivationen, das ist einfach Kopfsache. Und ich glaube, Kimmich wird einfach mal einen Standortwechsel gut tun, wo er mal wieder neue Ziele hat, ein neuer Verein. Ich glaube, das wird ihm schon gut tun. Und uns wird es erst recht gut tun. Ja? Dass einfach mal andere Spieler in die Verantwortung kommen. Das hat man ja auch gesehen. Gegen Dortmund hat man gegen Stuttgart jetzt gesehen, dass einfach mal andere Spieler die Verantwortung tragen müssen. Und sich nicht hinterm Kimmich verstecken können. Ja. Der ist gut. Die jungen Spieler machen es zu gut und er sucht das Haar in der Trainer ist Suppe. ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Im Platz. Platz. Legendär. Die jungen Spieler machen es zu gut und er sucht das Haar in der Suppe allein, um die etablierten Spieler meiner Meinung nach wieder zu etablieren. Der ist gut, der Satz. Fühl ich. Groß ein Jahr Leverkusen noch. Wegen mir soll er machen. Allgemein gesehen muss man beim jungen Spieler vorsichtig sein und ihn nicht zu stark belasten. Sogar ein Musiala war nach 3 Jahren Stammspieler. Ja, ich gehe mit dir, dass man das ein bisschen steuern muss, aber wir belasten die ja gar nicht. So, wir müssen ja nicht über irgendeine Belastung reden. Sowohl physisch wie psychisch, welche Belastung? Die Spieler spielen alle 10 Spiele mal, wenn einer aus der ersten 11 ausfällt. Ansonsten spielen die Jungs ja nicht. Also da gibt es keine Belastung. Mensch, GGB, haben wir uns gestern nicht getroffen. Ehrlich, Pfeifen. Ich habe mich mit der Nummer 32 aber weglässt, aber nicht der jetzige Sechser. Tja. Nein, er hat den ja auch nicht nur kritisiert, den Pavlovic, der Tuchel. Also das will ich ja auch gar nicht sagen. Ich habe mich ja nur an diese, ist ja auch okay, wenn er da, wenn er die Fehler da unterstreicht, fühle ich jetzt persönlich nicht. Ja, macht man ja bei so einem Kimmich auch nicht in der Pressekonferenz, sagt, ja hier bam, 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 bam. Aber diesen Satz so, wir müssen mal die Kirche im Dorf lassen, auf die Leistung von Pavlovic bezogen, fand ich dann eine Frechheit. Und das hat mich dann einfach aus der Haut fahren lassen, weil ich genau weiß, wie Tuchel das meint. Das ist wieder die Geschichte wie beim Tell. Also, nee, der ist 19 Jahre, du müsst die Kirche im Dorf lassen. Also, der hat ja gar keine Ansprüche, der hat ja gar nichts zu stellen. Egal welche Leistung der bringt, der hat ja gar nichts hier irgendwie, ne? So, diese Geschichte, die fühle ich halt nicht. Und der andere Satz war ja auch legendär. Ja, ich habe der Mannschaft mitgegeben, dass sie als Mannschaft funktionieren muss. Ich dachte, was? Wie? Du musst der Mannschaft jetzt mitgeben, dass sie als Mannschaft funktionieren muss und als Mannschaft spielen muss im Mannschaftssport. Das musst du nicht, wenn die etablierten Spieler alle da sind, dann können die alle auf ihre Einzel-Ego-Geschichten abgehen und dann ist das egal, oder was? Also die Aussage habe ich auch nicht gefühlt. Die hat mich auch irritiert, ehrlicherweise. So, jetzt erstmal mein Teebeutel hier raus. Fressen. Wild. Was richtig aufgefallen ist, wie länger das Spiel dauerte, wie besser wurde ein Pavlovic.
Man war gespannt auf jede Ecke und das ist doch der Beweis, dass Spielzeit Unterschied macht. Ja, klar war der am Anfang ein bisschen nervös. Was ist denn los? Das ist ja sein Traum, Alter. Worden nach Münchner durch die Jugendmannschaften gegangen, ist doch klar, dass bei ihm das Herz pocht, Alter. Und da muss man dann auch mal Guerrero mal Lob mit ins Boot nehmen. Ich denke, auch Müller hat da viel zu beigetragen. Aber Guerrero auf dem Platz halt einfach, ne? So am Anfang. Hat ihn schon gut mitgenommen. Also das war schon echt gut. Allgemein gesehen lieber kurz Einsatzminuten und dafür ständig mit kleinen Pausen als einen jungen Spieler pro Spiel 90 Minuten belasten. Ja, aber selbst das findet ja auch nicht statt bei uns. Teller für seine jungen Jahre genug Spielpraxis bekommen. Nee, das sehe ich nicht so. Aber das ist ja auch okay. Kann ja jeder sehen, wie er möchte. Und ich fühle auch nicht, dass du einen jungen Spieler nicht belasten kannst. Also, aus welchem Grund nicht? Warum soll ich einen jungen Spieler nicht belasten können? Also. Genau, GB, jetzt wollen wir hier Tacheles hören. Warst du bei uns oder bei den Stuttgartern in der Kurve? Immer noch nicht geklärt. Naja, Musiala hat 3 Jahre gebraucht, um Stammspieler zu werden. Ja gut, er hat die Zeit aber auch gebraucht, weil Müller gut performt hat. So, Müller-Levi war halt einfach eine eingeschliffene Geschichte. Ja? Wenn du das jetzt vergleichst, wie ein Kimmich performt, diese Saison, letzte Saison, gibt es da mehr Argumente zu sagen, stell mal da wen anders hin. 0 Bits, hä? Wild, ne? Kannst den Glück auf halt für 0 Bits senden. Alaba hat Kreuzbandsriss, ja, habe ich auch gelesen. Okay, muss gar nicht den Rekord für Lever knacken, ich nehme auch das Siegtor im Champions League Finale. Ich bin sehr gespannt, ob der Weg dahin geht. Wenn ein paar Faktoren anders werden, kann ich es mir irgendwo vielleicht ein bisschen schön reden. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Es wird auf jeden Fall interessant werden. Das ist doch das Schöne auch. Ne? Wir haben keine Übermannschaft. Wir haben aber eine Mannschaft, wenn wir wollen. Also bei uns ist immer eine Wundertüte, jedes Spiel. So, du denkst gerade so, ach geil, jetzt sind wir voll im Flow, so, wir haben gute Spiele. Wir fahren nach Frankfurt, sind ausgeruht, haben richtig Power. Bam, kriegst du 5-1 auf die Fresse. Und bist wieder auf dem Boden der Tatsachen. Läuft, oder? Und dann machst du so ein gutes Spiel gegen Stuttgart. Also, bei uns ist alles drin im Moment. Was gut ist. Ah. Guten Hunger, Brix. Nach Bildinformationen hat Bayern mit Müller verlängert. Ja, habe ich auch schon gehört. Macht ja auch Sinn. Obwohl das eine spannende These aufstellt, aber gut, warten wir mal ab. Sind da Granaten frei oder gibt es überteuerte Lückenfüller? Das ist halt so die Sache, ne? Da woran Herr Freund dann gemessen wird. Bin auch sehr gespannt, was da passieren wird. War oberhalb der Süd in der Kurve, okay. Der mit den Gleitschirm. Alter, GB, das wäre aber eine Show gewesen. Dann wärst du auf dieser komischen Überkamera, die da hängt, wärst du dann geflogen, weißt du? Ah. Naja, gut, Gerard, das ist ja für die 6 Minuten, die Schuppo und Tell auf dem Platz waren. Naja. Ja, ganz genau. Wir haben gewartet und gewartet. Die sind extra alle vom Fernseher geblieben und nichts ist passiert, ey. Ja, ganz genau, Chico. Spielen zum Erfahrung machen, ja, aber auch die Belastung muss man im Auge behalten, weil Pavlovic auch bei zweiter Mannschaft spielt und darauf muss auch doch Rücksicht nehmen.
Ich glaube, das war letztens zum ersten Mal wieder, dass die beiden da gespielt haben. Davor haben beide nicht in der zweiten Mannschaft gespielt. Also ist zumindest mein Stand. Kannst mich gerne eines Besseren belehren, wenn dem so sein sollte. Aber so wie ich das verstanden hatte, hat Kretzig und Pavlovic haben die ganze Zeit nicht in der zweiten Mannschaft gespielt. Erst vor 2 Wochen oder so das erste Mal wieder. Wenn, dann natürlich hast du recht. Klar, du kannst nicht in der zweiten Mannschaft jedes Spiel 90 Minuten spielen und dann bei der Profis. Das geht nicht. Ja. Aber deswegen war das ja auch eigentlich nicht so. Kai, das liegt am Trainerstab. Wenn der nicht im Griff hat, seine PK, dann ist der Tuchel schneller weg ist, als man... nee. Guck mal, du musst das ja so sehen, ne? Ja, wir sind aus dem Pokal ausgeschieden. Aber was haben wir sonst zu meckern? Wir meckern ja immer auf einem sehr hohen Niveau. Ja. Gut, aktuell sind es 4 Punkte, weil wir ein Spiel weniger haben auf Leverkusen. Wir haben ein Spiel verloren, das war gegen Frankfurt. Das hat natürlich richtig geballert. Ansonsten vorher haben wir die Ergebnisse eingefahren. Dann haben wir einen guten Peak nach oben gesehen gegen Dortmund. Dann haben wir wieder 2 schlechte Spiele gesehen. Dann haben wir auch einen auf die Fresse gekriegt. Dann war es jetzt, geht es wieder nach oben. Ja, wir sind nicht ganz konstant so. Fußballerisch hakt es noch an vielen. Da sind wir uns alle einig. Aber ergebnistechnisch, so, womit willst du rechtfertigen, Tuchel zu entlassen? Also das Einzige, was ich sehe, womit man das rechtfertigen könnte, dass er sich weigert, junge Spieler zu integrieren. So, dann könnte man sagen, ja, das passt einfach nicht zur Vereinsphilosophie und gut ist. So, aber sportlich gesehen ist doch alles noch im Lot. Also, da gibt es gerade nicht viel zu meckern. Kane hatte Tag zuvor noch Fieber. Ja, ich habe es auch gelesen. Ich habe schon gezittert, Alter. Wenn der nicht dabei gewesen wäre, wäre wild geworden. Als Zelle im Floh war, hat man ihm nicht die Chance gegeben, mehr zu spielen. Was daraus entstand, sieht man im Moment. Der Floh ist weg und er hat Mühe, wieder auf dieses Level anzugehen. Ja, natürlich. Ja, ist doch klar. Ist doch aber auch normal. Ne? Das ist ganz normal. Pavlovic spielt auch in der zweiten Mannschaft, dadurch kann Tuchel ihn nicht immer einsetzen. Ja, da muss ich mich mal schlau machen. Inwieweit der da ständig spielt. Wenn dem so ist, naja, dann ist das natürlich so. Aber dann kann man ja auch einfach sagen, pass mal auf, ich möchte den Jungen hier in der ersten Mannschaft spielen lassen und gut ist. Also das sollte ja nicht das Problem sein. Weil wir spielen in der 4. Liga irgendwo und dümpeln im Mittelfeld rum, oder im oberen Drittel, mit einem riesigen Abstand zur Spitze, also. Na. Gute Spiele und Kimmich in einem Satz ist schon wild. Ja, ist leider wild die letzten Monate. Fand ich schon geil, wie ein paar Leute eine eigene Fanclub-Jacke hatten und eigene Banner, um das man hier wieder in den Raum zu werfen. Ja, da müsste ich erstmal Platz auf meiner Kutte machen, Alter. Da ist schon gar kein Platz mehr für einen eigenen Banner. Ja, Kevin, wir warten mal ab, was das neue Jahr so bringt, wa? Beim Stadion habe ich erst zu Hause gemerkt, dass Kimmich und Goretzka nicht gespielt haben. What the hell? Klaus. Da muss dir doch aufgefallen sein, wie sicher das im zentralen Mittelfeld war. Snavo. Ja, wie gesagt, also mir ist Pavlovic halt in der Vorbereitung aufgefallen. Da hat er schon super abgeklärt gespielt, immer diese Halbzeit, wo er spielen durfte. Da hat man auch schon gesehen, welches Füßchen er hat. Ja. Aber man hat ihn dann leider wieder ignoriert. Aber gut. Das ist halt bei uns so. Und jetzt stell dir mal vor, das wäre mal wirklich eine zusammenpassende Mannschaft. Harry Kane hätte jetzt schon 30 Tore, aber man kann ja hoffen, dass es besser wird mit der Truppe. Ja, wie gestern war es ja eine Mannschaft, ne? Also ich denke, gestern haben wir eine Mannschaft auf dem Feld gesehen. So, man hat auch gesehen, dass die Jungs heiß waren, so Minjay, wie er dann auch mal mitgegangen ist, so war schon gut, war gut. Aber Flick sagte doch, dass Kimmich auf ein Niveau mit Michael Jordan. Hör auf, Alter. Eieieiei. Ja, ich bewerte den Kimmich zu gut, ich weiß. Deswegen.
Perfekte Goals durch Kimmich-Ecken sind weltweit auf anderem Niveau. Aber Chico ist böse heute. Hast du gestern Leverkusen gesehen? Florian Wirtz Weltklasse. Den habe ich nicht gesehen. Ich habe Wirtz aber schon gegen Stuttgart gesehen. Das war schon gut. Das war wirklich gut. Was mir beim Wirtz gefällt, ist halt auch so, erste Halbzeit war ja nicht gut von Leverkusen, beziehungsweise Stuttgart war super stark, erste Halbzeit, ne? Und du hast gesehen, wie Wirtz halt angepisst war, ne? Wie ehrgeizig der halt ist. Aber dann auch nicht so Sané-mäßig, so mit hängen lassen oder dann so übermotiviert, ich muss jetzt alles machen wie Kimmich, sondern genauso das richtige Maß, Alter. Und zweite Halbzeit war der Bären stark, ey. Ist schon gut. Kennedy vielleicht schon 26 plus haben können, 3 bis 400 hat er versemmelt und 3 bis 4 Mal wurde er völlig frei nicht angespielt. Ja, gut, also, welcher Stürmer hat 100% Torquote, wa? Also, sollen wir auch mal am Boden bleiben. Also ich denke, 20 Tore nach 14 Spielen ist schon krank genug. Naja, brauchen wir nicht mit den tollen Michael Jordan-Vergleich kommen, Alter. Das war schon wild, ey. Da hat er den Kimmich auch keinen Gefallen getan. Kirche im Dorf lassen, 3 Euro ins Phrasenschwein. Ja, ich notiere das alles mit, GB. Zieh das dann ein. Wenn wir uns mal sehen im Stadion, hole ich das alles bei dir ab. Was du hier ins Phrasenschwein stecken musst. Ist ja schon wild. Andreas, servus. Endlich mal erwischt, ne? Korea hat unauffällig gespielt, als genau was ein Sechser sein muss. Ja, er hat viel ausgeholfen auch, ne? War auch viel auf dem Flügel, hat mitgeholfen. War schon echt stark, also. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Lazio Rom, wir sind die einzuschätzen. Ja, Italiener, ne? Werden hier schlecht geredet im Chat. Ich bin da ein bisschen... Ich glaube, es ist ein guter Gegner für uns. Vom Namen her nicht zu unterschätzen. Jetzt aber auch nicht super stark. Ich glaube, das passt schon. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie was auf die leichte Schulter nehmen. Hoffe ich zumindest. Beim englischen ESPN-Interview nach dem VfB-Spiel hatte der Reporter bei Kane schon angemerkt, dass die Bayern aktuell in England Favorit auf den Titel zählen. Du weißt doch, wir haben 1-5 gegen Frankfurt verloren, da wurden wir niedergeschrieben, auch international, auch zu Recht. Ja. Aber es ist halt es geht halt so schnell nach da und so schnell nach da. Machst du jetzt 2 schlechte Spiele, bist du gleich wieder, keine Ahnung, kommst du noch niemals im Achtelfinale weiter, machst du 3 gute Spiele, bist du gleich wieder Favorit auf sonst was. Ist halt immer wild. Einfach ohne Kimmich und Schuppo weiterspielen, alles wird mega. Auch ein böser Satz. Wir haben ja nur noch ein Spiel, von daher kann er dann erstmal alles runterfahren. Vielleicht kommt der Kimmich auch gestärkt aus der Winterpause, weiß man ja nicht. Also ich hätte ja nichts dagegen, wenn Kimmich wieder zu seiner Form findet, Alter. Ja, aber er ist trotzdem kein Sechser, das wird daran nichts ändern. Aber es wäre ja schön, wenn er wirklich mal wieder Form hätte auf einem guten Level. Wäre ja schon mal gut. Bin spät, musste gerade noch einen Arzt beibringen, wie mRNA wirklich funktioniert. Ich hoffe, du hast es ihm richtig beigebracht. Es gibt für mich nur 3 Favoriten auf den Champions League-Titel. City, Real und Bayern. Müsste ich mal reinschauen. Warte, ich habe mir das vorhin schon angeguckt. Wir können ja auch mal einen Blick reinwerfen eben. Was es denn für tolle Paarungen gibt. Ist denn da nicht so für UEFA oder was? Da, 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 da. Da, 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 da. Das sieht gut aus.
Ja, es gibt eine schönere Übersicht, aber ist so gut. Also, Porto Arsenal. Arsenal ist sehr stark diese Saison. Habe ich leider nichts von gesehen, keine Ahnung. Porto ist immer unangenehm. Schwer zu sagen, wie stark Arsenal ist, ob das schon reicht, so fürs Halbfinale oder was, Champions League. I don't know. SSC Neapel gegen Barcelona könnten interessante Spiele werden, denke ich. Barca zähle ich auf jeden Fall auch nicht zu den Favoriten. Napoli ist jetzt auch nicht so super stark in der Saison aktuell in Italien. Aber auch wenig von gesehen. Ne? Also Levi ist leider nicht mehr so die Maschine, die er mal war. Von daher sehe ich Barca auch nicht in ihrer Favoritenrolle. Paris, Real Sociedad, weiß ich nicht. Also Paris sehe ich auch nicht in irgendeiner Favoritenrolle. Inter Mailand hat natürlich gerade einen Lauf. Ist aber ein sehr schönes Duell gegen Atletico. Wahrscheinlich eher taktischer Zwang, taktische Geschichten. Also Inter Mailand sollte man nicht unterschätzen, denke ich. Ob die schon so weit sind, zu sagen, so, ja, Favorit, weiß ich nicht, aber könnte auf jeden Fall sehr, sehr weit kommen, denke ich. Dortmund spielt auch sehr stark in der Champions League, wenn auch in der Bundesliga scheiße. Eindhoven, ja, haben wir gerade schon gehabt. Super Statistik, Blasülz. Ist holländische Liga, Alter, da müssen wir auch immer mal, wie Tuchel so schön sagt, ne, die Kirche im Dorf lassen. Mal abwarten. Sehe ich jetzt auch keine als großen Favoriten. Ja, wir gegen Lazio. Bei uns ist so die Sache, wenn wir keinen Sechser verpflichten, sehe ich uns nicht in irgendeiner Favoritenrolle auf die Champions League. Sage ich euch ganz ehrlich. Was niemals so weit kommen wird, dass ein Kimmich nicht auf der 6 spielt, wenn er fit ist. So, und wenn das der Fall ist, werden uns starke Mannschaften zerlegen, weil du einen Kimmich ganz einfach aus dem Spiel nehmen kannst. Ja. Es sei denn, er kriegt auf einmal die Leistungsexplosion in der Rückrunde. I don't know. Aber ansonsten sehe ich uns nicht im Favoritenkreis. Sollten wir einen Sechser verpflichten, der funktioniert, der sich schnell ins Mannschaftsgefüge einbringt und so weiter. Ja, gehe ich mit, könnten wir dazugehören. Manchester City, ja, sollte klar sein. Obwohl das Ding auch noch nicht durch ist gegen Kopenhagen. Ja, wir haben gesehen, dass Kopenhagen ein abgewichster Gegner sein kann. Und Leipzig, Real Madrid muss auch erstmal gespielt werden. Da gibt es da überall klare Favoriten, aber es sind schon interessante Spiele, denke ich, ne? Und da ist jetzt auch nichts irgendwie ein Selbstläufer, würde ich sagen. Gut, wir gegen Lazio ist schon relativ eindeutig eigentlich. Aber wer weiß. Sind schon ein paar interessante Spiele drin, denke ich. Aber jetzt so Favoriten, ja. Kannst du Real, muss immer dazu zählen, Manchester City natürlich. Wie gesagt, uns nur wenn wir einen Sechser verpflichten, der auch funktioniert. Ansonsten sehe ich uns nicht in irgendeiner Favoritenrolle in der Champions League. Auch wenn wir ohne diesen Sechser, wenn wir einen guten Tag haben, natürlich jeden schlagen können. Da müssen wir nicht drüber reden. Ja. Finde Henrichs könnte ein toller RV bei den Bayern sein. Finde ihn spannender als aktuell Mazraoui. Könnte ein interessanter Spieler sein, falls er wechseln möchte, gerne zu uns. Ja, das habe ich ja damals schon mal gedacht, dass wir uns da ein bisschen drum kümmern, aber dann ist er ja auch wieder ein bisschen abgekackt. Keine Ahnung. Müsste halt auch den nächsten Stepper machen bei uns, ne? Allgemein gesehen, Tuchel PK finde ich witzig und lustig, aber Tuchel hat aktuell die beste Punktedurchschnitt, also wieso erfolgreichen Trainer lassen. Ja, das wird ja auch nicht passieren. Das fordert ja auch keiner. Das wäre ja auch Hanebüchen. Das heißt einzige, nicht einzigste. Ach, der grüne Neune. Zittersiegel könnte man Tuchel noch anlassen. Ja, du könntest Tuchel einiges anlassen, aber am Ende des Tages interessiert es doch keinen. Weißt du, wie ich meine? Wen interessiert denn jetzt noch, wie die ersten 3 Spiele, von den ersten 3 Spieltagen waren, ob das Zittersiege waren oder nicht? Wen interessiert das denn jetzt noch? Weil wen interessiert das die ersten 10 Spieltage? Hat man doch auch schon gar nicht mehr auf dem Schirm, also. Mit Willi Sagnol, der mir die Flanken füttert. Ja, vergiss mal nicht den Lisa Rasu, wa? Von der anderen Seite.
Ich freue mich sehr über die Müller-Verlängerung. Ich freue mich auch, wenn dem so ist. Ist schön. Und ich hoffe auch, dass er dann nächstes Jahr die wirkliche Karriere beendet und nicht noch nach irgendeinem Timbuktu-Club geht, um dann noch irgendwie ein paar Millionchen abzuziehen. Das wäre schön. Ja, Leverkusen erstmal die Serie durchziehen. Wir müssen das ja auch erstmal durchziehen. Ne? Weil wir haben gezeigt gegen Frankfurt, dass wir es nicht durchziehen können aktuell. Stimino, guten Abend. Du, er hat einfach keine Lust, seinen eigenen Namen in das Spiel zu rufen und lässt Müller spielen. Schick ist wieder da, Leverkusen wird Meister. Ah, immer mal abwarten. Da werden noch eine Menge Spiele gespielt werden. Golden Gun, Alter, was ist denn los mit dir? Hast du irgendwie einen am Fell oder was? Irgendwas bei dir verkehrt irgendwie gelaufen? Junge, Alter. Was ist denn los? Die Mannschaft hätte ein Blinker werden sollen. Geht nicht. Ah ja, so schlimm ist es auch nicht. Eher so ein flackerndes Licht, weißt du? So ein Wackeliger. Der Kartoffelpuffer, Namen allerseits. Sehr guter Nickname, gefällt mir. Westwind, hau rein. Bellingham wäre gut gewesen. Nee, Bellingham wäre mega gewesen. Aber das Thema hatten wir ja schon im vorletzten Stream oder so. Ja. Da hat uns... Wir tun uns da keinen Gefallen damit, so manche Spieler halt auf so ein Podest zu heben, und unantastbar zu machen. Sonst hätten wir uns so manchen Spieler nicht entgehen lassen. Gaming Finn, moin. Wann machst du Watch Party, lieber Kai? Ich konnte mich bisher noch nicht dazu durchringen. Wir testen das mal an im neuen Jahr. Aber ob das sowas für mich ist, weiß ich noch nicht. Rodan, der ist aber auch, der ist nicht nett. Nämlich ist eher wie Piplica bloß als Feldspieler. Kannst du dir als Jahresvorsatz nehmen, Kai. Was denn? Ich habe schon so viele Jahresvorsätze. Eieiei. Glaubst du, Mats Raui spielt bald wieder? Ja, ich denke, wenn er fit ist, wird er spielen. Jetzt fällt mir spontan wieder Real ein. Die haben wir ja auch nicht ernst genommen. Ja, deswegen sage ich ja, Lazio Rum ist immer noch so ein bisschen so ein Name, weißt du? Bei Villarreal war halt so ein unbeschriebenes Blatt, so, ach ja, wird schon passen, ne? So, Lazio war ja auf jeden Fall mal ein gutes Level. Also ich denke, deswegen sage ich ja, ist das, glaube ich, das richtige passende Los, dass man die nicht so unterschätzt. Ja, der Harry wird sich schon einnehmen in München. Das passt schon alles. Aber ich glaube halt auch, lass ihn mal noch, ich sag ja mal, Vorbereitung. Guck mal, der Mann hat auch keine Vorbereitung bei uns gemacht. Der kam rein und, ne? So, lass ihn mal eine Vorbereitung mitmachen und so weiter. Ach, Leute, wir werden noch so viel von dem sehen. Das ist krank. Ja, gut. Also, ich glaube, man tut sich auch nicht immer einen Gefallen damit. So, klar ist das ein Anhaltspunkt, so, wenn man guckt, so jetzt Lazio, ja, Platz 11, 7 Niederlagen, bla Sülz. Aber Champions League ist Champions League. Ist ein Pokalwettbewerb, ein Pokalwettbewerb ist ein Pokalwettbewerb. Wie du es selber schreibst, wir verlieren ja auch schon mal gerne gegen den 17. in der 3. Liga. Also, Pokal ist Pokal, Alter. Und Champions League ist Champions League. Also, ich rede Lazio nicht schlecht, habe nur so Influencer und Medienchannels Meinungen wiedergegeben. Fans von Lazio. Wenn wir Lazio nicht ernst nehmen, gibt es für mich 6 Monate nur Rage-Kommentare. Achtelfinale ist Achtelfinale, wenn man da den Gegner nicht ernst nimmt.
Dann streiche ich meine weiße Wand mit I. Ausscheiden erlaubt, aber man muss zeigen, dass man alles versucht hat, dann bin ich zufrieden. Ja, sollte aber auch klar sein, wenn du im Achtelfinale der Champions League bist. Ich sehe Dortmund und Dosen schon draußen. Nö, sehe ich nicht. Danke, Tore, für die beste Hinrunde seit 8 Jahren. Das sagt alles. Er weiß, was er tut, auch wenn Pavlovic und Taylor ein bisschen zu wenig Spielzeit bekommen. Die Punkte geben ihm recht. Wir werden sehen, was am Ende der Saison da steht. Ob ihm das recht gibt oder nicht. Also wenn wir Lazio nicht rauswerfen, dann brauchen wir auch keinen Gedanken an Champions League-Titel verschwenden. Das muss unser Anspruch sein. Ja gut, wenn der Champions League gewinnen ist, muss jeden schlagen. Also. Und nochmal, ich bin lieber dafür, dass wir starke Gegner kriegen wie schwache. Also von daher, ich hätte mir gerne einen richtigen Brocken gewünscht, weil dann sind wir auf jeden Fall fokussiert. Man wird sehen. Danke, lieber Kane, für die beste Hinrunde. Ja, noch ist er nicht zu Ende, die Hinrunde. Ne? Champions League gibt es immer eine Überraschung. Ja, sind ja genug Mannschaften drin. Guck dir Kopenhagen an. Eieiei. Ja, den Michael Jordan-Satz, den schenke ich mir jetzt. Diese Champions League-Saison wird Inter Mailand und Arsenal weit kommen. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja gut, also normalerweise müssten die Transfers ja jetzt schon eingetütet sein. Also, wenn du, ich habe ja jetzt auch gelesen, wir setzen uns jetzt erst Ende des Monats zusammen, bla, Sülz, also wild. Bin gespannt. Ja, Kimmich muss ja dann den Platz räumen, wenn ein neuer Sechser kommt. Deswegen muss man ja einen neuen Sechser verpflichten und kann nicht einen aus den eigenen Reihen nehmen. Das ist ja das Traurige. Also wir müssen eine Granate verpflichten für 40, 50, 60 Millionen, damit man dann sagen kann, guck mal, das ist ein echter Sechser, der hat so viel Geld gekostet, der muss spielen. Den kann man jetzt nicht auf die Bank setzen. Das ist ja das Traurige. Man hätte ja auch einfach sagen können, komm, wir probieren mal den Leimer, Goretzka, Guerrero, Pavlovic aus. So, aber das macht man ja nicht, weil dann würde man König Kimmich ja irgendwie vergraulen oder ich weiß nicht, ob dann Meteor vom Himmel fällt. Ich weiß ja nicht, was dann passieren würde. Deswegen geht das nur mit diesem Weg. Der Lola vergisst den Vicente definitiv nicht. Nee, hat er mal eine Ohrfeige kassiert, ey. Das passt ja bei Müller alles mit der Doku. Die nehmen die EM noch mit und das war es dann. Naja, wir haben auch noch ein Finale da oben, wenn wir da reinkommen. Wenn Müller verlängert hat, dann wird wohl Tuchel gehen müssen. Ich bin sehr gespannt, ey. Das ist echt, ich sag ja, wir haben wieder richtig Zündstoff drin bei uns. Es wird nicht langweilig werden. Müller hat genug Millionchen uns verdient. Ja, definitiv hat er das, aber du weißt doch, wie die Menschen sind. Ja. Cristiano Ronaldo hat auch genug Millionchen verdient gehabt und lässt sich es trotzdem noch schmecken. Ben, selber so ein Glück auf. Worst Case wäre, Müller nochmal nach Saudi-Arabien geht, hätte einen kleinen Beigeschmack. Aber hey, wenn er dann einen mega Vertrag vielleicht bekommt, wer könnte es ihm verüben, theoretisch? Ja, keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen, Alter? Geld ist nicht alles. Aber klar, wenn, keine Ahnung, jemand zu mir jetzt kommt und sagt, ihr kriegst das 10-fache, was du jetzt verdienst, ja, natürlich kommst du da ins Grübeln, wa? Stimmt gar nicht. Bayern hat immer wieder ein Spiel in Saison, wo man untergeht in Bundesliga. Danach aber alles gewinnt. Mhm. Wir werden sehen, ob wir alles gewinnt.
City gewinnt locker. Ja, City gewinnt locker. Weil Erling Haaland da ist, ne? Gewinnt alles locker. Deswegen sind die ja auch mit Abstand Erster in der Premier League. Weil die alles gewinnen. Alter, manchmal weiß ich auch nicht. Es ist Fußball. So, wir haben 1-5 in Frankfurt verloren. Wir sind in Saarbrücken aus dem Pokal ausgeschieden. Und das passiert natürlich nur den FC Bayern und keinen anderen großen Mannschaften. Ne? Deswegen, die gewinnen alles halt. Bild. Kim ist beim Asien Cup, ja. Ist das vielleicht Spiel? Ja, der war schon gut, ne? Der war schon gut, ey. Müller wird nirgendwo hingehen, wo die Pferde seiner Frau nicht auch hingehen. Und ohne Harry Potter Zauberstab kann sowas schwierig werden. Den Standard soll. Ach, die Sau ist, die machen alles, Alter. Die bauen eine 1:1 Kopie. Die bauen den auch in München ab und bauen den da wieder auf. Da haben die gar kein Problem mit. Da ist er wieder. Und wann werde ich hier mal live dazugeschaltet? Dann können wir uns gegenseitig therapieren. Aber eins sage ich dir, kann auch reden und gerne mal die Meinung sagen. Ja, das sollte man ja auch können, sonst wäre es ja auch langweilig. Ja, habe ich ja schon gesagt, ich muss mir da mal ein paar Gedanken zu machen. Im neuen Jahr werden wir da mal irgendwas antesten. Aber dann muss ich halt mal so ein Thema haben, irgendwie, was wir da mal fokussiert angehen. Da müssen wir halt mal ein bisschen was ausprobieren dann. Aber ich hoffe, du hast dann auch ein gutes Mikrofon am Start. Das ist Minimum, ne? Das sollte klar sein. Aber da werde ich mir mal was einfallen lassen. Galatasaray war am Ende besser als Kopenhagen. Die sind mit Glück weitergekommen. Ja, wen interessiert? Wir haben mit Glück gegen Galatasaray das Hinspiel gewonnen. Interessiert auch keinen. Und wenn Kopenhagen am Ende mit Glück weiterkommt gegen Manchester City, wen interessiert? Also, ich sage ja nur, dass immer alles möglich ist. Ne? Wenn der nicht so wäre, dann wären wir ja auch alle im Tippspiel Erster, weil dann wäre jedes Spiel vorhersehbar. Das ist es halt einfach nicht. Harry Kane, Fußballgott, so sieht's aus. Kannst ihn interviewen. Darauf arbeiten wir hin. Das werden wir mal sehen, ob wir darauf hinarbeiten. Das Finale darum. Kane ist wirklich der Wahnsinn und hat meine Erwartungen mit Abstand übertroffen. Mir macht nur seine Klausel ein bisschen Angst. Ja, die Klausel, die denn Angst machen. Meine Erwartung hat er natürlich auch vollkommen übertroffen. Also toremäßig, ich habe ja schon bei der Verpflichtung gesagt, 30 plus auf jeden. Aber dass er so und dann halt nicht nur die Tore macht, das ist schon echt Wahnsinn. Und seine Klausel ist doch irgendwie nur, dass wenn er wechselt, dass dann Tottenham ein Erstkaufrecht oder so ein Mist hat, oder nicht? Das ist doch die Klausel. Irgendwie sowas. Schade nur, dass andere wie Sané zu oft 100%ige liegen lassen. Ja, komm, Sané ist auch kein Stürmer, ne? Darf man immer nicht vergessen. Also Sané hat schon eine gute Hinrunde gespielt im Großen und Ganzen. Ja, hat wieder so 2, 3 schlechte Spiele gehabt, hat dafür 2, 3 richtig starke gehabt. Aber ansonsten hat er mal einen hohen Durchschnittslevel hat er mal gehabt bisher. Ist schon okay. Also auf jeden Fall besser wie die Jahre davor. Also. Und dass der nicht alle 100%ig, wie gesagt, er ist kein Stürmer, Alter. Also. Alles gut. Wir shoppen da wieder auf dem Krabbeltisch. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, Freund weiß schon, was er macht. Man muss aber auch sagen, ein Kane hatte noch nie so gute Statistiken zu so einem Zeitpunkt. Heißt für mich, so schlecht kann das Zusammenspiel nicht sein. Natürlich ist Luft nach oben. Nö, die letzten Spiele war das Zusammenspiel ja auch echt gut, zumindest mit Sané, ne?
Mit Müller ist natürlich schwierig. Müller spielt halt nie. Musiala war auch lange weg, war am Anfang viel zu eigensinnig, aber ich denke, das wird auch besser. Deswegen sage ich ja, lass mal die Rückrunde starten. Hoffen wir, dass alle fit sind in der Vorbereitung. Ich glaube, dann werden wir nochmal eine Schippe mehr sehen da vorne. Mit den Saragozza nächstes Jahr haben wir den kleinsten Spieler der Liga, damit 1,64 Meter. Bin gespannt, wie seine Zukunft bei Bayern aussieht. Ich denke mal Shake Attack, also Shaqiri war glaube ich auch nicht größer oder noch kleiner oder was. War jetzt auch nicht so schlecht, hat natürlich sehr, sehr starke Konkurrenz gehabt, deswegen konnte er sich nicht wirklich durchsetzen. Aber ich glaube, ein Lisa war auch nicht viel größer, oder? Ich weiß ja gerade auch nicht. Also ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht. Solange er wirbelt und Gas gibt. Ich bin sehr gespannt auf den Spieler. Hauptsache, wir spielen nicht gegen Inter. Sommer holt sonst wieder jeden Ball von Bayern raus. Ja, so wie es Nübel getan hat, oder was? Denk mal, das erste Tor kannst du schon auf die Kappe von Nübel stellen, oder? Ich hätte auch Vlahovic genommen, nur war ich mir bei Kane wirklich sehr sicher, dass er ein Tor pro Spiel macht. Erfahrung und Talent ist unbezahlbar. Ja, ich habe Vlahovic auch eher gesehen gehabt, aber am Ende des Tages hat die Verantwortlichen alles richtig gemacht. Ey. Definitiv. Der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt einfach, ne? Kimmich hat Tore in Istanbul-Ticket für seine Haare verschworen? Ach, das kriegt er doch von Kloppo. Kloppo hat doch Connections. Ich das doch, der ist doch Werbepartner Nummer 1, ist doch kein Problem. Grüß euch, Barak Joe. Was ist der Unterschied zwischen einem, der 10 Kinder hat und einem, der 10 Millionen hat? 10 Millionen, würde ich sagen. Was, ist schon offiziell bekannt gegeben in Müller, oder was? Ich habe noch nicht auf der Bayern-Seite geguckt. Aber wenn, ist doch supi. Der mit den Millionen will noch mehr. Ja, wenn du Geld hast, willst du immer mehr irgendwie. Findest du es gut, dass Bayern zuerst in Rom spielt und dann zu Hause? Ja, es ist ja nicht mehr der Riesenvorteil, wie es früher war. So von wegen Auswärtstorregelung, Gedöns gibt's ja nicht mehr. Aber es ist natürlich gut, wenn du das entscheidende Spiel vor eigenem Publikum hast. Keine Frage, ne? Also wenn du im Hinspiel dann irgendwie nicht so gut performt hast, kannst du dann im Rückspiel zu Hause mit den eigenen Fans halt nochmal ein bisschen was rausreißen. Ist schon ein kleiner Vorteil auf jeden Fall. Und klar ist das gut. Ne? Und das Rückspiel ist das entscheidende Spiel. Sei du gewinnst im Hinspiel schon 3-4-0. Dann brauchen wir nicht drüber reden, aber ansonsten ist es schon ein Vorteil, wenn du das entscheidende Spiel zu Hause spielst. Macht nur Spaß mit Funken Wahrheit. Sommer hat sicher was zu beweisen. Ja, alles gut. Sommer ist ja auch kein schlechter Torwart, aber ist bei uns nie angekommen, ne? Vielleicht hat ihm die Rückendeckung gefehlt, keine Ahnung, weiß man nicht. Aber das brauchen wir auch nicht aufmachen, das Thema. Also ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ja, natürlich haben die ja kein Problem mit den Saudis. Die bauen ja auch Stadien, die dann bei 5 Millionen Grad auf kuschelige 18 runtergekühlt werden. Ist doch kein Problem. Der ist gut, Anmol, den fühle ich. Zynismus ist meine Rüstung, Sarkasmus mein Schild und Ironie mein Schwert. Die Pferde von Millers Frau wollen aber auch die Berge aus München weitersehen, dann wird es doch schwieriger. Naja, ich glaube, Saudi-Arabien baut doch oder wollen doch quer durch die Wüste eine Stadt bauen, die eine gerade Linie ist. Ich glaube, dann kriegen die es auch hin, da einen Berg aufzuschütten. Bix, bist du ein Lego-Jünger oder was?
Oder ein Klemmbausteinjünger. Eieiei. Das ist jetzt eine entscheidende Frage, ob das mit uns was wird oder nicht. Aber du kannst mir ja gerne mal den Link schicken. Ja, dass ein Freund immer für Überraschung gut ist, hat er ja schon mit dem Saragossa-Transfer gezeigt, ne? Ich denke schon, dass er den eingetütet hat. Definitiv die beste Hinrunde von Sané, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, fand ich auch gut, dass er da geschossen hat. Nico, bin ich bei dir. Also Sané muss ich explizit gegen Stuttgart loben, wo er abgezogen hat und Nübel ihn gehalten hat. Frau sagt, er hätte passen müssen. Nee, hat er perfekt gemacht. Sané gefällt mir langsam richtig gut. Hätte nie gedacht, dass ich das sagen kann. Er macht sehr viele richtige Entscheidungen. Er hat immer noch so ein paar... Manchmal trifft er noch die falschen Entscheidungen, aber das ist normal auf dieser Position auch. Im Nachhinein können wir immer alle große Fresse haben. Ne? Da hätte sie schießen sollen, da hätte sie passen sollen. Ja, wow. Ne, wir machen uns das einfach im Nachhinein. Also. Aber ich fand es auch gut, dass er da abgezogen hat. Fand ich auch die richtige Entscheidung. Wenn Kane seinen Vertrag in München erfüllt und danach eine letzte Saison in Tottenham spielt, wo ist das Problem? Ja, sehe ich genauso. Wart mal das Spiel gegen Wolfsburg ab. Also in der zweiten Hälfte habe ich Sané nicht gesehen. Weiß ich nicht. Ein Wirtz ist auch nicht viel größer als der Spanier. Kommt noch ein Wintertransfer? Ja, es kommen auf jeden Fall Wintertransfers bei uns. Ich gehe von 4 Spielern aus. Dann ist mit 17 Scorer auf Platz 4 der Scorer. Ja, ich glaube, so viel hat er noch nie gehabt bei uns. Also, das sagt ja schon einiges aus. Das war das Gastgeschenk von Nübel an uns. Die Ausleihprämie, oder was? Hättest du also einen Feldstecher mitnehmen müssen, GB, oder was? Beides, Lego und Klemmbausteine, okay. Die Saudis bauen eine Stadt nur für Frauen und Kinder und eine Stadt für Internationale, wo sie Europäer abwerben. Ja, die sind komplett wild. Der Held der Steine, ja, kenne ich. Ich bin auch gerade voll drin in der Lego-Thematik. Bin da voll auf dem Laufenden, ja. Nee, ich war früher der Playmobil-Typ. Ich habe zwar auch Lego gehabt viel, aber ansonsten war ich der Playmobil-Typ. So Thor und Indianer und Cowboys und so eine Geschichten, ne? Kutsche und hier Saloon, Sheriff Office und den ganzen Zeug. Das war so meins. Playmobil, genau. Bin Salman hat offen kommuniziert, das neue Europa nach 2030 zu werden. Ja, sollen sie machen. Wechsel im Kopf finde ich, ja. Mache ich. Lego ist halt was für Superreiche. Ja, leider Gottes. Ich hätte mir natürlich auch gerne das Herr der Ringe Set geholt, aber ich fühle den Preis halt so gar nicht, ne? Fühle ich halt nicht. Ich glaube nicht an 4 Spieler, ich glaube schon an 4 Spieler. Das Problem ist, wenn du nur 2 Spieler verpflichtest, 2 Spieler sind halt zum Start der Hinrunde weg, ne? Also Mazraoui ist weg, Kim ist weg. Je nachdem, wie weit die kommen. Wahrscheinlich werden sie dann vielleicht sogar noch mal 1, 2 Wochen Pause kriegen. Also die sind schon gerade dann auch in wichtigen Spielen weg, ja. Deswegen, du brauchst auf jeden Fall einen Ersatz dafür. Ja, wir können jetzt wieder über Leimer als Rechtsverteidiger reden. Was, ja, es ist ein bisschen besser geworden, aber... Also das heißt, du brauchst einen Rechtsverteidiger, du brauchst einen Innenverteidiger und dann bist du auf den Stand, wie du jetzt aktuell bist. Und das ist halt zu wenig. Ja, deswegen gehe ich davon aus, dass wir noch irgendwie 1, 2 für die breite Masse ausleihen werden. Würde ich mir zumindest wünschen. Das nächste Mal Opernglas mit, passt auch zum Publikum. Ja, keine Ahnung, ich war da noch nie, Alter. Ich kann da gar nichts zu sagen. Ist das so schlimm da oben, oder was?
Dann machen wir den Lego Klemmbaustein Bayern Playmobil Livestream. Ich habe kein Playmobil mehr. Ich habe hier noch 4 Sets liegen, die müsste ich mal zusammenbauen. Von Klemmbausteinen. Ich warte auf die... Du bist ja dann da im Thema, Bricks. Da kann ich ja mal eine Connection knüpfen, oder? Im Januar sollen ja Stargate von Blue Bricks, glaube ich, kommen. Stargate-Sets. Also da werde ich reingehen, ne? Da bin ich heiß drauf. Ist dann meine Anlaufstelle. Ist auch am Lego bauen, dass die Bude voll mit dem Zeug. Ja, guck mal, läuft. Machen wir jetzt noch einen Zweitkanal beim Bricks. Wir verschieben, muss ich dann noch zum Bricks rüber. Kann der Bricks mal ein Bayern-Emblem bauen, live im Stream. Castle Grayskull. Ja, da. Mit He-Man oder was? Hast du das letzte Bild von C. Roberto gesehen? Der Mann sieht ja immer noch absolut topfit aus. Der ist krank, der Typ, oder? Also wenn wir von Maschine reden, dann musst du auf jeden Fall C. Roberto erwähnen. Das ist noch eine richtige Maschine. Was hältst du davon, vielleicht mal zur Rückrunde sich ein Spiel rauszunehmen und ein kleines Treffen im Stadion zu machen? Wenn du da Bock drauf hättest, haben hier ja sicherlich ein paar Mitglieder hier. Ja, das hängt natürlich nicht von mir ab, ne? Das hängt natürlich vom FC Bayern ab. Kann gerne äußern, wenn ich im Stadion bin, wenn ich Karten mal kriegen sollte. Kann ich das sehr gerne kundtun, ja. Wir haben zu viele Gemeinsamkeiten, nur das Gewicht schätze ich anders ein, okay? Ja, da arbeite ich im nächsten Jahr dran, dann geht's los. Ich hab zu Hause 3 Koffer voll mit Lego aus den 70er für meine Kleinkinder. Herr Briggs, ich sag doch, hier kannst du ja noch Publikum mitnehmen. Ja? Ich habe ja hier die richtigen Bausätze für Maschinenbauer. Ja, geil, auch interessant. Als ich mein Lego an meine Neffen geben sollte, wollte ich mir erst noch die besten Bausätze bunkern. Die Schlangenfestung. Ach, herrlich, Leute. Wen siehst du für Spieler, die uns auch weiterhelfen im Winter? Stichwort für Spieler. Franz, kann ich dir leider nichts zu sagen, Alter. Tut mir leid. Bin da absolut nicht in meinem kleinen Universum. Gibt's den FC Bayern? So, ich kann die Spiele einschätzen, die ich also sehe, die gegen uns spielen. Ich bin aber leider nicht mehr so wie früher, dass ich Champions League mir jedes Spiel angucke, dass ich Bundesliga-Zusammenfassung gucke und so weiter. Von daher kann ich das gar nicht sagen. Klar, ich lese die Namen, die im Gespräch sind und so weiter. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ja, das ist hier der absolute Geheimtipp, den musst du holen oder sonst was. Da bin ich leider gar nicht im Thema drin. Für die Offensive, ich würde den Mainzer holen, der gegen uns da performt hat auf der Außen, der 19-Jährigen. Das ist ja super Veranlagung, absolute Kanone. Wird bei uns leider komplett untergehen, weil wir ja nicht auf junge Spieler setzen. Das wäre das Einzige, was mir einfällt, wäre aber für die Offensive. Ansonsten kann ich leider gar nichts zu sagen. Da würde ich nur gefährliches Halbwissen von mir geben, würde mich lächerlich machen. Also. Guck mir die Spieler an, wenn sie verpflichtet sind, dann gucke ich mir die Spieler an, dann kann ich die ein bisschen beurteilen. Aber auch da warte ich lieber ein halbes Jahr ab, guck mir den Spieler an bei uns, wenn er denn spielen darf. Und dann kann ich mir dazu eine Meinung bilden. Ja. Das ist immer schwer. Klar kann man sich so eine Zusammenfassung auf YouTube angucken zu dem Spieler. Kann man ein bisschen was beurteilen, aber das sind ja meistens dann nur die starken Szenen. Also. So, das ist mein Way to go. Also, ich könnte jetzt nicht sagen, wir müssen unbedingt auch ein paar Linia oder was. Ja, keine Ahnung, Alter. Hier, wir haben ein paar Statistikgurus, die sagen, yo, hol ihn sofort. Keine Ahnung. Bin ich leider nicht drinne. Kevin Phillips habe ich auch gelesen, ja. Wenn du ihn mit einer Leihe- und Kaufoption kriegst, musst du ihn holen. Also dann machst du ja nichts falsch. Ja. Ist halt die Frage, ob er überhaupt zu uns will. Da sollen ja auch noch andere Vereine dran sein. Aber es ist halt auch immer schwer so, es muss ja auch charakterlich passen. So, das können wir ja sowieso gar nicht beurteilen. Ja.
kann nur einfach, sonst bekomme ich einen Föhn. Wir haben Hammer losbekommen, Lazio Rom ist sehr schlecht. Ja. Ja, ja. Genau wie Saarbrücken sehr schlecht war. Genau wie Eintracht Frankfurt sehr schlecht war mit 4 Niederlagen in Folge. Immer mal abwarten, ne? Baue eine Stadt im Mikroscale. Einfach kann jeder. Ich bin mal gespannt. Ich gucke mir mal später deinen Kanal an, Brix. Lass doch mal vor, ich muss nicht gucken. Ja, jetzt, Roberto war ja früher schon Maschine. Irgendwann habe ich ein Bild gesehen, wann? Vor 3, 4 Jahren oder sowas? Da war er schon 40 oder was? Oder 42? Also der sah immer noch aus wie 30 Jahre bei uns. Ja? Noch krasser von den Muskeln her. Wild der Typ. Stell dir mal vor, Dortmund wird Sechster in der Liga, kommt aber in Champions League Finale gegen uns in London. Sie führen schnell 2:0. Wir machen 75., 85. den Ausgleich und kurz vor Schlusspfiff den Sieg. Wegen mir? Aber was spielt das für eine Rolle, ob Dortmund Sechster in der Liga ist? Also wegen mir kann Dortmund in der Champions League wieder einziehen. Also mir ist das Wurst. Aber wir kriegen doch wahrscheinlich sogar nächstes Jahr dann einen 5. Platz, oder? Also nächstes Jahr, wenn es dann startet, kriegen wir einen 5. Platz sehr wahrscheinlich, ne? Weil wir aktuell in der 5-Jahres-Wertung ganz gut sind oder sowas. Ich meine, blickt ja auch keiner mehr durch. Die neue Champions. Ja, was sagt ihr denn zur neuen Champions League-Saison? Lass uns das fast doch mal aufmachen. Oder wisst ihr das überhaupt schon alle? Der neue Champions League-Modus nächstes Jahr. Es gibt ja keine Gruppen mehr. Es gibt eine Liga. Aber eine Liga, wo nicht jeder gegen jeden spielt, sondern jede Mannschaft 7 oder 8 Spiele macht. Warte, ich google das nochmal. Ganz wilder Modus. Aber trotzdem gibt es dann eine Liga mit einer Tabelle, wo dann irgendwie die ersten 8 kommen safe weiter ins Achtelfinale und die anderen spielen dann nochmal ein Playoff, wo die nächsten 8, ganz wild. Ganz wild. Seid ihr da alle im Thema? Kein Spiel aus der Premier League. Das hört sich gut an, Kevin. Da brauchen wir noch ein paar mehr. Dann macht jeder einen Buchstaben. Dann müssen wir Red Moon nicht voll kriegen, weißt du? Totaler Rotz, der neue Modus. Wild, oder? Genau, ja, Mann. Das. Ist schon wild. Warte, ich gucke mal, ob ich die Werbung ausgeblendet kriege. So, Modus, Gruppenphase. Die Gruppenphase ist Geschichte. Ab 2024 sind alle 36 Teams Teil einer gemeinsamen Liga. Statt in Hin- und Rückspiel auf 3 Gegner zu treffen, bestreitet jeder Teilnehmer dann je ein Spiel gegen 8 Gegner, wobei jeder 4-mal zu Hause und 4-mal auswärts antritt. Die Gegner werden durch eine Auslosung bestimmt, bei der die 36 Clubs in 4 gleich große Töpfe aufgeteilt werden. Dabei besteht der erste Topf aus den Titelverteidiger und den Meistern der besten 8 Ligen, während die Töpfe 2 bis 4 wie bisher absteigend nach UEFA-Koeffizientenliste besetzt werden. Jedem Team werden aus jedem Topf 2 Mannschaften jeweils ein Heimspiel und ein Auswärtsspiel zugelost und damit 8 Gegner. In der Liga gibt es wie gehabt 3 Punkte für einen Sieg, einen für ein Remis und keinen für eine Niederlage. Spiele gegen Mannschaften aus demselben Verband sind grundsätzlich ausgeschlossen. Theoretisch könnte es aber für Ligen, die 4 oder mehr Clubs stellen, eine Ausnahme geben, sollte nur so eine Pattsituation bei der Auslosung zu verhindern sein. K.O.-Phase. Die besten 8 Teams nach der Ligaphase qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 16 spielen in K.O.-Runden Playoffs zunächst auswärts gegen die Teams auf den Plätzen 17 bis 24 um die weiteren 8 Achtelfinal-Tickets. Die Teams auf den Plätzen 25 bis 36 scheiden aus und steigen auch nicht in einen anderen Europapokal-Wettbewerb ab. Im Achtelfinale treffen die 8 direkten qualifizierten Teams zunächst auswärts auf die Gewinner der K.O.-Runden Playoffs.
Für die gesamte K.O.-Runde gibt es schon im Vorfeld einen festen Turnierbaum und damit keine weitere Auslosung. Dafür bilden je 2 Tabellennachbarn der 24 Teams, die die Ligaphase überstanden haben, ein Paar. Also der Tabellenerste mit dem Zweiten, der Dritte mit dem Vierten und so weiter. Diese Paare werden dann jeweils auf die unterschiedlichen Turnierhälften verteilt, so dass etwa der Tabellenerste frühestens im Finale auf den Zweiten treffen kann. Bis auf das Finale werden alle Runden in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Schon ab dem K.O.-Runden-Playoffs können Teams aus derselben Liga aufeinandertreffen. Wild, oder? Das ist doch eine wilde Story, ey. Das ist der neue Modus. Wenn Dortmund Sechster wäre, wäre dann keine Champions League. Das ist mir klar, Franz, aber was spielt das für eine Rolle? Ich finde es geil, weil mehr Spiele und man kriegt anscheinend immer schlechtere Mannschaften im Achtelfinale. Ich finde den Modus recht interessant. Mit der neuen Champions League Modus nicht schlecht. Totaler Rotz, der neue Modus. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, muss ich dann erstmal sehen und erst dann könnte ich bewerten. Champions League als Team Deathmatch, ja. Ja, ist schon wild, ne? Ich verstehe halt das mit der Liga-Geschichte nicht. Das finde ich halt ein bisschen wild. Weil du machst halt eine Liga. Was waren 36 Mannschaften oder was? Oder 32? Warte, 36 Mannschaften. Spielst aber nur gegen 8. Und bist trotzdem mit allen in einer Tabelle. So, den Sinn raff ich halt nicht. Das verstehe ich nicht. Dann hättest du ja auch, wenn du diese 4 Lostöpfe machen, hättest du auch wieder Gruppen machen können. Ja. I don't know. Wild, oder? Jetzt ja meinetwegen 4 Gruppen gemacht, 4 größere Gruppen, spielst gegen jeden einmal. Was weiß ich. Aber mal gucken. Ich bin da natürlich offen, muss man mal gucken, wie sich das so anfühlt und rüberkommt, aber ich finde es schon ein bisschen komisch, dass dann alle in einer Tabelle stehen irgendwie. Ja, dann eigentlich eine Tabelle, die nichts aussagt, weil die alle gar nicht gegeneinander spielen, also ganz komisch. Ja, na klar, das ist einfach mehr Spiele. 2 Spiele mehr halt für jeden. Ist halt wie ein klassisches Playoff-System nach amerikanischem Vorbild, ja. Aber ist ja nicht alles gut, was aus Amerika kommt. Ist mal eine Abwechslung. Der neue Modus kam doch nur, weil unser Super League-Clubs zufriedengestellt werden mussten. Naja. Nee, das ist irgendwie, ach, ja, war auch so eine ganz wilde Geschichte halt. Weil du hast ja mehr Plätze, dadurch gibt es nochmal eine Wildcard und ach, aber stand jetzt hier nicht bei, oder? Termine. Nee, es gibt irgendwie 1 oder 2 Plätze, die dann nochmal über die 5-Jahres-Wertung gehen und ach, ganz wild. Ganz komisch irgendwie. Ich würde sagen, die haben Lack gesoffen. Ja, stimmt. Ich wiederhole mich, Fußball ist reines Geschäft. Ja, ist richtig. Mal gespannt, wann die ersten Bundesligaspiele aus Marketingzwecken im Ausland stattfinden. Ja, es könnte natürlich jetzt passieren, wenn ein Sponsor einsteigt, dass das sowas mal kommen wird, ne? Ist ja gut für TV-Vermarktung und darum geht's. Ja, also die Intention ist mir ja schon klar, warum das gemacht wird, ne? Ist ja schon logisch. Aber ich finde es halt ein bisschen wild mit dieser Liga. Ich bin sehr gespannt, wie sich das anfühlt irgendwie. Also verstehen tue ich es noch nicht gar nicht. Ja, ich verstehe den Aufbau dahinter, aber nochmal eine Tabelle, wo du nicht gegen alle Mannschaften spielst, ist irgendwie komisch.
Mit dem Modus spuckt man kleineren Vereinen ins Gesicht. Ja, das ist ja eh schon in der Musik so. Ja, gibt auch eine Club-WM, die ich persönlich aber gar nicht schlecht finde, muss ich sagen. Aber es ist halt ein Oldschool-WM-Modus, ne? Also in den K.O.-Spielen gibt es auch kein Hin- und Rückspiel, sondern nur ein Spiel. Also, ich finde es nicht so schlecht. Ist natürlich wieder mehr Spiele, ja, Termine, Blasöz, müssen wir nicht drüber reden, ist natürlich wieder der Nachteil. Und natürlich geht es da nur um Kohle. Ja, diesmal nicht für die UEFA, sondern für die FIFA. Da müssen wir uns ja auch nicht drüber unterhalten. Aber ich finde es halt interessant, den Vergleich zu haben. Es sind ja, glaube ich, 8 Europäer oder 12 Europäer, dann 8 aus Lateinamerika. Ach, was weiß ich, ganz komischer Modus auch. Aber du misst dich halt mal mit Brasilien, mit argentinischen Vereinen, mit afrikanischen Vereinen. Ist halt mal ein bisschen was anderes als nur dieses eine Spiel, was du dann da immer hast. Also, finde ich schon ganz interessant mal. Ich denke mal, da sieht man mal ein bisschen was anderes. So auf Club-Ebene. Aber ja, wir müssen uns nicht vormachen, dass es da natürlich auch nur um Kohle geht. Verstehst du den Modus überhaupt nicht, Ben? Ja, ist schon ein wilder Modus, ne? Das Problem bei diesem Modi, auch bei der Club-WM, gibt mehr Spiele. Da muss aber richtig Kohle fließen. Wir brauchen dann nochmal 2/3 Spieler mehr, um oben mitspielen über 12 Monate. Wenn Kohle stimmt, kann man da auch aufrüsten. Nee, brauchen wir ja nicht. Wir spielen ja immer nur mit den gleichen 11 Chico. Da reichen unsere 16 Spieler, ist kein Problem. Der BVB ist gar nicht dabei bei der... Ach, du meinst in dem Modus dann, bei der Champions League, ja. Ja, wird man sehen. Hätte man gleich 40 Teams mit 10 Gruppen machen sollen. Viel einfacher. Ja, du hättest ja auch 8er-Gruppen machen können. Wäre auch okay gewesen. Spielst gegen jeden Gegner ein Spiel und gut. Also Möglichkeiten hätte es ja viele gegeben. Der erste der Tabelle spielt dann gegen einen, der sich im Playoff qualifizieren musste. Ja, wahrscheinlich gegen einen, also von den untersten Paar dann, ne? Also immer der Stärkste gegen die Schwächsten und so weiter. Damit auch ja so die Favoritenteams dann schön auf jeden Fall mit einer hohen Chance Viertel- und Halbfinale kommen, ne? Mit schön hier. Nicht, dass da irgendwelche Überraschungen gibt und dann uninteressante Spiele stattfinden. So ein Ding. Es kommen aber 8 weiter, so ist das mit der gemeinsamen Tabelle nicht so das Problem. Ja. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ich finde es trotzdem weird. Manfredo! Leider kann ich jetzt erst deinen Stream verfolgen. Ich gehe davon aus, dass Kimmich bereits Thema war, aber daher etwas Abseitiges. Mag dich auch ohne Sixpack. Würde man eh nicht sehen. Ja, ein Sixpack will ich auch gar nicht haben. Muss aber trotzdem ein paar Kilos abspecken. Auswahlspiel der Bundesliga schaue ich auch kein Spiel von uns. Da bin ich raus. Ja, diese Club-WM findet ja die erste in den USA statt, ne? Gibt es keine Winterpause mehr? Ja, wahrscheinlich weniger wie jetzt. Ja. Wird jeder Wettbewerb künstlich aufgeblasen, damit sich alle die Taschen möglichst voll machen können. Als Fan kotzt mich das an. Ja, ich finde es ja als Fan, die Champions League-Einführung war ja als Fan schon scheiße. Ja. So, wie hat's denn der Vierte aus der Bundesliga, womit hat der Vierte aus der Bundesliga sich, oder egal aus welcher Liga, sich das Recht verdient, um einen Pokal zu spielen, der ja eigentlich für die Meister da ist? Also das war ja schon. Aber ja, wenn du alle Meister nur nimmst aus den ganzen Ligen, die es gibt, hast du natürlich super viele Spiele, die super unlukrativ sind fürs Fernsehen. Ne? Das ist ja das große Problem. Du hast halt nur 4, 5 starke Ligen, wo Vereine sind, die ziehen, die Zuschauer vor die Glotze bringen. Das ist das Problem. So, aber wie schön war es denn Landesmeisterpokal? Alter. Also ich fand den 10-mal besser vom sportlichen Aspekt her. Weil es einfach verdient war. Wenn du Meister wurdest du Meister und warst dabei.
So, guck dir die kleinen Länder an, die werden Meister und müssen dann trotzdem erstmal noch eine Quali spielen, damit sie das Glück haben, in der Champions League dabei zu sein. Also, ist halt lächerlich. Aber ja, der ist dann zu uninteressant, der Meister aus, was weiß ich. Kroatien oder sonst was. Leider. Ja, aber es bringt halt leider nur nichts, ne? Dass die Fans sich solidarisieren. Haben wir ja wieder gesehen jetzt leider. Wenn man die Club-WM gewinnt, kriegt man auf dem Trikot so ein geiles Symbol. Ich weiß nicht, was es dann gibt. Der Club-WM. Aber da das von der FIFA gemacht wird, da kannst du davon ausgehen, dass das nochmal richtig gehypt wird. Wir fliegen 10 Stunden hin und 10 Stunden zurück, um ein Bundesligaspiel von 90 Minuten zu absolvieren. Vor Zuschauern, die einen direkt nach dir fragen und nur zusehen und nicht anfeuern. Ja. Könnte passieren in Zukunft. Ich will den ganzen Spielplan umbauen, einen Block mit Länderspielen, etc. pp. Aber wäre alles sehr eng gepackt dann bei so vielen Spielen. Ja gut, aber die Anzahl der Spiele ändert sich ja nicht. Die Länderspielanzahl wäre die gleiche. Ne? Aber du könntest ja sagen, so, da hast du den Liga-Block plus den Europapokal-Block, dann hast du den, keine Ahnung, meinetwegen 3 Wochen Pause, dann hast du den Länderspielblock und dann hast du nochmal 4 Wochen Pause und dann fängt die neue Saison an. So. Könnte man ja machen, aber nein, so hast du immer diese komischen Länderspiel-Scheiße dazwischen, die keine Sau interessiert, Alter, und super nervig ist. Dann hast du Verletzte vom Länderspiel, was super Banane ist und weiß ich auch, verstehe ich auch nicht diese Sache. Club-WM dabei, Champions League mal schauen, aber bei Bundesliga-Auswärtsspiele ist meine rote Linie. 36,8 ist schwierig. Ja, ist mir klar. Ist mir klar, dass das schwierig ist. Nimmst halt einen 9 und ist gut. Die FIFA Club-WM ist doch in der Sommerpause, heißt dann eben die 80 Spiele. Ja, die Club-WM ist nur alle 4 Jahre. Und ja, ist dann im Jahr, wo keine WM oder keine EM ist, ne? Sehr wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. Aber dann hast du ja auch noch, so wie jetzt, den Afrika Cup, den Asien Cup und wild. Ja, aber so auf dem Papier ist es auf jeden Fall interessant. Für mich zumindest. Ich finde das gut, dass du dich mal mit den anderen Clubs messen kannst, mit denen du dich sonst halt nicht misst. Ja. Finde ich schon ganz interessant. Ja, das Traurige ist nicht mal, ja, sag ich ja gerade, Dijon. Die müssen dann halt, die Meister aus kleinen Ländern müssen Qualifikation spielen und scheiden dann gegen irgendeinen Dritten aus irgendeinem anderen Land aus. Ist halt wild, ne? Edward, guten Abend. Maximilian, schönen guten Abend. Ja, sehr gerne. Ich habe zu danken, ne? Dass ihr guckt. Hast du schon von der Boller Leach gehört? Dahinter stecken ja unter anderem Matsume, Sugas Podolski, Alicia Lehmann und Max Kruse. Eieiei, ich schon Max Kruse lese, Alter. Nee, habe ich noch nicht gehört. Was ist das denn? Ich google mal. Ich habe auch irgendwas am Rande gelesen, aber was ist das denn? Für altgediegene Profis oder ist das ein Amateurprojekt, oder was? Fußballrevolution. Am 8. Januar 2024 steht der erste Spieltag der Baller League an. Unter der Führung von Mats Hummels. Mhm. Das Projekt, das eine neue Ära des Fußballs prägen soll. Wir möchten unsere Liga nachhaltig etablieren und auf und neben dem Platz die Liga für die Baller- und Straßenfußballer sein. Mit unserem ganz einheitlichen Ansatz sehen wir uns als First Mover in Deutschland und möchten eine Liga, eine Marke, ein Movement kreieren, äußert sich Präsident und Dortmund-Star Mats Hummels in einer Pressemitteilung der Liga. Demnach handelt es sich um eine Indoor-Kleinfeldliga, bei der 12 Teams an 11 Spieltagen gegeneinander antreten werden.
In dem Motorwirt in Köln treffen die Teams über 2x 20 Minuten in 6 gegen 6 aufeinander, wobei zusätzlich kreative Regeln ergänzt werden sollen. Der Meister werde anschließend in einem Final Four Finale ausgespielt, welches Ende März stattfindet. Die Baller League holt den Bolzplatz und die Regeln der Straße in ein Ligasystem. Wir wollen zurück zu den Wurzeln ehrlicher, schneller und spannender Fußball, so wie man sich den Fußball wünscht und so wie er auch mal war. Unvorhersehbar stellt Co-Founder Felix Struck klar. Dabei sollen die Teams aus insgesamt je 12 Spielern und 2 Teammanagern bestehen. Die potenziellen Spieler können sich ab sofort und bis zum 13. Dezember über die Plattform des Ligapartners Zing als Teilnehmer bewerben. Ja, scheiße, haben wir den Salat. Der 13. ist durch. Was machen wir denn jetzt? Dabei will die Liga vor allem hochklassigen Amateurspielern, die knapp an einer Profikarriere gescheitert sind, eine zweite Chance geben. Im Rahmen eines sogenannten Combine-Events am 16. 17. Dezember können sich die Bewerber beweisen, um anschließend in einem Draft von den Managern der Teams ausgewählt zu werden. Okay, hört sich auf jeden Fall interessant an. Die Manager leiten und repräsentieren ihre Teams mit einem eigenen Logo sowie Trikots und sollen neben Hummels und Podolski aus bekannten Persönlichkeiten aus dem Sport- und Entertainment-Sektor bestehen. Ja, wenn ich schon wieder sehe, also Entertainment-Sektor damit drin ist, Alter, dann ja, alles gut. Brauchst die Scheiße gar nicht mehr angucken, Alter. Bild. Ja, bin ich gespannt. Kann man mal reingucken? Ja, mit Sicherheit. Aber ich sehe schon, wenn ich schon lese auf Twitch und YouTube, dann wirst du demnächst haben, ach ja, hier, Montana Black und Knossi managen das Team, bla Sülz und, ach nee, hör mir auf. Brauche ich dann nicht im Fußball. Zur Club-WM fliegen nur aus Europa die Champions League-Sieger. Nee, das stimmt nicht. Die letzten 5 Champions League-Sieger, ja, oder die letzten 4 und dann die besten 4 Teams aus der 5-Jahres-Gedöns-Weltranglisten. Deswegen ist der FC Bayern ja dabei nächstes Jahr. Club-WM bleibt 3 Jahre im alten Format, alle 4 Jahre. Ja, die ändern das für den europäischen, der macht nur ein Spiel. Also der Champions League-Sieger spielt trotzdem noch so ein Hightech-Spiel, aber dann nur das Finale und gut ist. Sonst muss es ja 2 Spiele machen, oder? Weiß ich. Glossy, guten Abend. Ist ähnlich wie damals Hallenmasters. Amateurprojekt Ballerlisch. Ja, mal gucken. Ja, Alex, guten Abend. Dann können sich Jungs, die es vielleicht nicht geschafft haben, nochmal in die Medien spielen und zeigen. Ja, gut, weiß ich auch nicht. So ein Kleinfeld ist natürlich auch immer noch mal was anderes, wa? Aber könnte natürlich, ja, mal was anderes sein. Mal gucken. Da ist einer für Nagelsmann dabei. Anbo, hau rein. Schönen Abend wünsche ich dir. Wild. Ballerlic. Ja, Hallenfußball ist ja gar nicht mehr so, ne? War früher immer geil. Habe ich immer gern geguckt. Aber klar, in der heutigen Zeit ist das Verletzungsrisiko ja viel zu groß. Kannst du ja nicht mehr bringen. Ja, ich habe gesehen, dass Alaba sich verletzt hat. Was heißt gesehen? Ich habe es gelesen. Ja, Hallenmasters war auf jeden Fall cool. Ja, war sehr cool. Habe ich auch gefeiert. Generell die Hallenturniere habe ich gefeiert. War immer gut in der Winterpause. Auch wenn die ganz großen Stars ja früher schon nicht dabei waren, so, ne? Oder selten. War schon gut. Ja, war der HSV noch eine Burg. Ja, HSV ist ja auch wieder am Schwäche der zweiten Liga, oder? Ich habe jetzt am Wochenende nicht viel mitgekriegt von der zweiten Liga. Aber da ist ja auch schon wieder.
Guck mal eben. Dass ich jetzt Scheiße erzähle, wäre ja wieder peinlich. Ja, noch sind sie Dritter. Läuft. Ach guck mal, ich das letzte Mal geguckt habe, war St. Pauli noch mit Abstand erster, jetzt Holstein Kiel schon wieder. Aber der Norden ist vorne, wa? Kiel, Pauli, Hamburg. Ja, ob die Hamburger verkacken das eh wieder, oder? Die kriegen keine konstant rein, da irgendwie. Bild. Hast Hort gewonnen? Okay. Darius Wosch, jawohl. Fühl ich. VfL Bochum, Alter. Da könnten wir uns in einem Spiel dann gar nicht mitspielen, wäre keiner mehr übrig. Was ist deine Prognose gegen Wolfsburg? Ach ja, das ist wild, ne? Das ist wild. Musste natürlich gewinnen. Wir sind dann so der Sargnagel. Ich denke mal, der Müller ist heiß, den Sargnagel für den Kovac zu geben. Ich denke mal, da ist so eine kleine Fehde entstanden. Normalerweise muss das eine klare Kiste sein. Ja, also wenn du annähernd die Leistung bringst wie gegen Stuttgart, klar, will Wolfsburg anders spielen, ja, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Also die werden ja nicht, ich glaube nicht, dass die unbedingt den Ball haben wollen und uns da irgendwie an die Wand spielen wollen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke mal, die werden eher defensiv agieren, aber ja. Musst du natürlich gewinnen das Spiel und gut. Fertig. Da darf es keine zwei Meinungen geben. Mansfield Dude. Vielen lieben Dank. Mal wieder. Für 9,99 Pfund. Wild. Vielen lieben Dank. Hoffe, Bochum holt einen Punkt gegen Leverkusen. Ja. Wäre schon schön, aber. Stell mir gerade den Kimmich vor bei so einem Hallenmasters. Hör auf, der käme doch gar nicht klar. In der Halle brauchst du immer Dribbler. Das kann der Kimmich doch gar nicht. 100% verkacken siehst, die haben so einen Voodoo-Scheiß am Laufen. Deren Geschichte kann niemand schreiben. Na, ich gehe vom klaren Sieg aus. Also Wolfsburg ist ja im Moment jetzt auch nicht. So. Aber gut, war Frankfurt auch nicht, aber selbst wenn Wolfsburg stark ist, sind die, glaube ich, nicht auf dem Level, wie es Frankfurt sein kann. Ja. Servus. Ja, richtig. Also alles andere als ein Sieg wäre. Was heißt Katastrophe, aber ja, ein Sieg ist Pflicht. Und dann hast du auch einen guten Abschluss, ja. So. Also das Spiel gegen Saarbrücken bin ich der Meinung, ja, kann mal passieren, ja. Einfach weil es menschlich ist und weil Tuchel Harry Kane nicht eingewechselt hat. Das muss er sich ein bisschen ankreiden. Frankfurt darf niemals im Leben passieren, aber ansonsten haben wir nicht viel zu meckern. Ja, wir haben teilweise grottigen Fußball gesehen, aber von Ergebnisse her, also das ist ja immer hier, was wir hier betreiben, ist ja immer Meckern auf hohem Niveau. Ich denke, andere Mannschaften wären froh, wenn sie auf diesem Niveau sich beschweren dürften. Ja. Wenn der Wolfsburg gewinnt, ist alles gut. Haben wir eine super starke Hinrunde gespielt. Von den Ergebnissen her, ne? Immer. Haben wir für die Rückrunde alles geebnet dann auf jeden Fall. Und dann mal gucken. Dann wird es halt interessant. Bayern braucht keine Verteidiger, sondern einen Sechser oder gegebenenfalls einfach taktische Ausrichtung. Alaba ist halt so, tut mir nicht leid für Real. Natürlich gut, wenn sie einen richtig guten EV statt ihm holen. Ja. Wir brauchen schon Verteidiger, weil wir einfach zu spärlich besetzt sind. Und weil einer halt beim Asien Cup ist und einer beim Afrika Cup. Das heißt, wir hätten sonst nur 2 Innenverteidiger im Team und keinen rechten Verteidiger. Also wir brauchen schon Verteidiger. Aber mit der Sechser-Geschichte stimme ich dir zu. Der Müller heißt jetzt, darf er wegen Fieber nicht spielen. Ach, der Müller kann auch mit Fieber. Er hat ja keine Muskeln, weißt du? Der kühlt so schnell runter. Kimmich am Rumschreien in der Halle. Das würde ich gerne mal hören. Ich habe den noch nie gehört auf dem Platz.
Die Zeiten, wo wir vor dem Spiel wussten, dass wir am Ende als Sieger vom Platz gehen, sind vorbei. Es ist immer alles möglich. Ja, das stimmt. Ja, Berger, das stimmt. Vor allen Dingen hat man jetzt wieder so ein gutes Gefühl nach dem Stuttgart-Spiel, ne? Ja. Und dann werden wir wieder gegen Wolfsburg ernüchtert werden. Pass mal auf. Aber vielleicht kann er das ja dann lernen zu dribbeln. Dann 10 Wochen Hallentraining und er sieht aus wie Ronaldinho. Also die Voodoo-Scheiße war auf HSV bezogen. Ja, weiß ich nicht. Die Voodoo-Scheiße haben, ne? Ich halte die Wette, Kimmich ist schlechter auf der 6 als der Alex mit 19 Jahren. Das mit Kirche im Dorf lassen ohne Worte. Ja, Freeman, ich würde die Wette auch halten. Definitiv. Mir ist lieber ein Dreckspiel wie gegen Frankfurt und dann geht's weiter mit der Serie. Wie gesagt, gegen Wolfsburg zählt das Ergebnis, das ist alles, was jetzt am Ende zählt und dann ist gut. Dann ist erstmal Pause, dann können die Jungs ein bisschen runterkommen, können sie mal schön Weihnachten feiern, mal abschalten. Und dann werden wir sehen, wer dazu stößt, wer nicht. Und dann werden die Karten neu gemischt. Wir brauchen dann IV und RV zu 100%, ja, brauchen wir auch. Goretzka hat den IV doch gut gemacht. Der Sechser kann beim Anforderungsprofil auch IV machen für einen Monat. Ja, Goretzka hat es auch gut gemacht. Ist schon richtig. Und klar hättest du andere Möglichkeiten, ne? Ich erinnere mal, unter Pep Guardiola hat auch ein Kimmich ein IV gespielt. Also Möglichkeiten hättest du mit Sicherheit, aber ja. Wäre schon gut, wenn du da irgendeinen hättest, der diese Rolle auch ausfüllen kann. Zusätzlich da zum Außenverteidiger. Wir werden sehen. Ich bin gespannt, was passiert. Müller Fieber, dieser so heiß, über den Rasen fliegt. Man muss Kimmich einfach mal auf rechts probieren. Der ist kein Sechser und wenn er nicht will, dann tschüss. Ja, man muss ihn ja nicht auf rechts probieren. Wir wissen ja, dass er das kann. Da war er ja bärenstark. Als rechter Verteidiger. Und ja, wenn er das nicht will, dann muss er sich einen neuen Verein suchen. Bin ich bei dir. Kannst du Bayern-Spiele kommentieren vielleicht irgendwann? Ja, vielleicht. Vielleicht testen wir das mal an im neuen Jahr. Seit 4 Jahren gibt es jedes Jahr so ein Totalausfallspiel bei uns. Ja, es waren auch schon mal mehr wie 1, ne? Aber ja, es ist ein Muster zu erkennen. Was wild ist. Das Schöne ist der Konkurrenzkampf bis zum Ende der Saison. Im Gegensatz zur Union letzter Saison. Leverkusen die individuelle Qualität bis zum Ende mitzuhalten. Ja, die werden auch bis zum Ende mithalten. Also ich gehe davon aus, dass Leverkusen da bis zum Ende mithalten wird. Ja, auch wenn die 4 Wochen Spieler bei den Afrika Cup haben, Blase, will's, alles gut. Nee, ich gehe davon aus, Leverkusen wird da weiter ihr Ding machen, Alter. Bin ich mir sicher. Ich hoffe, dass wir das Roche-Spiel gewinnen, sonst verderbt es mir die Weihnachten und mein Fest zum 60. Geburtstag. Ach, Gerhard. Lass dir nicht vom FC Bayern das Weihnachtsfest oder dein Geburtstag verderben. Und mach dir keinen Kopf, das wird schon. Ich bin guter Dinge. Kimmich IV wäre eine Katastrophe. Bin ich bei dir. Wolfsburg machen wir platt, basta. Eieiei. Ich halte mich da zurück, weil mein Karma und so, ne? Ja, dann machen wir auf die These, Chico. Meistens hängen wir so einen Monat lang. Schaut mal, Kimmich kam mit Leipzig von der Regionalliga. Er ist kein gelernter Sechser. Das hat, glaube ich, Guardiola mal angefangen. Man sieht, dass ein gelernter 19-jähriger Sechser besser ist als Kimmich mit 30 Jahren. Ja, das ist ja auch normal. Ja.
So, das Ding ist ja, wir haben ja nie mit 2 Sechsern gespielt. Also Kimmich hat ja nie einen Sechser bei uns gespielt. Erst unter Tuchel. Es gab die Position des Sechsers bei uns so nicht. Wir haben immer mit 2 Achtern gespielt. So, aber Tuchels Philosophie ist halt so, ich möchte mit einem Sechser spielen. Was er ja die letzten Spiele schon immer wieder überdacht hat. Was er aber dann in Frankfurt mal wieder versucht hat und ja. Wir sind halt irgendwie in unserem System festgefahren. So. Wie gesagt, wenn Kimmich einen Mann neben sich hat, egal ob es ein Goretzka ist oder sowas, dann geht's ja einigermaßen, weil du immer einen hast, der noch mit absichert. Ja? Aber selbst dann ist es nicht gut. Ja? Und wenn der da alleine steht auf der 6, dann ist das grausam, Alter. Und dann tut das weh beim Zugucken. Und klar macht so ein Pavlovic das besser. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber ja, das sehen ja auch nur wir so. Ja, so ist das halt. Am 10.2. verliert Leverkusen. So viel sollte klar sein. Na, wir werden es sehen. Ey. Auswärts waren das auch immer heiße Spiele und das wird ein richtig heißes Spiel werden. Ich finde auch, dass es bisher eine super Saison ist für die Bundesliga. Alles spannend. Oben ist spannend. Um die Champions League Plätze ist es spannend. Unten ja, 5 Punkte. Die letzten 4 haben schon einen kleinen Rückstand, aber ist auch noch alles drin. Ich denke auch, das ist eine gute Sache diesmal. Ein Standardspezialist würde uns schon gut tun. Ich würde sagen, die Standards 1000-mal besser aus. Mit Kane, Kim und De Ligt können wir Spiele früh entscheiden. Ich glaube schon, dass wir auch Standardspezialisten bei uns im Team haben. Die dürfen nur nicht schießen, weil das Kimmich-Aufgabe ist. Das ist so das Problem. 4:0 gegen Wolfsburg. Kimmich war immer ein Sechser, wurde erst später auf Außen gepackt. Ich glaube in Leipzig. Ich habe keine Ahnung. Ja. Bayern muss halt immer 4-2-3-1 spielen. Nagelsmann hat versucht, ein bisschen zu experimentieren, wurde gefeuert dafür. Ja, ist richtig. Weil die Führungsspieler dann gesagt haben, nee, das können wir nicht, nee, das geht so nicht. Nein, können wir nicht, nein, Dreierkette, nein. Wir können keine Dreierkette, wir sind zu doof dafür. Wir müssen wieder auf Viererkette gehen. Ja, das ist leider so. 5-1 gegen Wolfsburg, Alter. Ihr haut's aber raus, ja. Tuchel sagte 1, Kimmich hat die beste Eckenquote. Ja. Xabi Alonso zu Bayern wäre gut. Wir werden sehen, was am Ende der Saison rausspringt. Ich denke, daran wird ein Tuchel gemessen werden. Ich denke aber auch, dass es ein bisschen mit reinspielen wird, wie er junge Spieler einbindet oder nicht. Ich glaube, das wird in den kommenden Jahren schon ein Faktor sein bei uns. Weil der Verein weiß ja auch, so Müller weg, ne? So die letzte Ikone aus den eigenen Reihen. Noch ein Jahr, dann ist er weg. Ich glaube schon, dass da ein Augenmerk auch drauf ist, dass man nicht so seine Identität komplett irgendwie verliert. So, ne? Dass man immer so sagen kann, guck mal, wir haben noch 2, 3 Spieler aus den eigenen Reihen in unserer Mannschaft. Wie gesagt, dieses Mir San Mir musst du halt auch irgendwo ein bisschen versuchen aufrechtzuerhalten. Und wenn das nur durch zusammengekaufte Spieler ist, ja, dann geht das auf jeden Fall flöten, ne? Würde Müller ein Finale der Home gönnen, dann kann er würdevoll abtreten und die Champions League gewinnen. Natürlich ein starker Take. Wäre schön, wenn wir die Qualität dafür hätten in dem Jahr dann. Aber das weiß man natürlich nicht. Da müssten wir schon die Eier haben, glaube ich, am Ende der Saison echt mal genau diese Boyband-Gruppe mal ein bisschen aufzuspringen bei uns.
Boyband-Gruppe Sané, Kimmich, Süle, Gnabry, Goretzka. Wir sehen die letzten Lebenszeichen dieser Gruppe. Gab ein großes Machtzentrum, als sie alle bei uns waren. Süle, die McDonalds-Säule, ist auf dem absteigenden Ast. Gnabry ist im Ausland noch heiß gehandelt, kann man gut Geld machen. Aber für mich absteigender Ast. Kimmich folgt dem Gnabry, Ausland hochgewertet, Kohle machen. Sané und Goretzka haben uns verstanden, dass es erstens um ihre Leistung geht und den Verein. Ich sehe Kimmich, Gnabry und Süle in 3 Jahren weg von der Weltbühne. Also Gnabry ist eigentlich jetzt schon weg von der Weltbühne. Also aus meiner Sicht. Seitdem er den Vertrag verlängert hat bei uns, bin ich mal gnädig und sag mal, 1/3 der Spiele waren noch okay, die er gemacht hat. 2/3 war noch absolute Arbeitsverweigerung, Alter. Ja. Und wenn da wirklich ein Verein kommt, der sagt, ey, ich gebe dir mehr wie 20 Mille für den Gnabry, ey, dann bitte. Red ihn so lange ins Gewissen, dass er wechselt. Aber du musst erstmal einen Verein finden, der, was hat der? 17, 18 Millionen Jahresgehalt. Wer soll das denn zahlen für die Performance, die der bringt, der Mann? Ja, vielleicht noch irgendwelche Engländer, die immer noch in Erinnerung haben, wie gut er da mal performt hat. Ja, du kannst nur hoffen, dass das passiert, Alter. Ne? Also. Süle, keine Ahnung, Süle fand ich bei uns immer gut. Fand immer diese, wie jetzt auch in Dortmund, ich meine, das ist natürlich schon witzig. Ich fand bei uns immer diese Aussagen absolut lächerlich. So, ja, er haut sich einen Burger zu viel rein, ja, ist hier ein bisschen zu dick, Basels. Alter, fand ich lächerlich. Also, keine Ahnung, habe ich nie verstanden, diese Aussagen. Keine Ahnung, ich habe deswegen nie ihn als richtig schlecht bei uns gesehen. Ja? Also, für mich war er ein sehr, sehr guter Spieler. Dass das natürlich jetzt in Dortmund wieder die gleichen Züge annimmt, ja, gut. Das freut mich dann insgeheim schon ein bisschen, weil die Dortmunder das ja so hingestellt haben, so, ja, guck mal hier, wir haben den Süle für umsonst abgezogen, ja, und der verdient bei uns hier so und so viel und super Deal und wir sind super glücklich, so, und dann sitzt er nur auf der Bank und dann kommen die gleichen Thesen da auf, wie bei uns kamen. Ja, ist dann ein bisschen Schadenfreude, logisch. Aber generell dieses Thema so von wegen, ja, der hat 2 Kilo zu viel, wenn er aus der Winterpause kommt. Das ist in der heutigen Zeit halt einfach zum Kotzen so, ne? So, siehst ja bei uns, selbst schon da in dieser World Squad, einmal am Tag werden sämtliche Blutwerte genommen und, naja, sobald du dir ein Eis reinschädelst, lesen die das an deinen Blutwerten ab, so, weißt du? Weiß ich nicht, fühle ich nicht. Keine Ahnung. Also ich fand den Süle bei uns gut. Also. Fand ich noch einen der besseren aus dieser Boyband-Geschichte da. Ansonsten die Generation, ja, hat nicht umsonst nie einen großen Titel gewonnen, aber das haben sie ja dann uns im Corona-Jahr widerlegt. Mit den 6 Tubel bei uns. Ja, aber das ist eine Generation, die wenig ausstrahlt, wenn wir ehrlich sind, ne? Leider Gottes. Und ja, seitdem freier Fall die Performance. Ja, kannst du jeden nehmen aus dieser Gruppe da. Freier Fall von der Performance. So keine Motivation mehr, glaube ich. Ich glaube einfach, die haben so den Status erreicht, so, yo, wie das heutzutage so ist, jo, wir haben 6 Tubel gewonnen, aber das hat keiner vor uns geschafft, wir sind jetzt Megastars, wir haben alles erreicht, alles ist gut. Draufgeschissen. So ein Ding. So, Goretzka hat dann mal den Rüffel gekriegt vom Tuchel, den er brauchte, ja, indem er einfach mal komplett ignoriert wurde in der Vorrunde, in der Vorbereitung, nur in der B11 war. Der hat sich dann irgendwann gefangen, so ein bisschen. Sané hat er hingekriegt, auf jeden Fall, ja. Sané war noch nie so stark bei uns. Ja, und alles andere. Also Kimmich, ich glaube, mit Kimmich hat Tuchel vor der Saison alles gesagt. Damit war das Thema Kimmich durch, ja. Warum er jetzt die ganze Saison spielt, I don't know, weiß ich nicht. Aber wenn du den Spieler sagst, Alter, du bist einfach, ich brauche einen Sechser, ich will dich hier nicht, du bist nicht mein Sechser, ich brauche einen Führungsspieler, du bist kein Führungsspieler für mich. So, dann tust du dir auch keinen Gefallen und dann musst du damit leben über die Performance, die wir sehen vom Kimmich auch. Ist halt eine Generation, die sehr gehypt wurde, sehr überschätzt ist in meinen Augen. Die Saudis zahlen das, ja, die Saudis zahlen alles, aber nee,
Also du kannst froh sein, wenn du einen Gnabry, wenn du 25 Mille für kriegst. Man darf nicht nur auf die Ergebnisse gucken, man muss das Ganze im Blick haben. Talentförderung, Spielidee, Mannschaftschemie und darf nicht vergessen, wie doof die Gegner in der Liga sind. Ja, bin ich bei dir, Briggs. Ja, bin ich bei dir. Deswegen sage ich ja, das Einzige, was den Tuchel bei uns irgendwie eine Hürde sein kann, ist die Jugendarbeit. So, wir wollen den Fokus drauf setzen, wir wollen mit dem Sportdirektor den Fokus drauf setzen, aber ich denke, der Verein sieht ja auch, dass die Spieler konsequent ignoriert werden. Also. Sicher Ballon d'Or-Sieger. Ah, hör auf. Solange Messi oder Ronaldo noch irgendwo vom Ball treten, wird das niemals jemand anderes gewinnen, Alter. Gnabry hatte eine gute Saison 2020. Ja, aber selbst die war ja nicht durchgehend gut. Hasan hat für Havertz 80 Millionen bezahlt. Da kann uns einer auch 50 für Gnabry zahlen. Ja, natürlich kann das einer, aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Süle war teilweise unterirdisch bei uns. War froh, dass er zum BVB ging. Zweifacher Gewinn. Ich fand den Süle gut bei uns. Ja, es ging ja jetzt auch nicht um das Thema Führungsspieler, oder? Das ist aus dieser Generation keiner. Ja. Punkt. Noch am ehesten vielleicht ein Goretzka. So, aber der steht immer im Schatten vom Kimmich, was das anbelangt. Also. Und Kimmich ist ein Möchtegern-Führungsspieler, aber niemals ein Führungsspieler. Servus und Moin, HSV, FCB. Gittens von Dortmund wäre auch einer für Bayern, finde ich. Kann ich nichts zu sagen. Schau dir Süd aktuell ein paar Kilo runter und direkt die Monstergrätsche. Aber bald Jojo. Gönn es ihm massig Kohle ohne Verzicht. Wenn Dortmund ihm den Vertrag gibt, ist halt so. Mein Gott. Die Mannschaft 99 bis 2001 und 2010 bis 13 waren die geilsten. Ach, wir hatten viele gute Mannschaften. Wenn Dortmund es nicht fertig bringt, einen Guerrero in 8 Jahren Deutsch zu lernen, dann werden sie dem Süle auch das Essen nicht lernen. Ja, aber das konnten ja noch niemals wir. Das Essen ihm lernen. Ich bleibe immer dabei, ein Perisic war Gold. Ja, weil er die perfekte Einstellung hatte. Ja. Ja, und warum man Thiago hat gehen lassen, war halt auch wild, ne? Gnabry 60 Mille, Alter. Kimmich 100 Mille. Mhm. Also, wenn wir mal realistisch sind, von den Leistungen ausgehen, musst du froh sein, wenn du für einen Gnabry 20 plus kriegst. Für einen Kimmich 50 plus. Goretzka sehe ich auch so bei 30, 35 plus. Mit plus meine ich 5 Mille vielleicht. Dann hört es aber auch auf. Da muss schon echt irgendwas Verrücktes passieren, so. Das sehe ich nicht. Und da wir mit Saudi-Arabien nicht gerade gut gestellt sind als Club, glaube ich auch nicht, dass da irgendein Scheich die Taschen aufmacht. Hier schon stand so, ja, das machen die bei den Clubs, wo sie das Geld hinschieben wollen, Alter. Dann wird halt mal für einen Durchschnittsspieler 60, 70, 80 Mille gezahlt, obwohl das gar nicht nötig ist. Weil finnische Fairplay und so, ne? Goretzka führt uns ins Regenbogenland. Das Problem bei Süle, dass er nie hinten Kommandos gegeben hat und er eigentlich die Abwehr führen sollte. Ja, aber das ist ja auch nicht. Das ist ein Upa auch nicht. Das ist ein Minjay auch nicht. Ja, das ist ja auch so ein bisschen das Problem bei uns. So, aber das weiß man ja. Man weiß ja, welchen Spieler man sich da holt. Knapp, ich wundert mit in Arabien, ja.
Ja, man muss ja auch nicht immer gleich einen Trainer rauswerfen, oder? Obwohl der Trainer natürlich letzte Saison schon fragwürdig war. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Aber ich bin auch kein Dortmund-Experte, Alter. I don't know. Ich sag da besser nichts zu. Das ist alles auch gefährliches Halbwissen. Goretzka habe ich in der Sommervorwahl auf dem aufsteigenden Ast gesehen, ob schon die Maschine Leimer da war. Naja, ich sag mal so. Goretzka konnte froh sein, dass ein Leimer öfter Außenverteidiger spielen musste. Ich glaube, sonst wäre es schwer geworden für Leon. Aber Leon hat sich reingebissen, ja, hat gute Spiele gemacht, gerade dann auch Dortmund und sowas. Auch da könnten wir jetzt wieder das Fass Kimmich irgendwo aufmachen. Indem man mal analysiert, warum Goretzka teilweise spielt, wie er spielt. Also Goretzka hat schon eine anständige Leistung gebracht, finde ich, in der Hinrunde. Ja, anfangs natürlich nicht so, aber hat sich reingebissen auf jeden Fall. Bix, hau rein. Ja, ich mache auch gleich Feierabend. Brauchst heute noch schön Z auf. Das Gesparte, ja, das ist ja, aber du musst sie ja erstmal loswerden. Das ist ja das große Problem. Und die müssen ja auch erstmal weg wollen. So, für Goretzka waren Angebote da vor der Saison. Ich glaube, für Gnabry sogar auch waren Angebote da. Aber wenn die Spieler sagen, nee, wir wollen nicht weg, so, was willst du machen? Weißt du? Die haben Verträge. Ja. Du müsstest der Knaller halt sagen, so, du hast keine Perspektive bei uns, ich setze dich auf die Tribüne. So, dann bringst du die Spieler vielleicht zum Umdenken. Aber das ist auch nicht Bayern-like. So, von daher weiß ich nicht. Welcher Verein sagt so, ich hole einen Gnabry und zahle den 17 Mille, Alter? Wer soll das machen? Außer irgendein Scheichclub. So ein Sadio Mané wären wir auch niemals losgeworden, wenn ich irgendein Scheichclub den gekauft hätte. So, weil der hätte nirgendwo das Gehalt verdient, was er bei uns gekriegt hat. Ja? Das ist ja das große Problem. Und klar wäre es schön, diese Gelder einzusparen. Definitiv. Darum hat man den Licht geholt. Ja, klar hat man ihn darum geholt, aber man lässt ihn halt nicht spielen oder sieht ihn nicht als gut genug an. Zumindest Tuchel seine Wahrnehmung und dann wird es halt schwer. Na? Schau dir mal an, wer zu den Saus gewechselt ist. Da hätten die meisten auch dort geboren sein können. Also die passen dorthin. Ja, keine Ahnung, das habe ich nicht so auf dem Schirm. Wer da alles hingegangen ist. Ich glaube, die Saudi League wird bald wieder in der Versenkung verschwinden. Schau mal in die Stadien, die sind leer. Nee, das glaube ich nicht. Soll ich dir sagen, warum? Weil es halt diese komische Club-WM gibt. Und da nehmen die daran teil. Da sind die heiß drauf. Und deswegen werden die da richtig Geld versenken. Außerdem muss man Goretzka anrechnen, dass er IV spielt und auch mit Handbruch. Ja, weiß ich, fühle ich nicht so eine Aussagen. Also ich denke, egal welcher Spieler das ist, wenn der Trainer ihn auf die und die Position stellt, hat er das zu tun. Punkt. Ja, da muss man das keinen irgendwie anrechnen. Oh ja, du gibst dich als großer Sechser oder Achter, du gibst dich dahin auf dieses Level, dass du Innenverteidiger spielst. Also, Junge, was ist los? Wenn der Trainer sagt, du spielst Innenverteidiger, spielst du Innenverteidiger. Punkt, Alter. Da muss man nichts diskutieren oder groß reden oder das irgendwie hervorheben. Also, das fühle ich nicht. Dass er natürlich da mit seiner Hand spielt und so, klar. Definitiv, ja. Aber wie gesagt, sowas fühle ich halt nicht. Komme ich aus einer anderen Zeit, Alter. Deswegen auch diese Sache, die ich mit dem Kimmich halt nicht verstehe. So, als Tuchel hätte ich gesagt, Kimmich, du spielst rechter Verteidiger, fertig. Müssen wir nicht rumdiskutieren. Punkt. Was gibt's da zu diskutieren? Wie kann es denn sein, dass ich einen Spieler immer wieder aufstelle, der die Mannschaft definitiv auf dieser Position, wo er spielt, schlechter macht? So, das ist ein Fakt, Alter. Den haben wir diese Saison 100.000 Mal gesehen. Weil der Kimmich sich nicht dazu herablässt, als rechter Verteidiger aufzulaufen, oder was? Das ist doch Schwachsinn. Gerard, hau rein. Das Schönste am Harry Kane ist nicht nur sein Fußball, er sprengt diese alten Geschichten nicht mit Konflikten, sondern gefühlt mit Freundschaft und Leistung. Er gibt der Mannschaft einen alternativen Weg, weg von Kimmich Gnabry.
Ja gut, Gnabry sehe ich. Gnabry habe ich nie als den großen Stammspieler bei uns gesehen, sage ich euch ganz ehrlich. Also war für mich nie so der. Aber gut, dass die hier länger meinen Kanal gucken, wissen das. Alternativen Weg weg von Kimmich sehen wir leider noch nicht. Ich denke, führungstechnisch gebe ich dir da recht, ja. Und das ist auch gut so. Ja, und vor allem ist das gut so, weil ein Harry Kane ein Spieler ist, der super erfahren ist, ein super Level hat und noch nichts gewonnen hat. So, das ist gerade unser großer Pluspunkt. Ich glaube, dass er da schon viel Einfluss schon hat. Und der wird noch steigen, umso länger er da ist. Na, wir müssen halt langsam einfach weg von diesen satten Spielern, denen das am Ende des Tages egal ist. So. Das ist das große Problem. Zumindest auf den Schlüsselpositionen. Ich weiß nicht, ob das schon Thema war, aber mich persönlich hat aufgeregt, dass Tuchel Pavlovic in den Interviews so schlecht geredet hat, und zwar bei allen, sowohl bei DAZN als auch bei Sat1 etc. Ja, da haben wir das schon thematisiert. Das meinte ich ja, es liegt nicht an Kimmich, niemand geht freiwillig auf die Bank oder auf eine andere Position, aber weder Flick noch Tuchel noch Nagelsmann haben das gemacht. Doch, Flick hat ihn als rechten Verteidiger aufgestellt in seinem letzten Spiel. Und Nagelsmann hat jetzt auch geäußert, dass er ihn als rechten Verteidiger sieht in der Nationalmannschaft. Also von daher. Alle Trainer, die was zu verlieren haben, oder anders, alle Trainer, die unbedingt Erfolg haben wollen, müssen, hauen den Kimmich weg aus dem Mittelfeld. Das sollte einen zu denken gehen. Nur der große FC Bayern findet diesen Weg einfach nicht. Warum? Keine Ahnung, haben wir schon so oft drüber geredet. Das ist auch das Einzige, warum ich den Tuchel kritisiere. Ne? Er ist der Trainer, er ist dafür verantwortlich, er hat das vor der Saison klar kommuniziert. Da muss er das auch ändern. Und wir haben gesehen, dass es hätte Möglichkeiten gegeben. Ja. Wir haben Leimer Goretzka gesehen gegen Dortmund, wir haben jetzt Pavlovic Guerrero gesehen gegen Stuttgart. Also kann mir keiner erzählen, dass der Kimmich so super stark unangefochten auf der Sechster rumlaufen muss. Muss er halt gar nicht. Punkt. Und das ist Tuchel seine Geschichte. Dafür ist er Trainer. Und ich glaube auch, dass er weiß, wie das ist. Also, sonst hätte er vor der Saison nicht den Sechser gefordert, den er haben will. Ja. Aber auf der anderen Seite hat er halt nicht die Eier, da irgendeinen anderen hinzustellen. Wer deine Stimme während der Weihnachtspause vermissen hoffe, gibt trotzdem ein paar Videos von dir. Ja, es gibt ein bisschen was wird es geben, ne? Ich werde natürlich so mein Hinrundenfazit ziehen, so eine Spielerbewertung machen auf jeden Fall. Ich habe auch noch eine Doku, eine ganz alte. Das wird richtig legendär. Da werde ich mal eine Reaction drauf machen. Werden mit Sicherheit 2, 3 Videos werden. Bisschen was wird schon kommen. Unter Hitzfeld, Jupp oder Guardiola hätten die Spieler gespielt, wo der Trainer verlangt, ohne Wiederworte. Ja gut, ich glaube, das wäre heute auch so. Also wenn Tuchel sagen würde, hier, Josh, du gehst jetzt als rechter Verteidiger auf dem Feld, dann geht er dahin. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dann Josh sagt, nee, Trainer, mache ich nicht. Und wenn, dann setzt ihn auf die Bank oder auf die Tribüne, Alter. Wir haben doch jetzt genug Spiele gesehen, dass das kein Verlust für uns ist. Ganz im Gegenteil. Dass wir einfach ein bisschen mehr Stabilität in der Mannschaft haben, wenn er nicht auf der 6 rumturnt. Also. Ja, eben. Ne? Also wild. Also ich sehe den Leimer als perfekten Achter. Habe ich aber schon immer gesagt. Kommt natürlich darauf an, wie du spielen willst, aber du brauchst so einen Terrier, Alter. Und der Leimer ist ein Terrier. Hättest du den Leimer gegen Frankfurt in der zweiten Halbzeit auf die 8 gestellt, wäre das Spiel noch ganz anders verlaufen, bin ich mir 100% sicher. Weil dann hätte ein Götze nicht die Zeit gehabt, ach, ich kann mal einen Ball annehmen, ich kann mal gucken und dann spiele ich den Ball genau dahin und der kann den wieder dahin spielen. So, die hätten schon gar keine Ruhe mehr gehabt, weil der Leimer da angelaufen wäre wie ein Stier, Alter. So, das geht uns komplett ab halt in manchen Spielen. Und wenn du meinst, du brauchst dann eher den Filigranen, dann hast du einen Guerrero, den kannst du auf die 8 stellen. Du kannst meinetwegen auch einen Kimmich auf die 8 stellen, wenn man das versuchen will, warum nicht? Aber dann muss er auch die 8 spielen und nicht noch gleichzeitig auf der 6 rumpimmeln und so ein Scheiß.
Ist ja nicht so, dass du keine Möglichkeiten hast. Ja, und nochmal, es geht ja nicht darum, dass du nur 11 Spieler einbindest. So. Du hast einen Goretzka, du hast einen Leimer, du hast einen Guerrero, du hast vielleicht noch einen Sechser, den du verpflichtest. Du hast doch die Qual der Wahl. Du kannst doch gucken. Ja, heute wollen wir vielleicht eher mehr pressen oder der Gegner steht tief oder du brauchst jetzt eine Pressingmaschine, dann muss der Leimer da stehen. So, der kann das wie kein Zweiter. So, denkst du eher, ja, wir ziehen uns zurück, wir kommen mehr aus der Tiefe mit raumgreifenden Schritten, ja, dann kannst du einen Leon aufstellen, weil das ist das, was er kann. Ne? Du willst einen mehr im Strafraum haben, der Kopfball stark ist, stellen Leon auf. So. Gehst du davon aus, der Gegner steht tief hinten drinne, ja, dann kannst du auch einen Musiala auf die 8 stellen, dann kannst du einen Guerrero auf die 8 stellen, dann brauchst du eher einen, der technisch stark ist, der den Ball schnell weiterspielen kann, der Ideen hat, ja, der kreativ ist. So, dann brauchst du keinen Goretzka, der ist verschenkt. Dann brauchst du aber auch keinen Leimer, der anläuft wie ein Terrier. So, da kannst du halt, je nachdem, was du da gerade brauchst, kannst du halt handeln, ne? Aber das kriegt ja Tuchel auch nicht hin. Er richtet sich immer 100% nach dem Gegner, so kriegt es aber nicht hin, dann zu sagen, ja, dann bringe ich aber auch die Spieler in die Position, wo wir uns dann nach dem Gegner richten, wo es sinnig ist. Nee, dann spielt eben jeden Spiel Goretzka, Kimmich da. Scheißegal, was brauche ich jetzt gerade? Brauche ich einen? Der Gegner steht mit 2 Viererketten hinten drinne, dann spielt ein Goretzka auf der 8. Was will er da? Der ist sinnlos, der Mann. Der ist sinnlos. Ja, der kann aus der Distanz mal draufschießen. Ja, der kann auch mal mit im 16er gehen. Was aber auch verpufft, weil der Gegner mit 2 Ketten hinten drin steht. Da brauchst du einen Kreativen. Ja? Dann kannst du meinetwegen stellen Musiala auf die 8, haben wir unter Nagelsmann oft genug gesehen, stellen Müller auf die 10. Also Musiala ist immer stärker, weil Müller mit auf dem Platz steht zum Beispiel. Oder du hast jetzt mit Guerrero die andere Option. So, stellen Guerrero mit auf. Super technisch, der wird mit Sicherheit super mit Musiala harmonieren. So, aber nein, dafür sind wir zu blind. Wir passen uns am Gegner immer 100%ig an, wie wir jetzt spielen und ja, und die Spieler stehen immer die gleichen auf dem Feld, Alter. Obwohl du, ich habe es gerade aufgezählt, 4, 5 Möglichkeiten hast. Ganz wild. Willst du noch einen Live-Twitch-Jahresrückblick machen? 11-Jahresrückblick. Muss ich mal schauen. Ich muss ja zwischen Weihnachten und Neujahr auch noch arbeiten. Muss ich mal schauen. Muss ich mir mal Gedanken zu machen. Muss ich auch mal hier mit meiner besseren Hälfte absprechen, was so anliegt, weißt du? Bayern ist ja ohne Kimmich und Weltmeister. Ich würde nicht sagen ohne Kimmich. Ohne Kimmich auf der 6, ja. Michael, da gehe ich zu 100% mit dir. Ohne Kimmich weiß ich nicht, kann man schwer beurteilen, weil wir ihn einfach noch nicht auf anderen Positionen gesehen haben, leider. Aber ohne Kimmich auf der 6 definitiv. Glaubst du, Palhinha kommt im Winter? Ich glaube ja. Was ich davon halte, weiß ich nicht, aber ich denke ja, dass wir da... Ich glaube schon. Der muss das im Vertrag stehen haben, 6er Stammspieler. Ja, irgendwie sowas muss da sein. Ja, wie gesagt, Roland, ich würde das immer ein bisschen davon abhängig machen, gegen was wir spielen. Ne? Wenn du gegen einen Gegner spielst, der mit 2 Viererketten hinten drin steht, ist halt so ein Goretzka völlig sinnfrei. Meiner Meinung nach. Dafür hat der Leon einfach andere Stärken. Ja, im Januar werde ich mit Sicherheit, da könnte ich eigentlich machen, ja. Im Januar habe ich Urlaub. Die erste Januarwoche habe ich Urlaub. Da könnte man irgendwas machen, hast du recht. Bevor ich das jetzt solo mich hinsetze und das Video für YouTube aufnehme, könnte man das auch im Stream machen, das stimmt. Glaubst du, da geht was für Davis Richtung Real schon im Winter, jetzt wo sich Alaba verletzt hat? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass der FC Bayern ihn abgeben will. Kann ich mir nicht vorstellen. Mir hat Musiala in 4 Spielen unter Nagelsmann auf der Doppel-6, okay, war eher eine 8, ne? Auch sehr gefallen. Musiala ist bockstark, wenn er aus der Tiefe kommt. Ja, ganz genau.
Ist er auch. Ja. Auch da beraubt man, haben wir auch ganz oft gesehen jetzt. Ne? Wenn du eine Mannschaft hast, die mit 2 Ketten hinten drin steht und Musiala steht schon an der Strafraumgrenze und kriegt dann den Ball. So, ja. Klar ist er dribbelstark und kann sich auch vielleicht mal durchsetzen. Aber Musiala ist bärenstark, wenn er auch ein bisschen Raum hat. Ne? Aber mal ehrlich, habt ihr echt alle gesehen, dass die Stuttgarter mehr Ballbesitz hatten? Kam mir gar nicht so vor. Erste Halbzeit hat man das ganz klar gesehen, ja. Zweite Halbzeit kam mir das auch nicht so vor, Michael. Habe ich auch vorhin schon gesagt. Also, dass wir wirklich irgendwie 38-62% Ballbesitz hatten, habe ich auch nicht gefühlt. Kam mir auch nicht so vor. Aber erste Halbzeit hat man das schon gesehen, dass wir Stuttgart, gerade die ersten 20, 25 Minuten haben wir fast Stuttgart den Ball überlassen. PC-Verbot bis 2. Januarwoche. Der war gut. Auf die Doppel-6 gehört ein spielstarker Spieler und ein Kämpfer. Ja, wie gesagt, ich würde das immer so ein bisschen am Gegner festmachen. Und ich denke, schadet ja auch nicht, wenn du halt 4 zentrale Mittelfeldspieler hast, ja, dass die alle auch ihre Spiele bekommen. So. Also ich weiß nicht, in der heutigen Zeit immer, das ist ja was beim Tuchel nicht zusammenpasst. Er redet immer von Belastung, bla, Sülz, Reisestress und so weiter. Und auf der anderen Seite sagt er, ja, das sind meine 11 Spieler, die spielen. Fliegt mir der Kopf weg, Alter. Und dann siehst du die Spiele, wo die Spieler mal nicht spielen und die sind dann auf einmal bärenstark. Ja. Lernt man daraus? Anscheinend nicht. Watch Party habe ich schon mal was zu gesagt, ne? Watch Party ist ja eh wild. Watch Party könnte ich ja nur mal mit Inhalten machen, die man zusammen gucken könnte. Und das hatten wir ja schon mit der Bayern-Doku. Naja, also irgendwelche Transferabsagen oder so kommentiere ich eh nicht. Das ist eh alles nur Stuss. Weil wir den wichtigen Ballbesitz hatten und trotzdem fast 20 Abschlüsse. Ja, ist ja, was ich gesagt habe, ne? Wegen mir können wir 40% Ballbesitz haben, wenn wir dafür 17 Abschlüsse haben. Ist doch alles gut. Ja, und Davies muss ich schon steigern wieder, ne? Jetzt die letzten 2 Spiele waren schon wieder besser, ja. Aber davor war das auch schon erschreckend schwach teilweise. Also. Aber ist halt auch ein super junger Spieler, der wird ja auch einfach Schwankungen haben. Und ja, ich bin auch dafür, dass man mit ihm verlängert. Aber nicht zu jedem Preis. So. Ja, wie gesagt, unsere Außenverteidiger sind nicht mehr so wichtig wie die letzten Jahre unter Tuchel. Wir haben einfach ein anderes Spielsystem. Und wenn dann wirklich Real meint, sie wollen da, was weiß ich, 80 Millionen plus auf den Tisch legen, ja, dann Provi von sie. Ganz einfach. Decki, guten Abend. Die Frage ist halt auch, wer passt und will zum FCB. Das ist halt keine große Auswahl. Ja, da fängt es ja an. So, und deswegen sage ich ja, Palhinha will ja unbedingt zum FC Bayern. Der FC Bayern wollte ihn ja auch anscheinend. Und ich gehe davon aus, dass der kommt in der Winterpause. Ja, man kann da keine Watchparty machen bei Bayern spielen, ne? Guerrero, Pavlovic, Guerrero, Leimer, Pavlovic, Goretzka wären interessante Pärchen. Jo, das wären alles. Guck mal, wir haben ja gegen Dortmund gesehen, dass auch Goretzka, Leimer bockstark war. Ja, als Pärchen. Deswegen sage ich ja, das kann man halt von Gegner zu Gegner sehen. Also. Was sagst du zum Zaragoza-Transfer? Ich fühle den, ja. Kann den Spieler noch nicht wirklich gut einschätzen. Das werden wir sehen, wenn er da ist. Aber ich fühle solche Transfers für um die 20 Millionen rum von talentierten Spielern, die auch schon sich durchgesetzt haben. Und gerade auf den Außen wird Zeit, dass frischer Wind kommt. Ja. Wir haben es gesehen. Also Gnabry brauchen wir gar nicht erst anführen, das Thema. Tell ist jetzt auch nicht so der Außenstürmer oder Außenflügelspieler unbedingt. Coman, ja, auch sehr durchwachsen.
Der Einzige, der bisher konstant geliefert hat, war so Sané. Kann kaum glauben, dass ich das sage, aber ist so. Und da mal 1, 2 junge, frische Spieler, die hoffentlich dann auch ihre Chancen bekommen, fühle ich sehr, ja. Bevor es wieder schnell verabschiedet, wünscht dir Kai Mara schöne Weihnachten. Ja, wünsche ich dir auch, Chico. Und euch allen natürlich. Bleib gesund und genieß die Zeit. Der Red Mutig Community wünsche ich auch friedliche und erholsame Festtage und Weihnachten. Chico, das kann ich nur zurückgeben, ne? Aber ich werde eh noch ein kurzes Video raushauen auf YouTube natürlich, ne? Keine Sorge. Hansi Flick soll Besiktas Coach werden. Ja, wegen mir. Wegen mir soll der Hansi das machen. Glaubst du, sonst immer einen neuen Fußballmanager? Ja, da kannst du auch drin versinken, ne? Da kannst du auch drin versinken. Der Saragossa ist 1,63. Ja, ist doch egal, wie groß er ist. Durch Check Attack an. Rasenrambo ist auch geil. Hab dein Channel vor ein paar Monaten gefunden und schaue seitdem alle deine Spieleinschätzungen. Du machst tollen Content. Ob Sieg oder Niederlage, dir zuzuschauen, hilft beim Klarkommen. Danke. Rasenrambo, vielen lieben Dank. Hilft mir auch, diese Videos zu machen, um klarzukommen. Ich könnte natürlich jetzt auch ein schmerzhaftes Beispiel anbringen, von wegen Größe. Milito gegen Van Beuten. Fragen? Beweisführung abgeschlossen, oder? Ei. Ja, leider erst im Sommer. Aber ist doch gut. Wir arbeiten doch aufs Finale da oben hin. Doch, super. Ich denke auch, dass es spannend wird. Wenn er denn die Chancen bekommt, das steht ja wieder in den Sternen. Wenn Tuchel unser Trainer bleibt, sieht das schlecht aus. Sag ich, wie es ist. Weil wenn man auch die Reaktion gesehen hat, wo Tuchel auf den Spieler angesprochen wurde, hat das auch schon wieder Bände gesprochen. Ne? Roland, durch meinen Kanal bist viel kritischer geworden. Ich hoffe, das ist gut und nicht schlecht. Ansonsten tut's mir leid. Mein Tipp für Wolfsburg, ich sag, ich müsste da eigentlich so ein Wenn machen. Ob Kimmich spielt oder nicht, weißt du? So eine Geschichte. Aber ich sag einfach mal, 3-1 für uns. Was ist deine Meinung zur Club-WM 2025? Ich bin gespannt drauf. Finde die Idee sehr interessant. Ist mal was anderes. Ist natürlich in dem Hinblick, dass es der FIFA nur um Kohle geht. Natürlich kannst du das negativ sehen. Mehr Spiele, sowieso negativ, keine Frage. Dass das Ganze in den USA stattfindet, ist am Ende des Tages Wurst. Es ist ein Turnier, wo du 3 Wochen hinfährst und wie eine WM halt nur mit Clubmannschaften. Ich finde es halt super interessant, mal gegen afrikanische Teams zu spielen, gegen die Sieger aus der afrikanischen Champions League, gegen die Sieger aus der südamerikanischen Champions League und sowas. Das finde ich super interessant, ja. Weil das einfach weltweiter Vergleich dann ist und nicht nur dieses Standard-Europa-Ding. Man wird halt einfach mal auch gegen ganz andere Mannschaften fußballerisch spielen. Ja, gerade südamerikanische Teams sind ganz anders von der Physis her und sowas. Das kann schon sehr interessant sein, denke ich. Das sehe ich sehr positiv, was das anbelangt. Nochmal, also wir müssen sich darum reden, dass die Idee natürlich dahinter ist, dass mehr Kohle fließt. Aber Fußball ist leider nur noch Kommerz. Nur noch Wachstum, Geld. Da müssen wir uns leider alle mit abfinden. Ansonsten, ich persönlich finde es interessant. Natürlich mehr Spiele, ja, ganz ehrlich. Die Mannschaften, die an dem Wettbewerb teilnehmen, sind alles Mannschaften, jetzt aus europäischer Sicht, die auf jeden Fall genug finanzielle Mittel haben. Ja. Und da musst du halt einfach mal 3 Spieler mehr im Kader haben. Also ich denke nicht, dass du da nur 1 Million kriegst, wenn du daran teilnimmst. Also ich denke schon, dass da auch ein bisschen was geht. Also ich persönlich finde es interessant, einfach mal
gegen andere Mannschaften als europäische Teams zu spielen. Finde ich gut. Ja gut, dein Kanal erdet und man nicht mehr so die fanatische Brille aufhat. Ich nehme das mal als Lob, wa, Roland? So Größe des vermeintlichen Neuzugangs möchte ich anmerken, dass meine Gattin auch immer sagt, auf die Größe komme es nicht an. Ich bin 1,80 Meter groß. Meint sie nur. Ja, Manfredo, das geht jetzt hier leider zu weit, ne? Ist dir klar, oder? Die Uhrzeiten sind nicht gut in den USA. Ja, mein Gott. Mein Gott. Wir haben auch schon eine WM in den USA gehabt. Also ich glaube nicht, dass die FIFA da so sein wird, um zu sagen, ja, wir machen die Spielzeiten so, dass Europa nicht gucken kann. Also ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Weil es geht ja um Money, weißt du? Und es soll ja dann auch die ganze Welt zugucken. Es geht um die FIFA, Leute. Macht euch keine Sorgen. Also da müssen wir uns keinen Kopf machen. Was denke ich über groß Comeback beim DFB-Team? Keine Ahnung. Also ich mag einen Toni Kroos, ich finde ihn gut. Ich weiß nicht, wie er bei Real im Moment performt oder nicht performt. Ich kann es irgendwo verstehen, dass man das so handhabt, wie es Nagelsmann gerade tut. Ja, dass er jetzt alles nur so auf die EM ausrichtet. Auf der anderen Seite ist es einfach ein Trauerspiel. Wenn man das in der deutschen Nationalmannschaft sieht mit den ganzen Hickhack, so, wir machen jetzt einen Umbruch, Hummels ist raus, Müller ist raus, ich meine, man hat einen Boateng noch nicht zurückgeholt, ja, aber Boateng ist raus, der ist raus, der ist raus. So, wir machen einen Umbruch, wir bauen eine neue Nationalmannschaft auf. Ja, dann scheiße, dann läuft das nicht. Ach ja, warte mal, wie könnten wir denn machen? Ja, ich hole erstmal den Müller zurück. Ja, das hat auch noch nicht gefruchtet. Was mache ich sonst noch? Ach komm, jetzt hole ich den Hummels noch zurück, dann hole ich den noch zurück. Jetzt hole ich den Toni Kroos noch zurück. Alter, man hätte einfach mal Eier haben sollen und hätte nicht einen Nagelsmann dafür für 6 Monate verpflichten sollen, sondern einfach mal einen Trainer, der Bock hat, der nicht da ist, um Kohle zu scheffeln oder Ruhm zu ernten, sondern einfach mal einen Trainer da hinsetzen, der Bock hätte, ein Projekt zu starten. Ich meine, wir haben im DFB genug Trainer, ja, wenn man mal ein bisschen weiter runtergeht, die da gute Arbeit machen und der dann einfach mal die Eier gehabt hätte und dann eine neue Mannschaft aufgebaut hätte. So, das haben wir natürlich in den letzten Jahren schon verpasst. Deswegen stehen wir jetzt da, wo wir stehen. Deswegen haben wir jetzt das Problem. Dann wirst du jetzt eine EM spielen, wieder mit den ganzen alten Haudegen und ach, keine Ahnung. Also für mich ist das alles, wie gesagt, ich gucke die Nationalmannschaft seit Jahren nicht mehr und genau aus diesen Gründen. Ja, es ist immer dieselbe Rotze. Immer derselbe Mist. Ja, am besten sagen wir demnächst jetzt noch, komm, ja, wir holen noch den WM-Torschützen zurück, Mario Götze, obwohl das vielleicht noch irgendwo nachvollziehen könnte. Wir fliegen den Schwanni noch ein, weil wir brauchen auch einen, der kämpft, der Ausstrahlung hat. Alter, weiß ich nicht. Soll Toni Kroos jetzt der große Heilbringer sein oder was? Also Toni Kroos ist alles, aber kein Anführer. Und ich glaube, du brauchst gerade in der deutschen Nationalmannschaft endlich mal einen Anführer, Alter. Der da mal Tacheles redet und die Mannschaft führt. Ja? Und das durch Leistung und durch Persönlichkeit. Weiß ich nicht. Also das ist ungefähr wie beim FC Bayern. So, vor 2 Jahren, oh, wir müssen jetzt einen riesen Umbruch machen. Und trotzdem ziehst du die ganzen Altlasten seit 2 Jahren durch und siehst seit 2 Jahren Grottenfußball. Ja, haust in den 2 Jahren 3 Trainer durch und beschwerst dich dann darüber, dass 2 und 2 immer noch 4 ist. Mein bestes Beispiel habe ich letzten Stream schon gebracht. Und dass 2 und 2 4 bleibt. Ja, auch wenn du den Trainer austauscht. Und das Problem hast du in der Nationalmannschaft auch. Ja, guckt euch doch mal an, was wir für Spieler haben. Gerade in der Offensive hast du doch eine Qualität, mal abgesehen vom Stürmer. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ansonsten hast du noch eine Qualität, Alter, mit der was laufen muss. Ja. So. Und nein, dann fange ich wieder an, die ganzen alten Drecksäcke da zurückzuholen, weil jetzt eine Heim-EM ist. Alter, die werden in der Vorrunde ausscheiden. Bäm. Kannst du davon ausgehen, auch wenn das eine super leichte Gruppe ist. So, also, man hat jetzt die Spieler da, schon bevor Nagelsmann kam, hast die Spieler da, dann holst du den Hummels zurück, holst den zurück. Was ist das denn für ein Zeichen an die Spieler, die da waren?
So, Alter, warum bist du denn hier? Ich schlag dir in die Fresse, ich hole den Hummels zurück, der in Dortmund kaum noch laufen kann. Alter, das ganz wilde Takes, die da laufen. Und nochmal, diese Nagelsmann-Verpflichtung damit nur für ein halbes Jahr. Pff, lächerlich. Nee, fühle ich nicht. Aber bin ich auch raus aus dem Thema. Vielleicht tue ich denen auch Unrecht, ist halt mein Blick von außen, ohne da irgendwie in dem Thema drin zu sein, was Nationalmannschaft betrifft. Nee, ich freue mich nicht auf die Heim-EM. Ich bin nicht gehypt. Ich sehe keinen Hype. Wie gesagt, ich habe Nationalmannschaft mir dann ein Spiel angeguckt unter Nagelsmann. Ich habe Hoffnung gehabt unter Nagelsmann, aber ich dann sehe, wegen der Nagelsmann da alles da zurückholt, nur um da jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Ich fühle das halt nicht, diese Einstellung fühle ich nicht. Keine Ahnung. Ja gut, Sandro Wagner ist natürlich noch ganz frisch. Weiß ich nicht. Ja, kann ich nichts zu sagen. Also, ich sehe da halt kein klares Konzept, ähnlich wie es beim FC Bayern auch lange Zeit war. Es fehlt so ein Konzept einfach, weißt du? Man hätte einfach mal die Eier haben sollen und das durchziehen sollen. So, wir machen einen Umbruch und dann macht das doch auch. Es ist doch nicht so, dass wir keine jungen Spieler haben. Ja? Aber da sind wir auch dann wieder bei dem Thema. Auch ja, dann ist das ja auch die Presse, die da mit reinspielt, ist ja wie bei uns. Überleg doch mal, der Tuchel setzt den Kimmich mal 2 Spiele auf die Bank, Alter. Dann ist doch in jeder Pick, ist doch wie mit dem Müller. Ja? In der Nationalmannschaft wäre es ja genauso. Boah, ich lade die jetzt nicht mehr ein. Da ist ja gleich, ach du Scheiße. Da brennt ja ganz Deutschland. Aber siehst ja, was passiert, wenn du die ganzen Ballerbieren einlädst, Alter. Lächerlich. Und dann beschweren die Spieler sich noch, ja, ist ja schon scheiße, ne, dass hier keine Stimmung ist. Verstehe ich ja nicht, dass hier keiner hinter uns steht. Alter Belly. Wild. Zum Thema Investoren, wird das jetzt Konsequenzen in den Fanbases haben? Also Spielboykott, oder werden die Fans trotz der Investoren noch Geld in die Vereine pumpen? Ja, natürlich pumpen die Geld in die Vereine. Also erstmal ist das ja ein ganz, ganz kleiner Teil, der das überhaupt so sieht, wie man sieht. Viele sehen das ja, oh ja, ist doch super, die Vereine haben mehr Geld, blasös. Der 0815-Fan, der will weiterhin sein Merch kaufen und sich auf die Tribüne hocken und sonst was. Also das wird ja nichts ändern. So. Und auch die Ultras, das ist ja nicht, dass sie dann sagen, wir gehen nicht mehr zum Spiel. Ja? Also, daran wird sich nichts ändern. Ja, es wird Aktionen geben. Die Meinung, das ist auch gut so, man muss laut sein. Aber es ist beschlossen, man wird sich mehr verhindern. Also die DFL wird ja jetzt nicht sagen, ach nee, alles gut, wisst ihr was? Ihr seid so laut, wir lassen das sein. Wir nehmen das wieder alles zurück. Das wird ja nicht passieren. Ja? Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Also den Verein wird das, ach, die merken das gar nicht. Moin erstmal. Ich finde, in der Nationalmannschaft geht es nicht um eine Mannschaft über längere Zeit ein Team aufzubauen, sondern die Besten der Nationen zu nominieren und in kürzester Zeit ein Team zusammenzuschweißen. Eben ganz anders als im Vereinsfußball. Ja. Aber ich glaube nicht, dass die Besten aktuell in der Nationalmannschaft sind. Aber wie gesagt, gefährliches Halbwissen. Am Ende des Tages ist es mir wurscht. Sag ich euch, wie es ist. Ich habe mit der Nationalmannschaft leider seit langem abgeschlossen. Mich catcht das einfach gar nicht mehr. Ich sehe, wer da teilweise rumrennt und wie die da rumrennen. Und wir haben das Thema schon mal öfters gehabt. Auch diese Einstellung halt mit Prämien und bla und Sülz, dass da keiner mehr fürs Land spielt, was eine Nationalmannschaft ist. Und das sieht man auch im Feld. So, sonst kannst du dir manche Leistung kannst du dir einfach nicht anders erklären. Das ist der Kommerz, der da ist bei den Spielern nicht anders, Alter. Manche Spieler sollten einfach sagen, bitte nominiere mich nicht mehr. Mich interessiert die Nationalmannschaft nicht. Ich glaube, dann wären sie ehrlicher.
Mein Team wäre Neuer, Raum, Tah, Schlotterbeck, Henrichs, Kroos, Kimmich, Musiala, Wirtz, Sané, Füllkrug. Naja, und Mannschaftsform ist jetzt halt auch nicht mehr so einfach, wa? So viel Zeit ist ja nicht mehr. So viel Zustimmung für unsere Schweizer wäre rot. Ja, man wird sehen. Ich meine, wir waren ja immer eine Turniermannschaft, haben wir die letzten Großveranstaltungen ja leider widerlegt. Keine Ahnung. Ich habe keine Tickets bestellt für die EM. Also brauche ich mich auch nicht ärgern, dass ich dir ausgegangen bin. Ich hatte große Hoffnung bei Tuchel, jetzt Monate später große Enttäuschung. Dann kam Nagelsmann, erst große Hoffnung und jetzt ebenfalls große Enttäuschung. Welcher Trainer sollte man versuchen? Nationalmannschaft oder was? Ich weiß gar nicht, warum die EM-Tickets so ein Hype war. Wer hat momentan Bock auf die DFB-11? Ja, ich nicht. Vielleicht um sie weiter zu verkaufen später. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also für die Nationalmannschaft wäre so ein Kloppo natürlich der ideale Trainer. Aber der hat da wahrscheinlich auch keinen Bock drauf. Du brauchst halt einfach in der Nationalmannschaft, gerade für so Turniere, du brauchst einen Trainer, der die Jungs abholt. Ja? Der die motiviert, der die heiß macht. So einen Trainer brauchst du da. Gerade wenn du jetzt so kurz davor bist und alles scheiße ist. Da bringt dir so ein super analytisches Gedöns wieder relativ wenig, wie wir gesehen haben. Also. Aber ist auch nur meine Meinung. Trainer bei Bayern, der Tuchel ist ja okay. Der Tuchel muss sich nur mal angewöhnen, eine eigene Spielphilosophie mal in den Raum zu werfen beim FC Bayern und mal das Leistungsprinzip auszurufen und dabei mal junge Spieler mit einzubeziehen. Dann wäre doch alles gut. Meiner Meinung nach. Also dann wäre es doch nichts, warum der Tuchel nicht Trainer bei uns sein sollte. Ansonsten ist es natürlich schwer. Ja, du kannst jetzt wieder die gehypten Trainer gerade nehmen, Alonso, Hoeneß, Blasels. Aber auch die müssen dann erstmal die Eier haben beim FC Bayern und sagen so, du, dich brauche ich nicht mehr. Bitte such dir einen neuen Club. So, das ist ja das große Problem bei uns gerade. Das hat kein Trainer. Und der Club hat nicht die Eier, hinter dem Trainer zu stehen. Ich glaube, das ist auch das Problem, was ein Tuchel sieht. Ja? Guck mal, der Nagelsmann hat viel versucht, wollte viel ändern. So, dann gehen die gestandenen Spieler, der tolle Spielerrat geht dann zum Uli oder zu wen auch immer. Ja, nee, das können wir so nicht. Wir können das nicht. Wir können nicht aus unserem 4-2-1-3-1 raus und nein, das überfrachtet uns und dann sind wir nicht gut und das war ja am Ende so weit, dass der Nagelsmann den Spielerrat gefragt hat, ja, seid ihr denn damit einverstanden, dass wir vielleicht jetzt mal eine Dreierkette spielen? Alter, wo sind wir denn angekommen? Versteht ihr? So, und was macht der Verein dann? Ja, als erstes direkt den Nagelsmann weg. So, man hätte halt schon ein halbes Jahr vorher sagen sollen, das ist so, Nagelsmann, wollen wir 5 Jahre, ziehen wir durch, ist der Trainer, die Spieler, die keinen Bock haben, sucht euch einen neuen Club. Gut wäre gewesen. So, und dann kommt ein Tuchel jetzt dahin und Tuchel hat das ja natürlich mitgekriegt, der ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Ja? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, was der Tuchel gerade sieht. Warum er nicht die Eier hat zu sagen, ja, ich hau jetzt aber den Kimmich raus, ich hau den noch raus und hau den raus, weil er dann genau weiß, was passiert. Die rennen dann auch wieder schön hoch zum Uli, zum Weihnachtsbaum, zu Weihnachten, setzen sich dahin. Uli, also das geht ja so nicht. Ne? Also der Thomas, der will ja, der überfrachtet uns ja. Jetzt will der auch noch mit einer Dreierkette anfangen und wir spielen nur mit einem Sechser. Und wie soll das denn funktionieren? Das ist alles hausgemacht bei uns aktuell. So, deswegen, du kannst den Trainer wieder austauschen. Du kannst einen Alonso da hinsetzen. So, wenn du dem Alonso nicht den Rücken stärkst, wenn der sagt, den brauche ich nicht, dann funzt das auch wieder nicht. Ja, und das hat man bei Tuchel auch nicht gemacht. Tuchel hat vor der Saison gesagt, ich brauche einen Sechser. Kimmich ist für mich kein Sechser. Wurde ignoriert. Ja, dann haben wir zum Schein mit dem Palinja verhandelt am letzten Transfertag.
Zum Schein haben wir am letzten Transfertag noch versucht, einen rechten Verteidiger zu holen. Wie wollt ihr das uns erzählen? Dass unsere Vereinsführung, das Supergremium, unsere Taskforce so inkompetent ist, um dann 2 Transfers am letzten Transfertag zu versauen, oder was? Alter, das ist doch das große Problem bei uns. Das ist, was ich sage. Du musst jetzt mal langsam wieder anfangen. Hier habe ich letzten Stream schon gesagt, oben eine Strategie vom Verein. Das ist unsere Strategie, unsere Ausrichtung für die nächsten Jahre. Das ist unser Spielermaterial. Dazu, zu den beiden Sachen, hole ich dann den passenden Trainer. Und an dem halte ich dann fest. Ja, und wechsle nicht alle 1,5 Jahre den Trainer, Alter. Der die ärmste Sau ist aktuell bei uns. Und klar, ich kritisiere den Tuchel oft genug, aber man muss mal ein bisschen so die Hintergründe verstehen. Warum verhält er sich, wie er sich verhält? Ja, warum, hier, traut er den ganzen gestandenen Spielern die Eier? Weil er auch Schiss davor hat, dass die dann hochtappeln. Und dann heißt es auf einmal, ja, der Tuchel ist auch weg. Bild. Ganz komisch. Und die Nationalmannschaft, hör mir auf. Eieieiei. Kriege ich nochmal Puls zum Ende des Streams. Ist ja wild. Habt ihr Lazio schon besprochen, was der Konsens? Der Konsens ist easy peasy, leichter Gegner. Ist nicht mein Konsens, ist der Konsens hier im Chat gewesen. Mein Konsens ist guter Gegner, weil es immer noch irgendwo ein Name ist, mit dem man noch ein bisschen Erfolg verbindet und man nicht zu sehr unterschätzt, aber trotzdem machbarer Gegner. Die Worte Blau und Sylt sind ein Markenzeichen. Mansfield, vielen lieben Dank. So wieder 9,99 Pfund. Ich danke dir. Auf jeden Wirtz, Sané, Musiala, Wirtz, Sané und davor Kane. Das wäre schon brutal, ne? Ja, Wirtz wär schon eine Kanone. Auf jeden Fall. Also wenn der Bock hat, so zum FC Bayern und so die gleiche Einstellung an den Tag legt wie bei Leverkusen, kommst du eigentlich nicht an dem vorbei, ey. Ja, und wenn man sieht, Musiala kann auch noch mehr aus der Tiefe kommen, aber Wirtz kann ja auch gut aus der Tiefe kommen, wie ich gegen Stuttgart gesehen habe. Also, das wäre schon ein Fund, ne? Muss natürlich dann auch den Trainer haben, der auch dazu die Strategie entwickelt, wa? Wie lange hat Tuchel nochmal Vertrag? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, er hat 3 Jahre gekriegt gehabt, oder? Oder nur 2? Wenn wir jetzt zu uns Bayern kommen und Musiala bleibt, muss man die Grundaufstellung umbauen, denke ich. Ja. Tuchel will ja eh anders spielen, als wir aktuell spielen. Ich hätte auch Bock auf Mbappé. Nee, ich nicht. Ich hätte keinen Bock auf Mbappé. Wenn sie gegen Lazio rausfliegen wie Sommer, ja. Das glaube ich ja nicht. Maximilian, na. Was sind hier für Worte? Man muss Tuchel jetzt ein paar Jahre behalten. Er ist ein Top-Trainer. Dieses Trainerwechsel nervt. Ja, aber da muss man sich auch hinter ihm klipp und klar stellen. Ne? Und das fehlt halt aktuell. So, und man muss einen Tuchel begreiflich machen, dass der FC Bayern auch auf Jugendspieler setzen möchte. Wenn er das hinkriegt, in seinen Kopf reinkriegt und ein Leistungsprinzip wieder herrscht bei uns, habe ich auch kein Problem damit. Tuchel verleiht lieber Pavlovic, als ihm Zeit zu geben. War schon bei Stanisic eine super Idee. Bei uns hätte er nun viel gespielt und er sitzt auf der Bank und spielt weniger als bei uns. Ja, die Frage ist, ob er bei uns mehr gespielt hätte. Aber so alt ist er jetzt auch noch nicht, ne? Ich setze auch große Hoffnung in Freund. Aber nochmal, das ist ja auch mit dem Saragossa-Transfer, wenn ihr da mal die Reaktion von Tuchel gesehen habt, in der PK hat das schon wieder Bände gesprochen, ne? Also du musst den Trainer dann auch haben, der Bock hat, Spieler zu entwickeln. Und ich weiß nicht, ob ein Tuchel da die Lust zu hat bei uns. Ich hoffe, dass das kommt, aber ich bin mir da nicht sicher. Und das ist halt auch noch kein fertiger Spieler. Ja, der muss die nächsten Steps bei uns machen.
Also, und das muss ja halt auch durchs Trainerteam und durch den Trainer. Ja, du kannst nicht dann hier, wie jetzt Pavlovic, so, ja, hier, jede Runde machst du 2 Spiele, weil gerade Kimmich gesperrt ist oder krank ist. Das geht nicht. Ja, du musst die Spieler dann auch mit ins Boot nehmen. Wenn man als Trainer Schiss vor Entscheidungen hat, ist man aber bei Bayern falsch. Ja, das haben wir die letzten Jahre eher widerlegt, ne? Also ich glaube, der Nagelsmann wollte genug ändern, hat es ja auch teilweise dann geändert. Und musste dann wieder zurückrudern, ne? Oh, was ist hier? Bot-Follow oder was? Na gut, dass das Stream gleich vorbei ist, Alter. Und ich mache mal Alerts aus. Das ist genau das Problem, dass zu viele meckern und dann kollektiv blockieren. Meine Meinung, das zieht sich dann auch bis in die Nationalmannschaft rein. Ich glaube einfach, die Nationalmannschaft hat so ein bisschen das Problem wie beim FC Bayern auch, dass es keine Mannschaft ist. Ne? Nein, ich unterschätze die Lazio auch nicht. Ich sehe das auch so. Im Achtelfinale, wenn du da drin bist, bist du da drin, Alter. Also. Ich sage ja nur, dass es schön ist, dass es Lazio ist und nicht irgendwie noch ein kleinerer Name, so, weißt du, weil wir ja so ein bisschen Motivationsprobleme manchmal haben. 4-4-2, Musiala, Wirtz, Kane, Sané, Coman, jedes Jahr Champions League. Ja, ich sehe den Coman dann nicht so drin. Also Coman hat mich diese Saison bisher echt enttäuscht, muss ich sagen. Ja, hat eine gute Phase gehabt von den 3-4 Spielen, wo er ein Tor gemacht hat. Aber im Großen und Ganzen hat er mich enttäuscht. Leider. Jetzt wird er erst 20 für sein, wird es mit Kane schon eng. Weiß ich nicht. Wenn Kane so ein Fitnessmonster ist, wie es ein Levi ist oder so, dann warum nicht? Wir müssen mal Adidas reden, ein separater Stream. Ich finde, die haben zu viel Macht im Verein, meine Meinung. Das weiß ich nicht. Die haben ja, wenn dann, genauso viel Macht wie die anderen Anteilseigner, ne? Bei Tuchel ist wie bei Nagelsmann. Wenn man zum Trainer öffentlich steht, dann muss man es durchziehen. Ja, aber das ist ja gerade unser Problem, ne? Und bei der Nationalmannschaft finde ich das Problem, dass ein Nagelsmann nicht zur Nationalmannschaft steht. Und das dann so verkauft hat, wie, ja, eigentlich bin ich ja schon länger Trainer, wir haben das nur zur Sicherheit gemacht, bla, Sülz. Ja. Halt auch, es ist auch eine Farce halt einfach. Naja, eine Mannschaft vor 2 Jahren spielt ja keine Rolle, wie sie dann nächstes Jahr spielt. Ne? Olli und Bratzo waren kacke. Ja, die haben viel kaputt gemacht halt, ne? Am Ende des Tages. Tuchel ist schlimm, der denkt, jeder Spieler unter 25 hat zu wenig Erfahrung, kann nicht gegen. Ja, zumindest vermittelt er das Gefühl, ja. Bin ich bei dir. Deswegen sage ich ja, das ist so die Sache, die schwierig wird bei uns in Zukunft. Ja, Hummels hat schon immer einen guten Spielaufbau gehabt. Das ist ja das, was ihn auszeichnet. Die Frage ist ja, brauchst du einen Innenverteidiger mit einem guten Spielaufbau? So, das ist ja schon mal die erste Frage. Ja? Weil das ja nicht mehr der schnellste ist und so weiter, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber wie gesagt, ich bin im Thema Nationalmannschaft auch nicht drin, aber das sind so die Sachen, die man sich mal fragen sollte. So, wer soll mein Spiel aufbauen? Soll der Innenverteidiger Spiel aufbauen? Soll das defensive Mittelfeld das Spiel aufbauen? Das ist halt alles so eine Grundsatzfrage. Wünsche mir nur eine Linie im Verein. Ja, da bin ich bei dir. Geh's mit, wenn es auch Täler gibt, aber dann gehen wir auch gemeinsam raus. Ja. Das ist ja, was ich sage. Mir fehlt das halt auch einfach. Ne?
Und was mich halt so ein bisschen stutzig macht, ist im Moment so, man hat es ja gesehen, auch in der Jahreshauptversammlung und jetzt in jedem Interview so Chrissy oder der Freund so, ja, wir beim FC Bayern, neue Strategie und hier Partnerclub da und Talente wollen wir einbinden. So, und dann hast du als Trainer einen Tuchel da hocken, der Pavlovic dann nach einem sehr, sehr guten Spiel gleich rund macht, die Fehler vorhält und sagt, ja, lassen wir die Kirche im Dorf. Das passt halt nicht zusammen. Ne? So. Also, das ist ja, was ich meine. Du hast die Strategie jetzt, die da ist, die ist ja definiert. So. Das ist halt so, was gerade so ein bisschen wild ist. Aber da werden wir sehen, was die Rückrunde bietet. Bin gespannt. Will Knappe den Verein verlassen? Ich glaube nicht. Ich hätte nichts dagegen, aber ich glaube es nicht. Dafür verdient er zu viel Geld, das will kein anderer Verein ihm zahlen. Und dass ein Gnabry kein Problem damit hat, auf der Bank zu sitzen, zeigt er ja seit Jahren. Also warum sollte er wechseln? Warum sollte er aus der Wohlfühloase Bayern weggehen? Denkst du unter dem Aspekt, wie Tuchel Trainer ist, den DFB zum Erfolg führen würde? Er soll ja theoretisch ein Fuchs sein in dem, was er macht und hat es die letzten Jahre bewiesen. Ich könnte mir den Tuchel schon vorstellen als DFB-Trainer, ja. Aber wer weiß das schon? Ja, wir brauchen über Nagelsmann nicht reden. Also Nagelsmann ist ein guter Trainer, eine gute Strategie, eine gute Einstellung, aber ja, man hat ihn auf der einen Seite viel für ihn gemacht und auf der anderen Seite dann in den wichtigen Momenten im Regen stehen lassen. Guckt euch an, was Nagelsmann alles kommentiert hat. Er hätte die ganze Jahreshauptversammlung das Jahr davor gerechtfertigt. Ja, in seinen Pressekonferenzen. Und jedes Thema musste er rechtfertigen. Da war kein Brazzo, da war kein Oli, da war keiner. Es war immer der Trainer, der über sämtliche Sachen im Verein reden musste. Ganz wild auch, ne? Und ja, er ist halt so ein bisschen auch so ein Selbstdarsteller. Ja, das muss man aber auch wissen, wenn man ihn verpflichtet. Ja, keine Ahnung. Also ich finde halt, wenn man so einen Trainer verpflichtet wie einen Nagelsmann oder jetzt auch einen Tuchel, man weiß ja, was man holt. So, du weißt, du holst einen Nagelsmann, du weißt, was er für einen Fußball spielen will. Offensiv, pressen, offensiv über außen, die Außenverteidiger ein bisschen hochschieben, Blasels. Dreierkette am besten, das weiß man, wenn man Nagelsmann verpflichtet. Deswegen verpflichtet man ihn. Ja? Dann sagen aber die Spieler, nee, können wir nicht. Sind wir zu doof zu, haben wir keinen Bock zu, wollen wir nicht. So, und da muss doch der Verein kommen und sagen, pass mal auf, das ist unser Trainer für die nächsten 5 Jahre. Da haben wir 20 Millionen für bezahlt. Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Ihr macht das, was der Trainer möchte. Wenn ihr das nicht möchtet, ist doch kein Problem. Dann sucht euch doch bitte einen neuen Verein und wir suchen uns neue Spieler. So, wäre doch kein Problem gewesen. Ja? Dasselbe mit Tuchel. Du verpflichtest einen Tuchel. So, der Tuchel wird ja irgendwann mal vorgesprochen haben. Hat ja gesagt, hier, das bin ich. Jeder kennt auch, was der Tuchel ist im heutigen Fußball. So, da sollte man auch wissen, dass ein Tuchel gerne Spieler hat, die erfahren sind. Ja, das hatte schon Chelsea so in Paris. Er hat gesagt, den Spieler brauche ich. Ja, das waren alles Clubs, die 20 Milliarden, 1000 Trillionen an Geld haben gesagt, ja, kaufe ich dir. Er hat sein Team gehabt, hat das Team geformt, wie er es haben will, hat den Fußball gespielt. Bam. So. Das weiß man, wenn man Tuchel verpflichtet. Ja. Und dann jetzt zu sagen, ja, aber unsere Strategie ist, wir wollen jetzt junge Talente einbinden. So, da muss man knallhart sagen, dann ist der Tuchel der verkehrte Trainer. So, aber das weiß man doch vorher. So. Ja, gut, jetzt können wir natürlich argumentieren, ja, die aktuelle Führung hat ein Tuchel ja noch nicht geholt. Das war ja noch die alte Führung. Ja, dann weißt du auch, was daraus resultieren wird. Ne? Ich glaube nicht, dass der Tuchel sich als Trainer ändern wird und sagen wird, ja, ich werde jetzt hier der super Spielerentwickler. Es wäre schön, ich traue es ihm auch zu, hat er ja damals in Mainz gezeigt, auch in Dortmund teilweise. So, in Paris und Chelsea war das nicht nötig. Hat er gesagt, hier, A, B, C ist hier eine Spitzenmannschaft, da will ich fertige Spieler, da weiß ich, was ich habe, feuerfrei. Ja. Deswegen haben wir gerade so einen Spalt dazwischen bei uns. Der Verein möchte das, Tuchel möchte das. So, ja, wild, schwierig.
Zwar kein Bayern-Thema, aber meines Erachtens trotzdem interessant. Terzic im Winter weg. Weiß ich nicht. Ist halt so ein Dortmunder Urgestein, wa? Ich habe schon nicht verstanden, warum man Terzic behalten hat und in die neue Saison gegangen ist, wenn ich ehrlich bin. Also habe ich nicht verstanden. Also wenn man als Dortmund letztes Jahr kein Meister geworden ist, schwierig. Aber gut, ich bin da nicht drin im Dortmund-Thema, ne? Aber mein Take war ja, habe ich ja schon gesagt, bei der Nagelsmann-Verpflichtung, bei der Pressekonferenz der Nationalmannschaft, Nagelsmann ist schon safe mit Dortmund, finde ich ja. Deswegen denke ich, die Dortmunder werden mit dem Terzic durchziehen. Es sei denn, es wird die Champions League in Gefahr kommen. Da werden sie wahrscheinlich irgendeinen Interimstrainer nehmen, denke ich. Und dann nächste Saison kommt der Nagelsmann nach Dortmund. Gehe ich zu 100% von aus. Wollen wir das Thema Nagelsmann ganz aufmachen? Ja, mach doch mal auf. Nee, bei Mbappé musst du gar nichts all in gehen, Alter. Wir brauchen so einen Spieler einfach nicht. Wir sind nicht diese Art Club. Wir sind nicht diese Art Club, die so einen Star braucht, der komplett auf sich fixiert ist. Ja, das ist dasselbe wie ein Ronaldo. Wir hätten niemals einen Ronaldo gebraucht. Wir brauchen eher so einen Harry Kane. Da sieht man, das ist ein richtiger Star. Hat keinerlei Allüren, ist mannschaftsdienlich. Ist einfach ein Gentleman. So, das passt zum FC Bayern. Es passt nicht so ein Selbstdarsteller zum FC Bayern, der im Jahr 60 Millionen verdient hat. Das passt nicht zu uns. Ich glaube, die Entlassung bei Bayern hat ihn auch irgendwo besser gemacht. Vielleicht kommt er auch nochmal zurück, so wie du. Ja, mit Sicherheit wird ihn die gestärkt haben. Er wird mit Sicherheit einiges mitgenommen haben. 100%ig, denke ich auch. Ich glaube schon, dass wir mit Tuchel die Champions League gewinnen, aber man muss ihm halt das geben, was er braucht. Aber wenn er diese Scheiß auf alles Einstellungen spielen lässt, dann raus. Ich glaube auch, wenn du den Tuchel gibst, was er haben möchte, ist er ein Top-Trainer, Alter. Und da hat er nachgewiesen. Ja, bei Paris, bei Chelsea. Ist ja, was ich sage. Aber das weiß man halt auch, wenn man sich einen Tuchel ins Haus holt. Ja, da weiß man, dass er keinen Bock hat, die Spieler zu entwickeln. Also ist mein Eindruck. Vielleicht täusche ich mich. Vielleicht straft der Tuchel uns nächste Saison Lügen oder in der Rückrunde. Ich wünsche es mir, ja. Do it. So, aber das weiß man. Und dass er das dann kann, ja, logisch. Ja, hat er mehr als einmal bewiesen. Ich fand, in der Hinrunde der letzten Saison hat das klasse geklappt. Ich denke, die schlechten Leistungen der Rückrunde kamen durch die WM und die Spieler waren ausgelaugt. Und aus dem Tal sind die Spieler immer noch nicht raus, weil Nagelsmann in der Rückrunde und Tuchel bis jetzt den Kopf der Spieler nicht hinbekommt. Ach nee. Jetzt mal ganz ehrlich, Alter. Das ist für mich die schlechteste Ausrede dieser Welt, diese verkackte WM, Alter. Du bist ja sang- und klanglos ausgeschieden. Was willst du da groß verarbeiten? So, das war einfach richtig schlecht. Punkt. So, das sind alles Spitzensportler, gerade die bei uns unter Vertrag standen. Da musst du nicht anfangen und sagen, ach ja, der Kopf, der arme Junge ist einfach ausgeschieden aus der WM. Supi. Nee, das war sang- und klanglos, Alter. Was willst du da groß verarbeiten? Lächerlich. Die Hinrunde war super unter Nagelsmann. Ja, die hat Spaß gemacht. Generell der Fußball unter Nagelsmann hat Spaß gemacht. Zu schauen. Wie gesagt, das ist einfach, weil die Spieler satt sind. Die wichtigen Positionen sind bei uns mit satten Spielern bestückt. Die haben 6 Titel unterm Flick gewonnen. So, ist doch klar. Wo ist die Motivation, Alter? Du hast einmal alles gewonnen. So, und dann ist so, ja, klar, ich bin hier beim FC Bayern. Ja, supi. Wie soll ich das toppen? So, weißt du? Es gibt halt wenige Menschen, die dann sagen, Alter, ich will das nochmal haben und nochmal haben und nochmal haben. Sind nicht alles Oli Kahns oder Thomas Müllers? Nee. Guck den Gnabry an, Alter, in welchem Loch der ist. Guck den Sané an, guck den Kimmich an, guck den Goretzka an. Guck der Neue an, dem alles scheißegal war, der Skifahren geht, Alter. Ja. Wurst. So, die Spieler sind satt, die haben alles erreicht bei uns. Die brauchen Tapetenwechsel und wir brauchen Tapetenwechsel. So, das hätte man aber schon vor einem Jahr machen müssen.
Du siehst das so. Nagelsmann hat dieselben Probleme, die Tuchel jetzt auch hat. Genau dieselben Probleme. 1:1. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass es an den Trainern liegt. Wie du schon sagst, der Verein muss auch der Mannschaft klare Kante bieten und hinter dem Trainer stehen. Er ist ja theoretisch Organ des Vereins. Ja, das ist ja beim Nagelsmann leider nicht passiert. Ja. Leider. Ja, du siehst die Entwicklung, dass wir tiefer stehen. Alter, das ist die Entwicklung unter Tuchel. Ja, wir stehen tiefer, spielen eher auf Konter wie als auf Pressing. Wir stehen 20 Meter weiter hinten. Unsere Innenverteidiger dürfen nur noch bis maximal 20 Meter in die gegnerische Hälfte. So, das ist das, was Tuchel geändert hat. Und das war es dann auch schon. So, wo ist die spielerische Entwicklung? Die spielerische Entwicklung, ja, die ist rückständig. Guckt euch die Hinrunde an unter Nagelsmann, was wir da für Fußball gespielt haben gegen Gegner, die mit 2 Ketten hinten drin standen. Die haben wir zerlegt, Alter. Unterm Tuchel 0 Kreativität, gar nichts. So, Passsicherheit, Ballbesitz bis zum Abwinken. Ja, supi, geil. Richtig kreativ vorne. Auf Einzelaktionen haben wir uns die ersten 15 Spiele verlassen, Alter. Das ist alles. So, ich sehe da keine Entwicklung. Ich sehe auch keine klare Strategie. Haben wir auch schon gehabt, das Thema. Also unterm Tuchel, welche klare Strategie haben wir? Ja, gegen Stuttgart war es ein sehr, sehr gutes Spiel, keine Frage. Gegen Dortmund war es ein sehr, sehr gutes Spiel. Welche Strategie haben wir, wenn wie 80% unserer Gegner sich hinten reinstellen mit 2 Viererketten? So. Wir feiern 1:0 gegen Köln, Alter, weil wir Ringelpitz mit Anfassen gespielt haben, weil wir es geschafft haben, den Ball gegen 1. FC Köln, der 0 Selbstvertrauen hat, 0 ja am Boden ist, feiern wir uns, dass wir es geschafft haben, in der zweiten Halbzeit den Ball in den eigenen Reihen zu halten und keine kreativen Torchancen zu erspielen. So weit sind wir gekommen, dass wir uns dafür feiern. Ja, das ist, welche Entwicklung ist unterm Tuchel zu sehen. So, ja, du kannst jetzt sagen, ja, in der Rückrunde, wo Tuchel Trainer war, haben wir dann gegen Mainz verloren, haben wir gegen Leipzig verloren, da kamen wir nicht mehr zurück, das haben wir nicht geschafft, die Mannschaft hat sich aufgegeben, das hat aber nicht den Tuchel geändert. Ja, das haben einfach die Neuzugänge geändert. So ein Harry Kane wird da schon mal ein bisschen anderes Zeichen setzen, ja. Und nimm mal einen Harry Kane aus dieser Gleichung raus, die wir gerade fahren. Nimm mal den Harry Kane raus aus dieser Mannschaft. Welche Entwicklung siehst du denn? Ich sehe da keinerlei Entwicklung. 0. Wie gesagt, wir stehen 20 Meter tiefer. Ja, das ist die Entwicklung. Wild. Ein gutes Umschaltspiel hatten wir unter Nagelsmann genauso. Ja, wenn wir einen Gegner haben, der uns mal unter Druck gesetzt hat, haben wir genauso umgesetzt. Das können wir schon seit Flick, das konnten wir schon unter Jupp Heynckes, das können wir immer. Weil wir immer schnelle Außen hatten. Wir können immer umschalten. Gar kein Problem. Das ist jetzt nichts, wofür man Tuchel loben muss, dass wir ein Umschaltspiel haben. Also. Und das ist auch nur zu 95% hängt das Umschaltspiel an Harry Kane, Alter. Weil der einfach den Ball kriegt und spielt den Ball direkt dahin und weiß, wo der Spieler hinläuft. Also, wild. Man kann den Tuchel ja echt für einige Sachen loben, wie er einen Sané hingekriegt hat und so weiter. Brauchen wir nicht drüber reden, ja. Aber zu sagen, der Tuchel, ich sehe da eine Entwicklung in irgendeiner Strategie auf dem Nagelsmann zum Tuchel. Boah. Also ich sehe die nicht, bin ich ehrlich. Also keine Entwicklung sehe ich da. Ja, ich denke auch, dass der Untergang von Nagelsmann kannst du auf Olli und Brazzo schieben, Alter. Gehe ich mit. Oder das ist ja, was ich aussage. Du hättest den Nagelsmann entweder eher rauswerfen müssen. Nicht zu dem Zeitpunkt, der war völlig Tullux, ja. Hättest ihn eher rauswerfen müssen oder hättest halt sagen müssen, hier, wie ich schon sagte, das ist unser Trainer, wir stehen dazu und ihr habt jetzt zu gehorchen hier. Fertig. Ja. Egal ob ihr Kimmich, Neuer, Müller oder sonst wie heißt. Aber das passiert ja nicht. Wild. Muss ich mich echt nochmal aufregen hier. Pech.
Naja, Levi hatte keinen Bock gehabt, unterm Nagelsmann zu spielen. So, deswegen wollten Levi weg. So, dass du dann keinen super schnellen Ersatz kriegst, wenn du Levi kurz vor Ende der Tore wegballerst, ist auch klar. Dass du dann vielleicht in der Presse sagst, ach ja, ich spiele lieber ohne 9, weil ich mag das, ohne 9 zu spielen. Ja, fragt euch mal, warum das in der Presse rumgegangen ist. Hätte der große FC Bayern sagen sollen, ja, wir mussten den Levi jetzt leider gehen lassen, weil der Levi sich weggestreikt hat, hätte es ja auch nicht verkaufen können, weißt du? Dann sagst du lieber, ach ja, wir spielen ohne 9. Ja, aber Schupo hat ja die 9 gespielt. Und Schupo hat die da sogar recht gut gespielt. Na, wild. Ja, du kannst den Fußball auch nicht vergleichen, ne? Habe ich ja gerade schon gesagt. Wie willst du den Nagelsmann Fußball mit Tuchel Fußball vergleichen? Das geht gar nicht. Nagelsmann, wie gesagt, Nagelsmann ist pressen, Ball erobern, Feuer frei. Bam, 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 Feuer, Feuer, Feuer. Ja? So, Tuchel Fußball ist genau das Gegenteil. Tuchel Fußball ist ruhig, gemächlich, Ball in den eigenen Reihen halten, schön mal irgendwie eine Torchance rausspielen, alles gut, wir können auch mal 1-0 spielen, Hauptsache wir halten den Ball in den eigenen Reihen, stehen defensiv stabil. So, das sind zwei verschiedene Strategien, ne? So, du gehst halt von da nach da und das versuchst du mit denselben Spielern. Dass das nicht irgendwie reibungslos klappt, ist doch logisch. Gehst von einem Extrem in das nächste Extrem rein. Und klar, der Nagelsmann-Fußball war auf jeden Fall ansehnlicher. Da müssen wir uns ja nicht unterhalten. Dafür ist der Tuchel-Fußball mittlerweile erfolgreicher. Ne? Aber das Thema hatten wir ja auch schon. Das muss am Ende des Tages jeder selber wissen. Mag ich lieber, sehe ich das Ergebnis, will ich, dass mein Verein gewinnt, alles andere ist mir Wurst, dann bist du mit dem Tuchel perfekt. Ja? Ist der Tuchel der perfekte Trainer für dich. Weil denen das auch nicht interessiert, wenn du einfach mal dreckige Siege holst oder langweilige Spiele oder sonst was. So bist du eher so, ja, ich will geilen Fußball sehen, dann wärst du mit dem Nagelsmann wahrscheinlich besser da gewesen. Aber auch nur vielleicht. Wenn du Nationalmannschaft guckst, ja, sieht das auch schon wieder wild aus. Also von daher, alles immer hätte. Ja, ich weiß, 4 Stunden gleich. Ich mache auch gleich Feierabend. 10 Uhr ist Feierabend. Da muss man ja mit Guerrero, Pavlovic und Musiala im Mittelfeld spielen. Die sind hungrig. Davor noch Sané, Wirtz und Kane. Ja, also ich denke schon, großes Problem sind einfach die aktuellen Spieler. Das ist ja auch menschlich. Ja, das ist ja noch niemals ein Vorwurf. Guck mal, du hast alles erreicht bei dem Verein, wo du gerade spielst. Du bist auf dem Olymp, Alter. Und dann sollst du dich motivieren, weiterzumachen, dasselbe nochmal zu erreichen, wo du selber weißt, du wirst das nie wieder erreichen, Alter. Das war halt so eine Ausnahmesituation, dass du 6 Titel in einem Jahr holst. Ist doch klar, dass dann die Motivation leidet. Ne? Und wenn du dann noch so eine WM kriegst, die spielt dann natürlich auch noch ein bisschen mit rein. Alles läuft scheiße gerade. Habe ich da jetzt Bock, mich rauszukämpfen? So, dann kriegt der Kimmich nur auf die Fresse mit seinem Corona-Scheiß schon. Dann hört der Kimmich noch vor der Saison, ach, eigentlich will ich den Kimmich gar nicht hier haben. Das ist kein Führungsspieler, das ist kein Sechser. Ich brauche den gar nicht. Der soll sich verpissen. So ungefähr durch die Blume. Ja, und dann wundert man sich, was man für Leistungen sieht. Also, muss man sich nicht wundern. Ne? Naja, wir bekommen weniger Treffer und schießen mehr unter Tuchel und das ohne erkennbaren Konzept. Ja, weil du einen Faktor Harry Kane mal hast. Rechne den Faktor Harry Kane raus. Dann können wir gerne auf ein Niveau weiter diskutieren. Rechne mal Harry Kane mit 20 Toren und was hat er? 8 Vorlagen allein in der Bundesliga. Rechne das mal raus. Rechne da mal den Schupo rein, durchschnittlichen Spieler. Sind wir großzügig? Okay, mit den Leistungen, die wir gezeigt haben, wahrscheinlich sogar unter 10 Tore für den Schupo. Vielleicht eine Vorlage. I don't know. Kannst du gerne mal gegenrechnen. Ich glaube, das ist halt so der große Faktor. Ja? Stell dir mal vor, Nagelsmann hätte einen Harry Kane gehabt, Alter. Bis deppert. Ne? Stell dir das mal vor. Wäre doch wild gewesen.
Ja, ganz genau. Tuchel lässt einen Schuppo vor Müller auf für 10 spielen. Also da sind wir wieder, da fällt mir das Ei aus der Hose. Und das zweimal. Zweimal, nicht einmal die Schelte, zweimal. Eieiei. Ne, ist doch nicht abgetaucht, der Maulwurf. Wo ist der denn abgetaucht? Abgetaucht ist er nicht. Mal abgesehen vom Saragossa-Transfer, ja, was wahrscheinlich auch Freund seiner Schippe genommen ist. Aber ansonsten, vorher war doch auch noch immer viel, ist auch noch immer viel nach außen gedrungen. Und das war schön. Einfach mal, ja, wir haben jetzt einen Spieler verpflichtet. Alter, war das ein schönes Gefühl. Mal nicht 20.000 Geschichten vor, nachher, bla, Sülz. Ach, herrlich. Nagelsmann hatte oft Spiele, wie zum Beispiel gegen Augsburg, wo man kein Tor schießt, obwohl er so aggressiv spielen lässt. Ja, nochmal, er hat ja auch keinen Harry Kane gehabt, Alter. Ja. Wir haben halt keinen richtigen Neuner gehabt. Abgesehen von Schuppo. Nee, nächstes Stream steht nicht fest. Ansonsten, der Stream ist immer montags um 18 Uhr. Aber da das erste Weihnachtsfeiertag ist, der kommende Montag, wird es da sehr wahrscheinlich kein Stream geben. Ich werde es aber auch vorher auf dem Discord ankündigen und auch bei YouTube. Aber sonst immer, wenn Spiele sind, wenn keine Winterpause ist oder sowas, immer montags 18 Uhr. Ja, Schuppo-Ding hat keiner verstanden, ja. Vor allem dieses Argument halt, ja, bei Standardsituationen ist der Schuppo dann stärker. Also da packe ich mir halt am Schädel, Alter. Wofür hast du denn Innenverteidiger auf dem Feld? Also. Ja, aber so ist ja okay. Wenn du da einen Fortschritt siehst, ist das doch okay. Sag ich, das ist ja, was ich sage, so. Jeder muss ja wissen, was für ihn Fortschritt ist. Wenn du die nackten Ergebnisse anschaust, bist du mit Tuchel auf jeden Fall, hast du Fortschritte. Ob das am Ende zum Titel reicht, werden wir sehen. Aber ja, kannst du dann so sehen. Kurzes Treffen, Stream zwischen den Jahren geplant. Kann ich leider noch nicht sagen, Sascha. Ben werde ich es ankündigen, auf jeden Fall vorher. Schönen verdienten Feierabend. Ja. Weil der nächste Stream ist, weiß ich noch nicht. Ich muss mal gucken, die Tage. Ich werde es auf YouTube in die Dingen schreiben, in Community Tab und auf dem Discord. Ich werde mal gucken, ob noch zwischen Weihnachten und Neujahr oder wenn dann Anfang Januar. Mal gucken. Haubi, vielen lieben Dank. Ich mache jetzt auf Feierabend, Punkt 22 Uhr, 4 Stunden gelabert. Mir hat super viel Spaß gemacht. Ja, auch viele andere Meinungen, super. Sehr gut, sehr schön. Und ich denke, bis zum nächsten Stream werden wir mit Sicherheit auch wieder ein paar Themen haben. Mit Sicherheit. Bei uns ist ja nie ruhig beim FC Bayern. No. Felix, ja, ich bin jetzt weg. Ach, herrlich. Leute, ich bedanke mich ganz recht herzlich, ne? Bei euch, dass ihr hier wart, auch für den Support. Vielen lieben Dank und ich freue mich auf den nächsten Stream. Wünsche euch hier schon mal live auf jeden Fall frohe Weihnachten, ne? Und einen guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr sehen sollten. Aber es wird auch noch auf YouTube ein kleines Video geben, natürlich. So einen kleinen Jahresrückblick, so zu Thema YouTube auf jeden Fall. Leute, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein, bis dann. Rot-weiße Grüße. Tschüssi.